Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. Kapitel 1 – Die Götter Ägyptens vor dem Licht des Aton. Die 18. Dynastie der ägyptischen Könige gelangte im Jahr 1580 vor Christus an die Macht, mehr als 1300 Jahre nach dem Bau der großen Pyramiden und ungefähr 2000 Jahre nach dem Beginn der dynastischen Geschichte im Niltal. Der Gründer dieser Dynastie, Pharao Ahmose I., vertrieb die Asiaten, die Ägypten im vorherigen Jahrhundert überfallen hatten, und verfolgte sie tief nach Syrien hinein. Sein Nachfolger, Amenophis I., drang noch weiter vor und erreichte das Gebiet zwischen den Flüssen Orontes und Euphrat. Der nächste Pharao, Thutmosis I., weitete den Einfluss Ägyptens bis an die nördlichen Grenzen Syriens aus, sodass er die Herrschaft über das gesamte östliche Mittelmeer beanspruchen konnte, mit Gebieten von Kleinasien bis zum Sudan. Thutmosis II., sein Nachfolger, konzentrierte sich auf Konflikte in den südlichen Gebieten Ägyptens. Nach ihm folgte Königin Hatschepsut, eine berühmte Herrscherin, die ihre Regentschaft dem Frieden und den Künsten widmete. Sie wurde von dem legendären Kriegskönig Thutmosis III. Abgelöst, der zahlreiche Feldzüge in Syrien unternahm und Ägyptens Macht und Reichtum auf nie dagewesene Höhen brachte. Jahr für Jahr kehrte er beladen mit Kriegsbeute nach Theben zurück. Allein aus der Eroberung der Stadt Megiddo brachte er 924 Streitwagen, 2238 Pferde, 2400 Rinder, 200 glänzende Rüstungen, darunter die von 2 Königen, riesige Mengen an Gold und Silber, königliche Zepter, das luxuriöse Zelt eines Königs und unzählige weitere Schätze mit sich. Ähnliche Reichtümer strömten aus anderen eroberten Reichen nach Ägypten und füllten die Schatzkammern und Tempel bis zur Überfüllung. Zypern, Kreta und möglicherweise die Inseln der Ägäis zahlten Tribut an Theben, das sich zu einem geschäftigen Zentrum des internationalen Handels und der Kultur entwickelte. Langgewandete Asiaten brachten kunstvolle Vasen, gefertigt von tyrischen Handwerkern, goldene Streitwagen, gezogen von eleganten syrischen Pferden, zierten die Straßen, und phönizische Händler präsentierten ihre exotischen Waren. Afrikanische Gesandte trafen mit prächtigen Gaben aus dem Süden ein. Die ägyptischen Soldaten, stolz und furchterregend, wandelten mit erhobenem Haupt durch die Straßen von Theben, ihre Heldentaten besungen in Kriegsliedern und Hymnen, die auf den Tempelwänden verewigt wurden. Der Geist dieser Epoche spiegelt sich in folgenden Zeilen wider, die der Gott Amun an Thutmosis III. Richtete. Ich bin gekommen, um dir die Macht zu verleihen, die Fürsten von Zai zu schlagen. Ich habe sie unter deine Füße geworfen in ihren Höhen. Du hast jene im Lande Punt zertreten. Ich habe deine Majestät gezeigt wie einen kreisenden Stern. Kreta und Zypern erzittern vor dir. Die Bewohner des großen Meeres hören dein Brüllen. Ich ließ sie deine Majestät als Rächer erkennen, der über deine gefallenen Feinde emporsteigt. Ich ließ sie deine Majestät als löwengleichen Krieger erkennen, der sie in ihren Tälern zu Leichen macht. Dies war eine kühne und glorreiche Ära, der Höhepunkt der ägyptischen Geschichte. Amenophis II., der nächste Pharao, setzte die Eroberungen mit unerbittlicher Entschlossenheit fort. Er war ein Mann von außergewöhnlicher körperlicher Stärke, in der Lage, einen Bogen zu spannen, den keiner seiner Soldaten handhaben konnte. Während seiner Feldzüge in rebellische asiatische Länder nahm er 7 syrische Könige gefangen, die er kopfüber am Bug seines Schiffes aufhängte, als er in Theben einlief. 6 dieser Könige wurden später von ihm eigenhändig dem Gott Amun geopfert, während der 7. in eine ferne Stadt im Sudan gebracht
und dort am Stadttor als warnendes Zeichen aufgehängt wurde. Amenophis II. Starb im Jahr 1420 vor Christus und hinterließ den Thron seinem Sohn Thutmosis IV., dem Großvater von Echnaton, der in einem Alter von ungefähr 18 Jahren den Thron bestieg. Während der Herrschaft von Thutmosis IV. Traten erste Anzeichen bedeutender religiöser Veränderungen auf, die sich während der Regentschaft seines Sohnes Amenophis III. Und seines Enkels Echnaton weiter verstärken sollten. Um die Ereignisse dieser Zeit zu verstehen, insbesondere in ihrem religiösen Kontext, ist es notwendig, die Umstände zu betrachten, unter denen diese Wandlungen begannen. Diese Übersicht hilft auch, im Kontrast dazu die reinen Lehren Echnatons zu würdigen, dessen Leben das Thema der folgenden Erzählung bildet. Zu diesem Zeitpunkt bestand die ägyptische Zivilisation bereits seit über 2000 Jahren, mit tief verwurzelten religiösen Überzeugungen, die sich über diese lange Geschichte hinweg entwickelt hatten. Diese Glaubensvorstellungen waren so fest in die Gesellschaft eingebettet, dass selbst geringfügige Veränderungen als revolutionär galten und außergewöhnliche Führungspersönlichkeiten erforderlich waren, um sie durchzusetzen. Ein solcher Führer war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht hervorgetreten und die traditionellen Götter Ägyptens standen auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Unter diesen Gottheiten war Amun, der Schutzgott von Theben, die mächtigste Gestalt. Ursprünglich ein lokaler Stammesgott der Thebaner, stieg sein Ansehen, als Theben zur Hauptstadt Ägyptens wurde, und er wurde zur Staatsgottheit erhoben. Zuvor hatte der Sonnengott Re oder Re-Harachte, der Schutzgott von Heliopolis, nahe dem heutigen Kairo, diese Rolle innegehabt. Die Priester von Amun vereinten diese beiden Götter geschickt und schufen so Amun-Re, König der Götter. Amun wurde in verschiedenen Formen dargestellt, am häufigsten als Mann mit strahlendem Gesicht, der eine goldene Kopfbedeckung mit 2 hohen Federn trug. Manchmal erschien er auch als Widder mit schweren geschwungenen Hörnern oder als Men, ein Brudergott, der mit Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht wurde und später mit dem griechischen Gott Pan gleichgesetzt wurde. Es ist möglich, dass die ziegenartige Gestalt von Pan ihren Ursprung im thebanischen Gott Min-Amun hat. Amun wurde außerdem als Gestalt des regierenden Pharaos angesehen, insbesondere wenn dieser abwesend war oder schlief, so dass er in das Gemach der Königin eintreten konnte. Amenophis III. Soll aus einer solchen göttlichen Vereinigung hervorgegangen sein, wenngleich er Thutmosis IV. Als seinen weltlichen Vater anerkannte. Amun galt als Kriegsgott, der die Pharaonen bei ihren Eroberungen unterstützte und ihre Siege inspirierte. Wie viele andere ägyptische Gottheiten könnte auch Amun ursprünglich ein verehrter Stammesführer aus prähistorischer Zeit gewesen sein, dessen kriegerischer Geist später in eine göttliche Legende überging. Die Göttin Mut, deren Name die Mutter bedeutet, war die Gemahlin von Amun. Man glaubte, dass sie den Sohn des Königs nährte und manchmal auf der Erde erschien, um ihn zu stillen. Gemeinsam hatten Amun und Mut einen Sohn, Chons, den Mondgott, der die thebanische Triade vervollständigte. Chons wurde als auffallend schöner Gott dargestellt, der das Licht und die Anmut des Mondes verkörperte. Die thebanischen Götter hatten mit ihrem starken Einfluss auf den königlichen Hof eine bedeutende Rolle in der Gestaltung der Kultur und Tradition jener Zeit. Neben ihnen hatte auch der heliopolitanische Sonnenkult großen Einfluss im Palast. Der Sonnengott Re galt als einstiger Pharao auf Erden in uralten Zeiten, und es wurde angenommen, dass die Könige Ägyptens seine direkten Nachkommen waren. Eine Tradition, die nicht früher als in der 5. Dynastie entstand. Sohn der Sonne war einer der angesehensten Titel der Pharaonen, und jeder Herrscher führte seinen persönlichen Namen in seiner königlichen Titulatur als Zeichen der Verbindung mit Re.
Eine mit Re verbundene Legende erzählt, dass er von einer Schlange gebissen wurde, während er auf der Erde wandelte und von der Göttin Isis geheilt wurde. Als Gegenleistung verlangte Isis, dass Re ihr seinen geheimen magischen Namen offenbarte. Zögernd willigte Re ein, fürchtete jedoch, dass das Geheimnis unter den Menschen verbreitet würde. Um dies zu verhindern, beschloss er, ein Massaker unter den Menschen zu veranlassen, das von der Göttin Hathor in ihrer Gestalt als Sachmet ausgeführt wurde, einer furchteinflößenden, löwenköpfigen Gottheit, die sich an Blutvergießen erfreute. Doch als die Hälfte der Menschheit getötet war, bereute Re seine Entscheidung und beendete das Massaker, indem er Sachmet mit einer Mischung aus Blut und Wein betrunken machte. Des Regierens überdrüssig stieg Re daraufhin in den Himmel auf, wo er zur Sonne wurde und täglich in seinem himmlischen Boot über den Himmel reiste. Bei Sonnenaufgang wurde er Kepre genannt, der Skarabäus. Am Mittag war er Re und bei Sonnenuntergang hieß er Atum. Ein Name, der vom syrischen Wort Adon abgeleitet ist, was Herr bedeutet und auch in seiner griechischen Form als Adonis bekannt ist. Isis, die in der Legende erwähnte Göttin, war die Gemahlin des Osiris, einer Gottheit aus Unterägypten. Osiris galt, ähnlich wie Re, als einstiger Herrscher auf Erden, wurde jedoch von seinem Bruder Seth ermordet. Diese Tat wurde später von Osiris' Sohn Horus gerächt, der als Falke dargestellt wurde. Gemeinsam bildeten Osiris, Isis und Horus eine Triade, die besonders in Abydos verehrt wurde, einer Stadt in Oberägypten, die als Begräbnisstätte von Osiris angesehen wurde. Nach seinem Tod wurde Osiris zum König der Unterwelt, zu dem die Menschen um Führung und Segen für das Jenseits beteten. Horus, der Falkengott, war mit verschiedenen Städten verbunden. In Edfu wurde er als Bezwinger von Set gefeiert und galt als Gatte von Hathor, der Göttin von Dendera, einer Stadt weit entfernt von Edfu. In Ombos hingegen wurde auch Seth verehrt, und die lokale Mythologie stellte Seth und Horus als Verbündete dar. Hathor wurde unterdessen zur Schutzgöttin der westlichen Hügel. In einer ihrer irdischen Gestalten wurde sie als Kuh dargestellt und oft in Höhlen an Klippenrändern abgebildet. In Memphis wurde der Stammesgott Ptah verehrt, eine kleine, zwergenhafte Gestalt, die als Schmied, Handwerker und Töpfer der Götter galt. Er wurde mit dem europäischen Vulkan verglichen. In dieser Stadt, wie auch in anderen Teilen Ägyptens, wurde ein heiliger Stier namens Apis mit göttlichen Ehren verehrt, da er als lebendige Verkörperung des Ptah galt. Auf Elephantine wurde eine widderköpfige Gottheit namens Schnum hoch verehrt. Ein heiliger Widder wurde in seinem Tempel für rituelle Zwecke gehalten. Schnum, der mit dem ersten Katarakt des Nils in der Nähe von Elephantine in Verbindung gebracht wurde, war in ganz Ägypten von großer Bedeutung. Man glaubte zudem, dass er den ersten Menschen aus dem Schlamm des Nilbodens erschaffen hatte, wodurch er sich einen Platz in den Mythen verschiedener Regionen sicherte. In anderen Städten wurden einzigartige Stammesgötter verehrt. In der Handelsstadt Eileitias Polis war Nekbet, ein Geier, die Hauptgottheit. In der zweiten Stadt von Ombos wurde Sobek, ein furchteinflößendes Krokodil, verehrt. In Hermopolis wurde Thoth verehrt, symbolisiert durch einen Ibis, während Bubastis Bast feierte, die als Katze dargestellt wurde. Fast jede Stadt hatte ihren eigenen Stammesgott. Neben diesen lokalen Gottheiten waren auch abstrakte Götter Teil des ägyptischen Glaubens. Nut, die Göttin des Himmels, wurde als Frau dargestellt, die sich über den Himmel spannte. Geb verkörperte die Erde, Shu repräsentierte die Weite des Raumes und viele weitere Götter hatten symbolische Rollen. Ägyptens Götter waren zahlreich und umfassten erobernde Stammesführer, vergöttlichte Helden und Häuptlinge, Naturkräfte sowie Himmelskörper, die am Firmament sichtbar waren.
Mit der zunehmenden Interaktion zwischen Städten begannen ihre Glaubenssysteme sich zu vermischen und es entstanden Mythen, um Unterschiede auszugleichen. Zur Zeit von Thutmosis IV. War das ägyptische Pantheon dicht bevölkert mit Göttern. Doch über allen anderen ragten Amun-Re, der Gott von Theben, und Re-Harachte, der Gott von Heliopolis, hervor. In der folgenden Erzählung tauchen diese niederen Götter nur noch gelegentlich auf, dargestellt als Überbleibsel eines alten Glaubenssystems, das in der Dunkelheit der Vergessenheit verblasste. Die zuvor erwähnten heiligen Stiere und Widder waren Relikte einer uralten Tradition der Tierverehrung, deren Ursprünge in der Vorgeschichte verloren gingen. Die Ägypter verehrten viele Tiere, wobei jede Stadt oder Region ihre eigene Art hatte, die von besonderer Bedeutung war. In Hermopolis und anderen Teilen Ägyptens waren Paviane und Ibisse heilige Tiere, wobei der Ibis den Gott Tod symbolisierte. Katzen wurden in Bubastis, der Heimat der Katzengöttin Bast, wie auch in anderen Regionen hoch verehrt. Krokodile wurden weit verbreitet verehrt, ebenso wie bestimmte Arten von Flussfischen. Schlangen wurden sowohl gefürchtet als auch respektiert und Amenophis III., der Vater von Echnaton, ließ sogar eine Figur der Agathodaimon-Schlange in einem Tempel in Benha errichten. Die Kobra, die mit Uadje, der Göttin des Deltas, assoziiert wurde, entwickelte sich zu einem königlichen Emblem, das zuerst von frühen Königen der Region übernommen und später als zentrales Symbol der Pharaonenherrschaft anerkannt wurde. Dieser Aspekt der ägyptischen Religion umfasste auch unzählige Dämonen und Geister neben den Göttern und heiligen Tieren. Magier konnten in Notzeiten zahlreiche Namen anrufen, und es wurde angenommen, dass die Seele eines Verstorbenen vielen furchteinflößenden Wesen begegnete. Osiris, der große Gott der Toten, wurde von 4 Genien bedient und leitete einen Rat von 42 schrecklichen Dämonen, die über die Seele urteilten. Die Unterwelt wurde von monströsen Torwächtern geschützt, deren Namen allein schon Angst einflößen konnten. Um Zutritt zu erlangen, musste die Seele lange und komplexe Beschwörungsformeln aufsagen, ein mühsamer und beängstigender Prozess. Die große Anzahl an Göttern und Geistern erforderte ein ebenso umfangreiches Netzwerk von Priestern, die ihnen dienten. In Theben wurde das Priestertum des Amun so mächtig und wohlhabend, dass es begann, erheblichen Einfluss auf die Entscheidungen des Pharaos auszuüben. Der Hohepriester des Amun-Re war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Landes und wurde oft von einem 2., 3. und 4. Priester unterstützt, die in der Regel Adlige von höchstem Rang waren. Zu dieser Zeit hatte der Hohepriester des Amun häufig auch die Position des Wesirs inne, wodurch er sowohl das höchste zivile als auch das höchste religiöse Amt vereinte. Das Priestertum des Re in Heliopolis war zwar weniger mächtig als das des Amun, hatte aber dennoch große Bedeutung. Der Hohepriester, bekannt als der Große der Visionen, widmete sich stärker religiösen Aufgaben als politischen, im Gegensatz zu seinem Amtskollegen in Theben. In Memphis diente der Hohepriester des Ptah, auch der große Meister der Kunstfertigkeit genannt, dem vulkanähnlichen Gott des Handwerks. Doch weder er noch die anderen Hohepriester in Ägypten konnten mit der gewaltigen Autorität der Führer der Amun- und Re-Priesterschaften konkurrieren. Als Thutmosis IV. Den Thron bestieg, stand er vor einer bedeutenden politischen Herausforderung. Das Priestertum von Heliopolis war zunehmend unzufrieden mit der Vorherrschaft des Amun und strebte danach, die frühere Größe ihres eigenen Gottes Re wiederherzustellen, der einst Ägyptens höchste Gottheit war, nun aber hinter den thebanischen Gott zurückgetreten war. Thutmosis IV., wie später von Echnaton erwähnt, war nicht vollständig mit dem politischen Einfluss des Amun-Priestertums einverstanden.
Diese Unzufriedenheit könnte ihn dazu veranlasst haben, die große Sphinx von Gizeh zu restaurieren, die unter der Obhut der heliopolitanischen Priester stand. Die Sphinx symbolisierte eine Verbindung der heliopolitanischen Götter, Horachti, Chepre, Re und Atum. Der Überlieferung nach erlangte Thutmosis IV. Den Thron vor seinen älteren Brüdern durch die Vermittlung der Sphinx, die damit die Unterstützung der heliopolitanischen Priester repräsentierte. Sie nannten ihn Sohn des Atum und Beschützer des Horachti, der Heliopolis reinigt und Re erfreut. Und sie hofften wahrscheinlich, dass er ihre Macht wiederherstellen würde. Doch Thutmosis IV. War körperlich schwach und widmete seine begrenzte Energie hauptsächlich militärischen Angelegenheiten. Er schätzte sein Heer sehr und führte Feldzüge in Syrien und im Sudan während seiner kurzen Regierungszeit, die etwas mehr als 8 Jahre dauerte, von 1420 bis 1411 vor Christus. Diese Periode markierte die frühen Phasen des Konflikts zwischen Amun und Re, einer Rivalität, die unter der Herrschaft seines Enkels Echnaton ihren Höhepunkt erreichen sollte. Bevor er Pharao wurde, heiratete Thutmosis IV. Eine Tochter des Königs von Mitanni, eines nordsyrischen Staates, der als Puffer zwischen den ägyptischen Territorien in Syrien und den feindlichen Gebieten Kleinasiens und Mesopotamiens diente. Dieses Bündnis, das durch Heirat gesichert wurde, half, den Frieden in der Region zu wahren. Man nimmt an, dass diese Prinzessin Königin Mutemwia war, deren Denkmäler ihre Rolle als Mutter von Amenophis III., dem Sohn und Nachfolger von Thutmosis IV., belegen. Dieser fremde Einfluss am Hof brachte neue kulturelle und religiöse Ideen mit sich und führte zu bedeutenden Veränderungen in der politischen und spirituellen Landschaft Ägyptens. Die Anwesenheit der Mitanni-Prinzessin und ihres Gefolges dürfte die Unterstützung für das heliopolitanische Priestertum gestärkt haben. Der Gott Atum, eine Erscheinungsform des Re als untergehende Sonne, hatte gemeinsame Ursprünge mit Aton, auch als Adonis bekannt, einer Gottheit, die in Nordsyrien weit verehrt wurde. Diese Verbindung könnte die ausländische Königin eher zu den heliopolitanischen Glaubensvorstellungen hingezogen haben als zu den starren Doktrinen des Amun. Die asiatische Neigung, religiöse Ideen zu erforschen und anzupassen, entsprach zudem eher der flexiblen Theologie des Re als den formalen Traditionen des Amun und trug möglicherweise zur Unzufriedenheit mit der Staatsreligion dieser Zeit bei. Über den persönlichen Charakter von Thutmosis IV. Ist wenig bekannt. Trotz seiner schwachen Gesundheit und unauffälligen körperlichen Stärke hielt er die militärischen Traditionen Ägyptens hoch. Er ehrte das Andenken an Ägyptens größte Kriegspharaonen wie Thutmosis III., Ahmose I. und Sesostris III., indem er ihre Denkmäler restaurierte. Er verzierte seinen Streitwagen mit Szenen, die ihn als Sieger über Feinde zeigten, und ihm wurden Kriegswaffen mit ins Grab gegeben. Was Königin Mutemwia betrifft, so bleibt ihr Charakter weitgehend unbekannt. Nun richtet sich der Fokus auf die mütterlichen Großeltern von Echnaton, die Eltern von Königin Tese, die eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der nächsten Ära der ägyptischen Geschichte spielen würden. Um das Jahr 1470 vor Christus, während der syrischen Feldzüge des großen Thutmosis III., wurde ein Kind geboren, das später der Großvater eines der außergewöhnlichsten Pharaonen Ägyptens werden sollte. Die Namen seiner Eltern und sein Geburtsort sind unbekannt, und es ist unklar, ob er ägyptischer oder fremder Herkunft war. Sein Name erscheint in verschiedenen Formen, darunter Ao, Ai, Ai, Aju, Aa, Ja, Yao und am häufigsten Juja. Diese Vielfalt deutet darauf hin, dass sein vermutlich fremdländischer Name im ägyptischen Schriftsystem nicht genau wiedergegeben werden konnte. Juja war etwa 20 Jahre alt, als
Thutmosis III. Starb, was zu Spekulationen führte, dass er einer der syrischen Prinzen gewesen sein könnte, die von diesem Pharao nach Ägypten gebracht wurden, um in ägyptischen Sitten und Gebräuchen unterrichtet zu werden. Einige dieser Geiseln, die keine direkten Erben ihrer Heimatländer waren, ließen sich dauerhaft in Ägypten nieder, wo sich bereits eine beträchtliche Zahl ihrer Landsleute für Handel und andere Zwecke niedergelassen hatte. Während der Herrschaft von Amenophis II. Erreichte Juja vermutlich die Blütezeit seines Lebens, und zum Zeitpunkt des Todes des Königs war er wahrscheinlich etwa 45 Jahre alt. Er hatte eine Frau namens Tuja geheiratet, ein gebräuchlicher ägyptischer Name, was darauf hindeutet, dass sie höchstwahrscheinlich ägyptischer Herkunft war. Das Paar hatte 2 Kinder, einen Sohn namens Anen und eine Tochter namens Teje, die später eine berühmte Königin wurde. Teje war vermutlich etwa 2 Jahre alt, als Thutmosis IV. Den Thron bestieg. Beide Elternteile bekleideten Positionen am Hof, sodass Teje bereits in jungen Jahren dem Luxus und Einfluss des königlichen Lebens ausgesetzt war, was ihre Zukunft prägte. Juja bekleidete das angesehene religiöse Amt des Priesters des Min, einer der ältesten Gottheiten Ägyptens. Min, der in mehreren Städten Oberägyptens sowie in der östlichen Wüste bis zum Roten Meer verehrt wurde, war mit Fruchtbarkeit, Fortpflanzung und den Kräften des Lebens in der Natur verbunden. In seiner Erscheinung als Min-Re wurde er mit der Sonne in Verbindung gebracht, deren Strahlen als befruchtende Kraft der Erde galten. Im Gegensatz zum griechischen Gott Pan, mit dem Min später assoziiert wurde, symbolisierte Min eine gesetzmäßige und edle Fortpflanzung innerhalb der Familie, nicht ungezügelte Begierde. Er wies auch Ähnlichkeiten mit Adonis auf, dem nordsyrischen Gott der Vegetation, was auf eine Verbindung hinweisen könnte, die Juja besonders ansprach, falls er syrischer Herkunft war. Die universellen Aspekte des Min machten ihn vermutlich zu einer Gottheit, die sowohl bei Ägyptern als auch bei Syrern Anklang fand. Zu dieser Zeit geriet das Amun-Priestertum aufgrund seines enormen Reichtums und seiner zunehmenden Korruption am königlichen Hof in Ungnade. Der Hof versuchte seinen Einfluss zu verringern, und Juja, als Anhänger der Lehren des Min, könnte sich mit diesem Wandel identifiziert haben. Inzwischen hatte er eine bedeutende Stellung erlangt und trug Titel wie Fürst oder Herzog, wie seine Grabinschriften belegen. Es ist möglich, dass Juja eine vertrauenswürdige Figur am Hof des jungen Königs Thutmosis IV. Und der Königin Mutemwia war, deren Linie sich bald mit seiner eigenen in der Familie Echnatons vereinen sollte. Als Thutmosis IV. Im Alter von 26 Jahren starb, bestieg sein 12-jähriger Sohn Amenophis III. Den Thron. Zu diesem Zeitpunkt war Juja über 50 Jahre alt und seine Tochter Teje, die etwa 10 Jahre alt war, galt nach ägyptischem Brauch bereits als heiratsfähig. Diese familiäre Verbindung bereitete den Weg für eine der bedeutendsten Dynastien Ägyptens. Zu dieser Zeit wurde der Hof weitgehend von Königin-Regentin Mutemwia und ihren Beratern geführt, da der junge Pharao Amenophis III. Noch zu jung war, um eigenständig zu regieren. Unter diesen Beratern nahm Juja offenbar eine herausragende Position ein. Nicht lange nach Amenophis Thronbesteigung, vermutlich weniger als ein Jahr später, wurde er mit Teje in einer prächtigen Zeremonie und mit großen Feierlichkeiten vermählt. Diese Verbindung machte Juja und Tuja zu den stolzen Schwiegereltern des Pharaos. Die Bedeutung dieser Heirat verdient besondere Beachtung. Sowohl Amenophis als auch Teje waren noch Kinder, was deutlich macht, dass diese Ehe von ihren Vormündern arrangiert wurde. Hätte sich der junge König lediglich in Teje verliebt, mit der er vermutlich gemeinsam aufwuchs, wäre sie wohl in seinen königlichen Harem aufgenommen worden. Stattdessen wurde sie zu seiner großen Königin erhoben, saß an seiner Seite auf dem Thron und erhielt beispiellose Ehren.
Eine solche Entscheidung seitens der Berater des Königs legt nahe, dass Tejes Abstammung von außergewöhnlicher Bedeutung war. Sie wurde nicht einfach als Tochter eines Adeligen betrachtet, ihre Herkunft muss ihr ein legitimes Anrecht auf diesen hohen Rang verliehen haben. Es gibt mehrere mögliche Erklärungen zu Tejes Herkunft. Tuya, ihre Mutter, könnte königlicher Abstammung gewesen sein, möglicherweise eine Enkelin von Thutmosis III., wie einige Ähnlichkeiten im Gesicht darauf hindeuten. Teje wird oft sowohl als Königstochter als auch als Königsgemahlin bezeichnet, was auf eine direkte königliche Abstammung hindeuten könnte. In einem Brief von Dushratta, dem König von Mitanni, an Echnaton wird Teje als »meine Schwester und deine Mutter« bezeichnet. Während Schwester eine allgemeine Verwandtschaft unter Adligen bedeuten könnte, lässt die spezifische Erwähnung anderer Verhältnisse wie Tochter und Schwiegervater auf eine direkte Verbindung schließen. Es ist denkbar, dass Juja indirekt ägyptisches Königblut besaß oder von einem syrischen Königshaus abstammte, etwa von Mitanni, das durch Heiraten mit den Pharaonen verbunden war. Falls dies zutraf, könnte Teje einen entfernten, aber legitimen Anspruch auf den Thron gehabt haben, was Dushratta veranlasst haben könnte, sie als seine Schwester zu bezeichnen. Behauptungen, dass Teje eine Ausländerin gewesen sei, wurden jedoch vielfach widerlegt. Während ihr Aussehen manchmal als nordsyrisch beschrieben wird, lässt sich diese Ähnlichkeit genauer auf ihren Vater Juja zurückführen, dessen Erscheinung ebenfalls mit dieser Region in Verbindung gebracht wird. Darüber hinaus könnte Königin Regentin Mutemvia, die vermutlich selbst eine nordsyrische Prinzessin war, die Heirat beeinflusst haben, was Tejes Herkunft noch komplexer macht. Unabhängig von diesen Möglichkeiten steht fest, dass nun zwei Kinder, beide noch nicht einmal im Teenageralter, gemeinsam über Ägypten herrschten. Im Hintergrund spielten Juja und Tuja eine entscheidende Rolle als vertrauenswürdige Berater, die den jungen König und die junge Königin unterstützten und leiteten, während sie die ersten Jahre ihrer Herrschaft durchliefen. Tuja trug inzwischen mehrere angesehene Titel, darunter königliche Dienerin oder Hofdame, Begünstigte der Hathor, Liebling des Königs und königliche Mutter der großen Gemahlin des Königs. Diese Titel legen nahe, dass sie möglicherweise selbst von königlicher Abstammung war. Jujas Titel spiegelten seine herausragende Stellung am Hof wider. Er war bekannt als Meister der Pferde und Streitwagenkapitän des Königs, der Begünstigte, hervorragend über alle Begünstigten und Mund und Ohren des Königs, was seine Rolle als engster Vertrauter und Berater des Herrschers verdeutlicht. Juja war eine imposante Gestalt, deren starke Persönlichkeit sich in seinem Erscheinungsbild widerspiegelte. Er wird als großer Mann mit auffälligem weißen Haar beschrieben, mit einer markanten Hakennase, die der eines Syrers ähnelte, vollen und festen Lippen und einem entschlossenen Kinn. Neben Juja, Tuja und der Königinwitwe Mutemvia spielte auch ein Adliger namens Amenophis, Sohn des Hapu, eine bedeutende Rolle bei der Beeinflussung des jungen Pharaos Amenophis III. Bekannt für seine Weisheit und Integrität, wurde Amenophis, Sohn des Hapu, später fast als göttlich verehrt und seine Lehren wurden über Generationen hinweg weitergegeben. Es ist möglich, dass er das heliopolitanische Priestertum in seiner Rivalität mit dem Amun-Priestertum unterstützte, da Inschriften auf seiner Statue den Pharao als Erben des Atum und Erstgeborenen des Horachti bezeichnen, beides Gottheiten von Heliopolis. Als Teje eine Tochter namens Satamun gebar, wurde Amenophis, Sohn des Hapu, zu ihrem Ehrenverwalter ernannt, während er gleichzeitig als Minister für öffentliche Arbeiten tätig war und weitere hohe Positionen am Hof innehatte. In dieser Ära zunehmender religiöser Spekulation war sein Einfluss als Philosoph und Berater von großer Bedeutung. Einer späteren Überlieferung zufolge riet er dem Pharao,
alle Unreinen aus dem Reich zu vertreiben, falls er den wahren Gott erkennen wollte. Möglicherweise eine versteckte Anspielung auf das korrupte Amun-Priestertum, dessen Entfernung immer dringlicher wurde. Zu dieser Zeit befand sich Ägypten auf dem Höhepunkt seiner Macht, die durch die militärischen Eroberungen von Thutmosis III. Erreicht worden war. Die Könige von Palästina und Syrien zahlten dem Pharao Tribut, während die Fürsten der Küstenstädte ihre jährlichen Abgaben nach Theben sandten. Ägyptens Einfluss erstreckte sich über Zypern, Kreta, die griechischen Inseln, den Sinai und die Küste des Roten Meeres bis nach Somaliland. Die sudanesischen Stämme wurden unterworfen und als Sklaven gehalten. Ägypten war die mächtigste Nation der Welt und Theben, seine Hauptstadt, diente als lebendiges Zentrum, in dem sich Botschafter, Händler und Handwerker aus verschiedenen Ländern versammelten. Sie bestaunten architektonische Wunder, die es in ihren Heimatländern nicht gab, und erlebten einen Luxus, der sogar den Babylons übertraf. Ägyptens enormer Reichtum war legendär. Ausländische Herrscher, die um Gold baten, stellten fest, dass es für die Ägypter so reichlich und gewöhnlich war wie Staub. Goldene Vasen schmückten in großer Zahl die königlichen Tafeln und Hunderte von goldenen Gefäßen wurden in Tempelritualen verwendet. Der Glanz Thebens stand den Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht in nichts nach. Bankette, prächtige Feste auf dem Nil, königliche Jubiläen und Jagdausflüge prägten den Kalender. Die Monumente und Ruinen aus dieser Zeit zeugen von einem atemberaubenden Lebensstil von außergewöhnlicher Pracht. Dieser Luxus war eine jüngere Entwicklung, entstanden durch den Wohlstand und die Sicherheit, die Ägypten durch seine imperialen Eroberungen erlangt hatte. Während die Ägypter schon immer als fröhlich und lebensfroh galten, ermöglichten die Siege von Thutmosis III. Ihnen nun ein nie dagewesenes Maß an Genuss. Diese neue Freiheit brachte jedoch auch eine Abkehr von den strengen Traditionen der frühen ägyptischen Geschichte mit sich. Das Priestertum des Amun, die eigentlichen Bewahrer dieser alten Konventionen, war die einzige Kraft, die versuchte, den Status quo aufrechtzuerhalten. Für den König und seinen Hof schwebte das Amun-Priestertum wie ein Schatten über allem, klammerte sich an religiöse Praktiken, die viele als veraltet ansahen, und beanspruchte weiterhin einen erheblichen Teil des Reichtums der Nation. Während sich der Hof in Luxus ergab, wurde die Spannung zwischen dem Streben nach Modernität und der Einhaltung alter Traditionen immer größer. Um die Zeit seiner Hochzeit errichtete Amenophis III. Einen Palast am westlichen Ufer des Nils, nahe dem Rand der Wüste unterhalb der thebanischen Hügel. Dies wurde zum Schauplatz des glanzvollen Hofes von Königin Teje. Der Palast war ein weitläufiges Bauwerk aus Ziegeln und edlen Hölzern, kunstvoll verziert mit bemaltem Stuck und geschmückt mit eleganten Säulen. Eine Seite des Palastes besaß einen Balkon mit Teppichen und farbenfrohen Kissen, auf dem sich der König und die Königin gelegentlich ihrem Volk zeigten. Umgeben war der Palast von üppigen Gärten mit den majestätischen thebanischen Hügeln, die sich direkt hinter dem Anwesen erhoben. Um Teje weiter zu ehren, ließ Amenophis später einen riesigen künstlichen See östlich des Palastes anlegen. Die Erdmassen, die während der Bauarbeiten ausgehoben wurden, wurden zu unregelmäßigen Hügeln geformt und mit Bäumen und Blumen bepflanzt. Die Königin glitt in einem Barkenboot über den See, das sie Atonleuchten nannte, benannt nach dem heliopolitanischen Gott. Während sie auf die Spiegelung der Hügel und Bäume auf dem ruhigen Wasser blickte, mag sie sich in die malerischen Landschaften Syriens versetzt gefühlt haben, der Heimat von Aton oder Adonis. Der Name Aton hatte syrischen Ursprung. In Ägypten wurde die untergehende Sonne Atum genannt, ein Name, der sich vom asiatischen Wort Adon oder Aton ableitete. In dieser Zeit begann der Name Aton als Synonym für den heliopolitanischen Gott Re Harachte Chepre Atum zu erscheinen. Allmählich
führte der Hof diese Gottheit in die ägyptische Gesellschaft ein, indem eines der Militärregimenter des Pharaos nach Aton benannt wurde und der Name zunehmend auf Denkmälern auftauchte. Diese wachsende Bedeutung von Aton, der eng mit den Göttern von Heliopolis verbunden war, beunruhigte vermutlich die Priester des Amun. Amenophis, der Dritte selbst, schien sich jedoch kaum für diese religiösen Entwicklungen zu interessieren. Er war ein Mann der Vergnügungen und verbrachte genauso viel Zeit auf der Jagd wie in seinem Palast. Er prahlte damit, in den ersten 10 Jahren seiner Herrschaft 102 Löwen erlegt zu haben. Da er noch ein Junge war, als er mit der Jagd begann, spielten seine Adligen vermutlich eine wesentliche Rolle bei diesen Taten. Bei einer Gelegenheit soll er 56 Wildrinder an einem einzigen Tag erlegt haben, mit weiteren erbeuteten Tieren danach. Es scheint jedoch, dass er sich mehr Ruhm für diese Leistungen zuschrieb, als er tatsächlich verdiente. Im 5. Jahr seiner Herrschaft führte Amenophis III. Einen Feldzug im Sudan durch, um einen aufständischen Stamm niederzuschlagen. Er dokumentierte das Massaker stolz und schrieb, dass diese Menschen überheblich gewesen waren und große Dinge in ihren Herzen trugen, doch der scharfäugige Löwe, dieser Fürst, erschlug sie auf Geheiß von Amun-Atum. Bemerkenswert ist die Verbindung von Atum mit Amun in dieser Schilderung, da sie auf eine wachsende Bedeutung der heliopolitanischen Gottheit hinweist. Zu dieser Zeit war der Wesir Ptames auch als Hohepriester des Amun tätig. Nach dessen Tod entschied sich der Pharao jedoch, diese Ämter nicht in der Person des neuen Hohepriesters zu vereinen. Stattdessen ernannte er einen Adligen namens Rames zum Wesir, wodurch er die zivile und religiöse Autorität voneinander trennte. Diese Entscheidung verdeutlicht den allmählichen Niedergang des Einflusses des Amun-Priestertums während der Herrschaft von Amenophis. Königin Thesje gebar mehrere Töchter, und es ist möglich, dass sie auch einen Sohn hatte. Falls dem so war, muss der Junge im frühen Kindesalter gestorben sein, da zur damaligen Zeit kein männlicher Erbe lebte. Das Fehlen eines Erben könnte teilweise Amenophis' Entscheidung beeinflusst haben, im 10. Jahr seiner Herrschaft Prinzessin Kirgipa, auch Gilukipa genannt, zu heiraten. Gilukipa war die Tochter des Königs von Mitanni und vermutlich die Nichte der Königin-Witwe Mutemvia. Sie kam mit großem Prunk nach Ägypten, begleitet von 317 Hofdamen. Trotzdem behielt Königin Thesje ihren Status als Hauptgemahlin des Pharaos, selbst in offiziellen Aufzeichnungen über die Ehe. Die Verbindung scheint politisch motiviert gewesen zu sein, ähnlich wie bei Thutmosis IV. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Gilukipa Kinder zur Welt brachte, und sie sowie ihr Gefolge stellten eine weitere ausländische Präsenz am Hof dar, die den Hof weiter von den traditionellen Göttern Thebens entfernte. Um das Jahr 1399 vor Christus verstarb Thejes betagter Vater Juja, gefolgt von ihrer Mutter Tuja. Sie wurden in einem prachtvollen Grab im Tal der Könige in Theben beigesetzt. Falls sie nicht als Mitglieder der Königsfamilie betrachtet wurden, markierte diese Bestattung das erste Mal, dass nicht-königliche Personen an einem so angesehenen Ort bestattet wurden. Ihr Grab war reich mit Grabbeigaben gefüllt, darunter mehrere Geschenke des trauernden Pharaos, der Königin Thesje und ihrer Töchter Satamun und einer weiteren Prinzessin, deren Name heute verloren ist. Juja und Tuja wurden am Hof offensichtlich hochgeschätzt und als Eltern der einflussreichen Königin Thesje bewundert. In der Geschichte ragen sie als Großeltern von Echnaton hervor, jenem außergewöhnlichen Pharao, dessen Geburt nun in der weiteren Erzählung in den Mittelpunkt rückt. Hallo! Wenn euch unser Hörbuch gefallen hat, vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich brauche eure Unterstützung, um euch weitere Hörbücher zu bringen. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung. Kapitel 2 – Die Geburt eines revolutionären Pharaos. Königin Thesje hatte mehrere Kinder geboren,
Doch erst nach etwa 25 oder 26 Jahren gemeinsamer Herrschaft mit Amenophis III. Kam der zukünftige Pharao zur Welt. Mit der Zeit muss die Königin zunehmend besorgt gewesen sein, keinen Sohn zu haben und viele Gebete gesprochen haben, in der Hoffnung, dass ihr Wunsch erfüllt würde. Noch heute ist in Ägypten der Wunsch, einen Sohn zu gebären, für viele Frauen von tiefer Bedeutung, und manche wenden sich noch immer alten Bräuchen und Traditionen zu, um göttlichen Beistand zu erbitten. Der Verfasser dieser Erzählung erinnert sich an einen jungen Bauern, der um Erlaubnis bat, dass seine Frau die Außenmauer eines alten Tempels umrunden durfte, da er glaubte, dies könne ihr helfen, einen Sohn zu empfangen. Ein anderes Mal wurden 3 junge Frauen beobachtet, die die Basis einer umgestürzten Statue von Ramses dem Großen hinabglitten, aus demselben Grund. Mit ähnlichem Verlangen, aber mit größerem Bewusstsein, muss Königin Thesje die Gunst verschiedener Götter gesucht haben, indem sie ihnen Opfer versprach und ihnen ihre Hingabe gelobte, wenn ihr ein männlicher Erbe geschenkt würde. Von allen Gottheiten scheint sie ihr größtes Vertrauen in Re-Harachte Aton gesetzt zu haben. Es ist möglich, dass sie gelobte, ihren Sohn diesem Gott zu weihen, falls ihre Gebete erhört würden, eine Entscheidung, die später die Geschichte Ägyptens prägen sollte. Königin Thesje hebt ihre Hände zum Himmel, ihre Stimme zittert vor Hingabe, als sie um einen Sohn betet. O mächtiger Re-Harachte Aton, Herr des Himmels und der Erde! Du, der du das Land mit deinem Licht erblühen lässt, der du die Dunkelheit der Nacht vertreibst. Du kennst das Verlangen meines Herzens, du hörst die stummen Gebete in meiner Seele. Gewähre mir einen Sohn, ein Kind, das meine Linie fortführt, das die Namen seiner Ahnen ehrt. Ich werde ihn dir weihen. Er wird in deinem Licht wandeln und deinen Namen verherrlichen. Ich werde dir Opfergaben in deine Tempel bringen, und mit jedem Atemzug wird mein Geist von Dankbarkeit erfüllt sein. O Aton, segne meinen Schoß mit deiner Gnade und mache mich zur Mutter eines Sohnes. Der junge Prinz wurde höchstwahrscheinlich im königlichen Palast von Theben geboren, der sich am Rand der Wüste am Fuße der westlichen Hügel befand. Dieser Palast, wie bereits beschrieben, war weitläufig, leicht gebaut und mit lebhaften Dekorationen geschmückt. Die Decken und Böden seiner großen Hallen waren mit lebhaften Darstellungen der Natur bemalt. Wilde Rinder durchstreiften Sümpfe unter den Füßen der königlichen Familie, während bunte Fische in den gemalten Wassern schwammen. Über ihnen flogen weiße Tauben durch einen strahlend blauen Himmel, und Schwärme von Wildenten steuerten auf die offenen Fenster zu. Hinter den drapierten Türöffnungen konnte man einen üppigen Garten mit exotischen Blumen aus fernen Ländern erblicken. Östlich des Palastes funkelte der große künstliche See, umgeben von Bäumen aus dem entfernten Asien. Wenige Orte auf der Welt konnten mit der Schönheit dieses Ortes konkurrieren. Man konnte stundenlang dort verweilen und die wechselnden Farben der Klippen bewundern, wo rosa und goldene Töne sich gegen die tiefblauen und violetten Schatten abhoben. Die umliegenden Felder, einst königliche Gärten, vermittelten ein überwältigendes Bild von Farbenpracht, Lebendigkeit und Glanz. Der unaufhörliche Sonnenschein und die erfrischende Wüstenbrise verstärkten die Sinne und ließen einen die Wunder der Natur noch intensiver erleben. Es war ein angemessener Geburtsort für einen König, der eines Tages sein Volk inspirieren sollte, Schönheit nicht nur in den Göttern, sondern auch in der Welt um sie herum zu erkennen. Der junge Prinz erhielt den Namen Amenophis, was der Friede des Amun bedeutet, nach seinem Vater. Während dies die Dominanz des Gottes Amun anerkannte, schien es der heliopolitanische Gott zu sein, der als Beschützer des Jungen diente. Während der königliche Hof die Geburt seines zukünftigen Herrschers mit großer Freude feierte, kann man sich vorstellen, dass das mächtige Priestertum des Amun-Re den Neugeborenen mit Unbehagen betrachtete.
Sie hatten lange Zeit auf strikte Einhaltung der alten religiösen Bräuche bestanden und sich dem wachsenden Drang nach theologischer Erforschung und Veränderung widersetzt. Das Priestertum hätte möglicherweise stärkere Maßnahmen ergriffen, um den zunehmenden Einfluss von Re-Harachte zu unterdrücken, wenn nicht die Tatsache gewesen wäre, dass Re bereits mit Amun zu Amun-Re verschmolzen worden war. Ursprünglich war Amun lediglich die lokale Gottheit von Theben, doch als die thebanischen Pharaonen der 18. Dynastie ihn zum Staatsgott Ägyptens erhoben, sicherten sie seine breite Akzeptanz, indem sie ihn mit Re, dem universell verehrten Sonnengott, verbanden. Diese Verschmelzung ermöglichte es Amun-Re, Anerkennung in verschiedenen Regionen zu finden, von den Sonnenanbetern Syriens bis zu den Menschen in Nubien, da nur wenige Kulturen den Gott des Lichts und der Wärme ablehnen konnten. Zu dieser Zeit arbeiteten gewisse Mitglieder des königlichen Hofes im Stillen daran, den Einfluss des Amun-Priestertums über das Königreich zu schwächen und versuchten wahrscheinlich, Amun von seiner Verbindung zur Sonne zu lösen. Ohne diese Verbindung würde Amuns Einfluss über Theben hinaus erheblich schrumpfen. Als Reaktion darauf betonte das Priestertum Amuns Verbindung zu Re umso mehr, da sie wussten, dass nur der heliopolitanische Sonnengott als ernsthafter Rivale für die thebanische religiöse Autorität gefördert werden konnte. Um ihre Kontrolle zu festigen, erhielt der Hohepriester des Re in Heliopolis den Ehrentitel Zweiter Priester des Amun in Theben, wodurch er sich in eine untergeordnete Position unter der Autorität des thebanischen Hohepriesters begeben musste. Um diesem Schachzug entgegenzuwirken, begannen Reformatoren am Hof, die Aufmerksamkeit von Re-Harachte abzulenken und stattdessen die Verehrung Atons zu fördern, einer abstrakteren und weniger genau definierten Form des Sonnengottes. Das Amun-Priestertum hatte die Verbreitung von Re-Harachte lange dadurch eingeschränkt, dass es darauf bestand, er sei lediglich ein Aspekt von Amun-Re. Die neue religiöse Bewegung kehrte jedoch diese Idee um und stellte Re nun als eine bloße Erscheinungsform von Re-Harachte dar, während der Name Aton als reine und unkontaminierte Bezeichnung hervorgehoben wurde. Aton wurde zunächst eingeführt, um jegliche Verbindung zwischen Amun-Re und Re-Harachte zu vermeiden. Mit der Zeit begann der Name Aton den älteren Namen Atum zu ersetzen und tauchte zunehmend in Theben und anderen Teilen Ägyptens auf. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass Aton noch immer als eine andere Bezeichnung für Re-Harachte verstanden wurde, wodurch sich die wachsende theologische Verschiebung zeigte, die später die Herrschaft von Echnaton prägen sollte. Der Wunsch des Hofes nach einer religiösen Umgestaltung war vollkommen nachvollziehbar. Die Verehrung Amuns war so starr und mit strengen Traditionen überladen geworden, dass freies Denken nahezu unmöglich war. Gleichzeitig befand sich die Oberschicht in einer Phase religiöser Neugier und philosophischer Spekulation, was sie empfänglicher für die Infragestellung der Vormachtstellung eines Priestertums machte, das jede Form des Hinterfragens unterdrückte. Die Idee, die unsichtbare Kraft der Sonne unter dem Namen Aton zu verehren, bot ein neues spirituelles Konzept, das unzählige Möglichkeiten für abstraktes Denken eröffnete. Dies war eine Zeit, in der Zivilisationen auf der ganzen Welt begannen, sich mit Philosophie auseinanderzusetzen. Und zum ersten Mal in der Geschichte wurden Götter nicht mehr nur in starren Traditionen verankert, sondern mit idealistischen und universellen Eigenschaften neu gedacht. Über religiöse Aspekte hinaus war die politische Macht und der immense Reichtum des Amun-Priestertums zu einer direkten Bedrohung für die Autorität des Pharaos geworden. Die gewaltige religiöse Einrichtung, die sich um Karnak konzentrierte, hatte sich zu einer überwältigenden Kraft entwickelt, die eine schwere Belastung für den Staat darstellte. Allein aus politischer Sicht war es für den Pharao von Vorteil, das heliopolitanische Priestertum zu stärken und die Macht aus der Hochburg Amuns abzuziehen.
Zudem spielte eine größere imperiale Strategie eine Rolle. Der Gott Aton, nun eng mit Re und Re-Harachte identifiziert, hatte denselben Ursprung wie der syrische und griechische Gott Adonis, da das Wort Adon oder Aton einfach Herr bedeutete. Diejenigen, die diese religiöse Neuausrichtung förderten, könnten eine ägyptisch-syrische Reichsstruktur vor Augen gehabt haben, die durch eine gemeinsame Religion geeint war. Wenn ein einziger Gott vom ersten Katarakt des Nils bis zum Euphrat verehrt werden konnte, würde dieser gemeinsame Glaube eine unerschütterliche Basis für das Reich bilden und Ägyptens Einfluss über seine riesigen Territorien hinweg stärken. Amenophis III. Verkörperte die Eigenschaften eines selbstzufriedenen und nachdenklichen Herrschers, zu selbstbewusst und stolz, um sich strikt an die Traditionen seiner Vorfahren zu halten, aber zu passiv, um aktiv ein neues religiöses System zu etablieren. Doch Königin Thesje, mit ihrer Intelligenz und ihrem Einfluss, scheint die treibende Kraft hinter der Verlagerung des Hofes von der starren und feierlichen Verehrung Amuns, des unbekannten Gottes, hin zum strahlenden und lebensbejahenden Kult der Sonne gewesen zu sein. Jeder, der durch Ägypten gereist ist, kann verstehen, wie das Land vollständig von der Sonne beherrscht wird. Der endlose blaue Himmel, die glitzernden Felsen, die goldene Wüste und die üppig grünen Felder scheinen sich alle in ihrem Licht zu erfreuen. Die mächtige Energie, die bei Sonnenaufgang spürbar wird, und die tiefe Melancholie, die oft mit dem roten Glühen des Sonnenuntergangs einhergeht, müssen auch Thee beeinflusst haben, wenn sie von ihrem Palast in Theben aus zusah. Mit den Jahren wuchsen Thees Macht und Ansehen weiter. Mit der Geburt eines Sohnes sicherte sie sich nicht nur ihre Position als große Gemahlin des Königs, sondern übernahm auch die ebenso einflussreiche Rolle der königlichen Mutter. Keine Königin vor ihr war so prominent in den Denkmälern des Pharaos dargestellt worden, noch hatte eine andere eine so außergewöhnliche Vielfalt an königlichen Titeln erhalten. Amenophis III. Ließ zu ihren Ehren einen Tempel in Sedenga im fernen Sudan errichten, und ein beeindruckendes Porträt von ihr wurde kürzlich im Sinai entdeckt. In Theben erscheint ihr Abbild neben den gewaltigen Kolossen am Rande der westlichen Wüste und die riesigen Statuen von ihr und ihrem Gemahl im Kairoer Museum zeugen von ihrem Einfluss. Im Gegensatz dazu ist wenig über Gilukipa oder die anderen Ehefrauen des Königs bekannt. Thee sorgte dafür, dass sie von dem Moment an, als sie den Palast betraten, in den Hintergrund traten. Als Amenophis III. Seit 30 Jahren regierte, hatte er sich weitgehend aus den Staatsgeschäften zurückgezogen und überließ die Regierung den fähigen Händen von Königin Thesje. Ihr Einfluss zeigte sich in vielen Bereichen des Reiches. Re-Harachte und Aton gewannen an Bedeutung, neue Ideen, die nicht streng mit den traditionellen ägyptischen Vorstellungen übereinstimmten, setzten sich durch und künstlerische Stile entwickelten sich zu einer bislang unerreichten Eleganz. Die Reliefs aus den letzten Jahren der Herrschaft von Amenophis, wie jene in den Gräbern von Chahemhat und Rames in Theben, zeigen eine Anmut und Feinheit, die mit den Meisterwerken der frühen florentinischen Künstler vergleichbar ist. Die Zartheit der Figuren in diesen Reliefs ruft dieselbe ätherische Schönheit hervor, die sich in den Werken von Filippino Lippi und Botticelli findet. Obwohl ein Großteil der ägyptischen Kunst in der breiteren Kunstgeschichte übersehen wurde, könnten Werke wie diese, die unter Thees Schirmherrschaft entstanden, eines Tages Kunstliebhaber ebenso faszinieren, wie sie es in ihrer eigenen Zeit taten. Der Hof, in dem der junge Prinz seine frühen Jahre verbrachte, war ein schillerndes Spektakel aus Reichtum und Pracht, mit Königin Thesje an der Spitze einer Ära unvergleichlichen Wohlstands. Amenophis III. Wurde zu Recht der Prächtige genannt,
und abgesehen von der Herrschaft Thutmosis III. Hatte keine andere Zeit einen größeren Wohlstand oder eine luxuriösere Lebensweise für den Adel gesehen. Aus dieser Welt üppiger Feste und unaufhörlicher Feierlichkeiten, aus der Musik, dem Lachen und dem Klang von Banketten trat der kleine Prinz, ernst und nachdenklich schon als Kind, auf die Bühne der Geschichte. An der Hand von Königin Teje wurde er der Welt vorgestellt. Und doch, hinter dem Klang der goldenen Weinkelche und dem Rhythmus der Tamburine kann man fast eine leisere, einfachere Melodie hören, das sanfte Lied einer Lerche, ein erster Vorbote der tiefgreifenden Veränderungen, die er eines Tages über Ägypten bringen würde. In den letzten Jahren seiner Herrschaft litt Amenophis III. An einer chronischen Krankheit, obwohl er noch nicht 50 Jahre alt war. Der König von Mitanni sandte zweimal eine heilige Statuette der Göttin Ishtar nach Ägypten in der Hoffnung, die Genesung des Pharaos zu fördern. Amenophis war vermutlich nie von robuster Gesundheit gewesen. Geboren von einem Vater, der selbst noch ein Kind war, und von schwacher Konstitution, hatte er kaum die Möglichkeit, eine starke körperliche Verfassung zu entwickeln. Diese körperliche Schwäche vererbte er seinen Kindern, und seine Töchter, die einst um ihre Großeltern Juja und Tuja getrauert hatten, verschwanden aus den historischen Aufzeichnungen, was darauf hindeutet, dass sie jung starben. Sein einziger Sohn, Prinz Amenophis, litt unter gesundheitlicher Fragilität. Er hatte eine ungewöhnlich geformte Schädelstruktur und erlitt gelegentlich epileptische Anfälle. In dieser Zeit gebar Königin Teje eine weitere Tochter, Baketaton, benannt zu Ehren des aufstrebenden Gottes Aton. Wie viele der königlichen Kinder scheint auch sie früh verstorben zu sein, da sie nach ihrem 12. oder 13. Lebensjahr aus den historischen Aufzeichnungen verschwindet. Als Amenophis III. Sich seinem 50. Lebensjahr näherte, wuchs seine Besorgnis über die königliche Nachfolge. Sein einziger Sohn, kaum 10 oder 11 Jahre alt, war so körperlich schwach, dass sein Überleben bis ins Erwachsenenalter ungewiss blieb. Sollte der Prinz sterben, bevor er einen Erben zeugte, würde die königliche Linie enden. Diese Situation machte es dringend erforderlich, die Ehe des Jungen so schnell wie möglich zu arrangieren. Er musste Nachkommen zeugen, um die Zukunft der Dynastie zu sichern. Eine frühe Heirat war unter ägyptischen Königen nichts Ungewöhnliches. Amenophis III. Hatte Teje geheiratet, als er etwa 12 Jahre alt war, und auch sein Vater, Thutmosis IV., hatte früh geheiratet. In Übereinstimmung mit diesem Brauch begann der Pharao, nach einer geeigneten Gemahlin für seinen Sohn zu suchen. Bald erfuhr er, dass Duschrata, der König von Mitanni, eine junge Tochter hatte, die als außergewöhnlich schön galt. Doch sie war erst 8 oder 9 Jahre alt und würde frühestens in 4 Jahren Kinder gebären können. Trotzdem gab es starke politische Gründe, die Verbindung einzugehen. Mitanni diente als wichtiges Pufferreich zwischen Ägyptens Territorien in Syrien und den mächtigen Reichen der Hethiter und Mesopotamiens. Thutmosis IV. Hatte eine Braut aus Mitanni gesucht und Amenophis III. Hatte Gilukipa und möglicherweise auch Königin Teje aus derselben Region geholt. Diese Ehen waren höchstwahrscheinlich politische Bündnisse, die der Stärkung des ägyptischen Einflusses in Syrien dienten. In dieser Tradition arrangierte der Pharao die Heirat seines kränklichen Sohnes und sandte eine Gesandtschaft zu Duschrata, um die Verbindung der beiden Kinder auszuhandeln. Der königliche Gesandte steht vor König Duschrata und spricht mit feierlichem Respekt. Großer König Duschrata, mächtiger Herrscher von Mitanni, ich bringe Grüße von Pharao Amenophis, Herrscher der beiden Länder. Unsere Reiche standen lange in Freundschaft, gebunden durch Vertrauen und heilige Bande der Ehe. Der Pharao sucht nun, dieses Band zu festigen, indem er seinen geliebten Sohn mit eurer edlen Tochter vermählt. Möge diese Verbindung Frieden und Wohlstand für unsere beiden Länder bringen
und ein Bündnis von Dauer und gegenseitigem Schutz sichern. Der Pharao bietet euch Geschenke aus Gold, Weihrauch und Schätze, die eurem Namen würdig sind. Möge dieses Band zwischen Ägypten und Mitanni für Generationen Bestand haben. Glücklicherweise hat sich Duschratters Antwort erhalten. Er begrüßte den Vorschlag und zeigte sich erfreut über die Stärkung der Beziehungen zwischen ihren beiden Reichen. Ein späterer Brief bestätigt, dass die mitannische Prinzessin bereits in Ägypten eingetroffen war, wo sie unverzüglich mit Prinz Amenophis verheiratet wurde. Ihr Name war Tadokipa, doch nach ihrer Ankunft in Ägypten erhielt sie den Namen Nofretete. Aufgrund ihres jungen Alters lebte Nofretete nicht sofort als Ehefrau des Prinzen. Stattdessen wurde sie der Obhut einer Adligen namens Ti anvertraut, der Frau des Ai, der später den Thron beanspruchen würde. Ti bezeichnete sich in späteren Jahren als große Amme und Ernährerin der Königin, während Ai sich selbst als Schwiegervater des Königs titulierte, was darauf hindeutet, dass sie zu Nofretetes Pflegeeltern wurden. In Ägypten war es üblich, Kinder auf diese Weise offiziell zu adoptieren. Tatsächlich galt eine Frau als Adoptivmutter, wenn sie ein Kind auch nur kurzzeitig stillte, und ein Mann konnte ein Kind adoptieren, indem er ihm einfach einen Finger in den Mund legte. Kurz nachdem sich der Hof von den Feierlichkeiten der Hochzeit zwischen Amenophis und Nofretete erholt hatte, stürzte Ägypten in Trauer. Amenophis III., bekannt als der Prächtige, starb im 36. Jahr seiner Herrschaft. Königin Teje übernahm sofort die Kontrolle über die Regierung und regierte im Namen ihres Sohnes, der nun als Amenophis IV. Gekrönt wurde und kaum 11 Jahre alt war. Königin Teje steht vor den versammelten Adligen und Generälen, ihre Stimme fest und entschlossen: Herren Ägyptens, treue Diener des Thrones, unser Land steht an einem Wendepunkt. Der große Pharao, mein Gemahl, ist zu den Göttern aufgestiegen, und obwohl sein Sohn nun die Krone trägt, ist er noch ein Kind. Bis er das Mannesalter erreicht, werde ich in seinem Namen regieren, als Hüterin der beiden Länder und Beschützerin unserer heiligen Ordnung. Ich rufe auf eure Weisheit, eure Stärke und eure Loyalität. Gemeinsam werden wir die Größe Ägyptens bewahren und sicherstellen, dass die Gunst der Götter auf uns ruht. Niemand soll daran zweifeln. Dieses Königreich wird nicht wanken, noch wird sein Volk fallen. Steht an meiner Seite, und Ägypten wird bestehen. Nach seiner Thronbesteigung nahm der junge Pharao, wie es für ägyptische Könige üblich war, eine traditionelle Reihe königlicher Titel an: Mächtiger Stier, Erhabener der Federn, Liebling der beiden Göttinnen, groß in der Königsherrschaft von Karnak, Goldener Falke, Träger der Diademe im südlichen Heliopolis, König von Ober- und Unterägypten, schön ist das Wesen von Re, der einzige von Re. Sohn der Sonne, Friede des Amun, göttlicher Herrscher von Theben, groß in der Dauer, lebend für immer und ewig, Geliebter des Amun-Re, Herr des Himmels. Diese Titel folgten dem traditionellen Format der ägyptischen Pharaonen. Obwohl die Macht Amuns bereits im Niedergang begriffen war, trug der neue König dennoch den Titel Geliebter des Amun-Re, ein Zeugnis für den fortwährenden Einfluss des thebanischen Priestertums. Doch unter diesen konventionellen Titeln stach einer besonders hervor: Hohe Priester des Re-Harachte, frohlockend im Horizont in seinem Namen, Hitze, die im Aton ist. Dieser ungewöhnliche Titel offenbarte trotz der zeremoniellen Bekenntnisse zu Amun, wo die wahre Hingabe des jungen Pharaos lag. Das Schicksal des großen Gottes von Theben war besiegelt, seine Vorherrschaft würde bald durch eine neue Gottheit herausgefordert werden. Mit nur 11 Jahren konnte der junge König den Titel des Hohepriesters von Re-Harachte nicht aus eigenem Antrieb beansprucht haben. Diese Entscheidung wurde höchstwahrscheinlich von Königin Teje und ihren Beratern orchestriert, um die Autorität des Amun-Priestertums weiter zu untergraben.
Es könnte mehrere Gründe für diesen beispiellosen Schritt gegeben haben. Es ist möglich, dass Königin These bereits vor der Geburt ihres Sohnes gelobt hatte, ihn Re-Harachte zu weihen. Eine andere Erklärung könnte die fragile Gesundheit des Jungen sein. Er litt an Epilepsie und neigte zu Halluzinationen. Wenn er während seiner Anfälle seltsame Worte sprach oder behauptete, Visionen zu haben, könnte seine Mutter geglaubt haben, dass er vom heliopolitanischen Gott auserwählt war. Innerhalb des Palastes wurde der Name Aton, die neue Form des Sonnengottes, häufig erwähnt. Der Ausdruck Hitze, die im Aton ist, wurde zu einer mystischen Bezeichnung göttlicher Macht. In dieser Umgebung, in der die religiöse Transformation bereits im Gange war, könnte der physische Zustand des jungen Pharaos dazu beigetragen haben, ihn als Propheten wahrzunehmen. Der Hohepriester des Re-Harachte trug traditionell den Titel der Große der Visionen, was bedeutete, dass er entweder von Natur aus oder durch göttliche Berufung als Seher galt. Der Zustand des Jungen könnte als zusätzliche Rechtfertigung für seine Rolle in der wachsenden Bewegung gegen Amun-Re gedient haben. Man kann sich nun den jungen Pharao als blassen, zarten Jungen vorstellen, dessen Körperbau zu schwach für das Gewicht seiner Krone schien. Sein Kopf war unverhältnismäßig groß, seine Lider schwer und seine Augen, tiefe Brunnen des Denkens, ließen erahnen, dass sein Geist durch unsichtbare Welten wanderte. Seine Gesichtszüge waren fein geformt, doch ein leicht vorstehender Unterkiefer verlieh ihm ein ungewöhnliches Erscheinungsbild, das an die entrückte Schönheit in Rossettis Kunstwerken erinnerte. Trotz seiner körperlichen Schwäche war er ein Kind tiefen Nachdenkens und stiller Weisheit. Er fand Freude in den Gärten des Palastes, lauschte dem Gesang der Vögel, beobachtete Fische, die im künstlichen See schwammen, roch den Duft der Blumen und folgte den Schmetterlingen im Sonnenlicht. Obwohl noch jung, trug er sich mit würdevoller Grazie, seine Bewegungen waren königlich und gelassen. Die Huldigungen des Hofes nahm er nicht mit Arroganz, sondern mit natürlicher Selbstverständlichkeit entgegen. Sein Herz voller Güte und jugendlicher Empfindsamkeit. Er wurde mitunter als Herr des süßen Atems bezeichnet. Ein Name, der sowohl seinen sanften Geist als auch die tiefe Zuneigung widerspiegelte, die seine Untertanen ihm entgegenbrachten. Während der ersten Jahre seiner Herrschaft blieb die Regierung in den Händen von Königin These, die als Regentin regierte. Der König von Mitanni, Tushratta, erkannte die Unerfahrenheit des jungen Pharaos und richtete seine Briefe an die Königin statt an den Jungen selbst. In einem späteren Brief schlug er sogar vor, dass Amenophis sich in außenpolitischen Angelegenheiten mit seiner Mutter beraten solle. Doch trotz seines jugendlichen Alters war der neue König bemerkenswert intelligent, weit weiser als seine Jahre vermuten ließen. Wie sich bald zeigen würde, markierte seine Herrschaft den Beginn einer der radikalsten Transformationen in der Geschichte Ägyptens. In einem späteren Kapitel werden wir die außergewöhnlichen Höhen philosophischen und religiösen Denkens erkunden, die dieser junge Pharao im frühen Erwachsenenalter erreichte. Das Verständnis der Schwächen und Begrenzungen seiner frühen Ausbildung wird unsere Bewunderung für den Intellekt, den er im Laufe seines Lebens entwickelte, nur vertiefen. Die verfeinerte und zutiefst moralische Theologie, die seine Herrschaft prägen sollte, entwickelte sich erst, als er mindestens 17 Jahre alt war. Vorher waren weder sein revolutionärer Monotheismus noch seine einzigartigen Prinzipien vollständig ausgeformt. Doch bis zum 8. Jahr seiner Herrschaft hatte er eine religiöse Lehre entwickelt, die in ihrer Reinheit nur mit dem Christentum vergleichbar ist. Wie wir sehen werden, war diese bemerkenswerte spirituelle Vision kein Produkt seiner frühen Erziehung, sondern vielmehr das Ergebnis seiner eigenen persönlichen Entwicklung. Eine der ersten bedeutenden Maßnahmen seiner Herrschaft, vermutlich unter dem Einfluss von Königin These und ihren Beratern, war der Bau eines Tempels für
Re-Harachte-Aton in Karnak. Dies war nicht als direkte Herausforderung an die Verehrung Amuns gedacht. Vorherige Pharaonen, darunter Thutmosis III., hatten in Karnak Tempel für andere Götter errichten lassen, und das Amun-Priestertum erkannte offiziell die Existenz vieler ägyptischer Gottheiten an. Ihre Lehre erlaubte anderen Göttern einen Platz in der göttlichen Ordnung, während Amun der höchste Titel König der Götter vorbehalten blieb. Karnak beherbergte bereits einen Tempel für Ptah, Schreine für Min und Heiligtümer für verschiedene andere Gottheiten. Daher hatte das Amun-Priestertum keine formale Grundlage, um sich dem Projekt zu widersetzen. Kapitel 3 – Echnatons erste Schritte zur Veränderung. Der neue Tempel sollte aus Sandstein errichtet werden, und zu diesem Zweck wurden Beamte zu den großen Steinbrüchen von Gebel Silsileh, die sich entlang des Nils zwischen Edfu und Kom Ombo befanden, sowie zu den Steinbrüchen in der Nähe von Esna entsandt. Gegen Ende der Bauarbeiten wurden große Inschriften in die Felsen gehauen, die den Pharao bei der Verehrung Amuns darstellten, ein Hinweis darauf, dass Amun zu dieser Zeit noch als Staatsgott galt. Doch in der künstlerischen Darstellung tauchte ein bedeutendes neues Element auf. Über der Gestalt des Königs war die Sonnenscheibe prominent zu sehen, von der Strahlen herabfielen. Diese Strahlen endeten in kleinen Händen, die symbolisch die göttliche Kraft der Hitze, die im Aton ist, auf den Pharao übertrugen. Diese Darstellung markiert das erste bekannte Auftreten dessen, was später zum bestimmenden Symbol der Aton-Religion werden sollte. Bemerkenswert ist, dass dieses Emblem erstmals in einer Szene erschien, die noch die Verehrung Amuns beinhaltete, ein Zeichen dafür, dass sich der Wandel bereits leise vollzog. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Pharao bereits den Titel des Hohepriesters von Re-Harachte angenommen, was seine enge Verbindung zum Sonnengott bekräftigte. Doch der Ausdruck »Leben in Wahrheit«, der später seine religiöse Bewegung definieren sollte, war noch nicht in Erscheinung getreten. Dies deutet darauf hin, dass die Grundlagen seiner Transformation bereits vorhanden waren, die vollständige Verwirklichung seiner spirituellen Revolution jedoch noch bevorstand. Eine große Anzahl von Fragmenten dieses Tempels wurde entdeckt, die Hinweise auf mehrere traditionelle Götter wie Horus, Seth und Webwawet enthalten. In dieser frühen Phase verwendete der junge Pharao noch den Namen Amenophis, den er später vollständig ablegen würde. Der Name Aton, der in den folgenden Jahren stets in königlichen Kartuschen eingeschlossen wurde, erhielt zu diesem Zeitpunkt noch keine solche Hervorhebung. Der Tempel selbst trug den Namen Aton ist gefunden im Haus des Aton. Doch die genaue Bedeutung dieser Formulierung bleibt unklar. Ein Beamter namens Hattaai trug den Titel Schreiber und Aufseher der Kornkammer des Hauses des Aton, was sich vermutlich auf diesen Tempel bezog. In der Grabstätte von Rames taucht eine weitere Erwähnung des Tempels auf, zusammen mit einer Darstellung seiner Architektur. Doch abgesehen von diesen Inschriften ist über die genauen Details des Bauwerks nur wenig bekannt. Die Eile, mit der der Tempel errichtet wurde, zeigt sich an den verwendeten Baumaterialien. Unterschiedlich als die meisten heiligen Bauten, die üblicherweise aus großen, präzise geschnittenen Steinblöcken bestanden, wurde dieser Tempel aus kleineren, leichter zu handhabenden Blöcken zusammengesetzt. Um die baulichen Unzulänglichkeiten auszugleichen, wurden die Wände mit Putz und Mörtel überzogen, um eine glatte Oberfläche für die dekorativen Reliefs zu schaffen. Das Gebiet um den Tempel wurde als Glanz des großen Aton bekannt, und die gesamte Stadt Theben erhielt den neuen Namen Stadt des Glanzes des Aton. Neben diesem Tempel sind zwei weitere bedeutende Bauwerke aus den frühen Jahren der Herrschaft des Pharaos überliefert. Beide gehörten hochrangigen Adligen. Eines davon war das prachtvolle Grab von Rames, dem Wesir von Oberägypten, einem der einflussreichsten Beamten seiner Zeit. Sein Grab,
das in der thebanischen Nekropole liegt, war mit großartigen Skulpturen und Wandmalereien geschmückt. Zunächst folgten seine Künstler den traditionellen künstlerischen Konventionen aus der späten Regierungszeit von Amenophis III. Und den frühen Jahren seines Sohnes. Sie stellten den jungen Pharao sitzend auf seinem Thron dar, während die Göttin Maat hinter ihm stand. Diese Szene wurde vermutlich kurz vor den Inschriften in den Steinbrüchen fertiggestellt. Doch bevor das Grab vollendet war, erreichte die Künstler ein bedeutender Erlass. Die Atonstrahlen, das markante Symbol der neuen religiösen Bewegung, mussten nun in die offiziellen Darstellungen integriert werden. Die Künstler mussten ihre Entwürfe überarbeiten und ein weiteres Bild des Pharaos hinzufügen, diesmal stehend unter den ausstrahlenden Händen der göttlichen Strahlen Atons. Auch seine Frau, die zu diesem Zeitpunkt noch keine Kinder geboren hatte, wurde in dieser neuen Darstellung eingefügt. Noch heute können Besucher in Theben diese beiden kontrastierenden Szenen nebeneinander betrachten. Eine, die dem traditionellen ägyptischen Kunststil folgt, und die andere, die bereits die aufkommende Aton-Ideologie widerspiegelt. Während Rhames seine letzte Ruhestätte in Theben vorbereitete, ließ ein weiterer mächtiger Adliger, Haremhab, sein eigenes Grab in Saqqara nahe Memphis errichten. Haremhab, der später selbst den Thron an sich reißen sollte, war zu dieser Zeit Oberbefehlshaber des Heeres. Sein Grab enthält bemerkenswerte Reliefs, darunter Szenen, in denen er vom Pharao geehrt wird. Einige der eindrucksvollsten Darstellungen zeigen Gruppen asiatischer Flüchtlinge, die nach Ägypten kommen und um Erlaubnis bitten, sich an den Ufern des Nils niederzulassen. Die detaillierte Ausarbeitung dieser Fremden zählt zu den feinsten Beispielen der ägyptischen Kunst jener Epoche. In seinen Grabinschriften richtet Haremhab seine Worte an den Pharao und erklärt, dass Amun der Gott sei, dem der König seinen Thron verdanke. Doch trotz dieser Nennung Amuns spiegelt der künstlerische Stil, in dem der junge König dargestellt wird, bereits die neue ästhetische Richtung wider, die mit Aton verbunden war. Dies deutet darauf hin, dass sich die Hinwendung zu einer neuen religiösen und künstlerischen Vision bereits in diesen frühen Jahren zu manifestieren begann. Zu diesem Zeitpunkt war der König 15 Jahre alt und zeigte eine außergewöhnliche Reife für sein Alter. Es ist möglich, dass er sich bewusst gegen die traditionellen künstlerischen Konventionen stellte und seine Künstler anwies, ihn so darzustellen, wie er tatsächlich aussah. Der verlängerte Schädel, das spitze Kinn und möglicherweise sogar der leicht gewölbte Bauch könnten eine realistische Darstellung seiner physischen Merkmale gewesen sein. Allerdings erscheint die übertriebene Breite der Hüften und Oberschenkel unwahrscheinlich als exakte Wiedergabe seines tatsächlichen Körpers, da die jüngste Entdeckung seiner Überreste darauf hinweist, dass er gut proportioniert war. Dies wirft die Frage auf, ob der neue Kunststil eine getreue Wiedergabe der Realität sein sollte oder ob es sich um eine bewusste Abstraktion handelte, die tiefere symbolische oder spirituelle Bedeutungen transportieren sollte. Eine mögliche Erklärung für diesen radikalen Wandel in der künstlerischen Darstellung könnte in der wachsenden Faszination des jungen Pharaos für den religiösen Konflikt zwischen Amun-Re und Re-Harachte-Aton liegen. Als neugieriger und intelligenter Junge könnte er den Argumenten beider Seiten gelauscht und sich schließlich selbst der Erforschung alter Texte und Inschriften gewidmet haben, um die Ursprünge dieser rivalisierenden Götter zu verstehen. Durch seine Forschungen muss der junge Pharao erkannt haben, dass Amun erst einige Jahrhunderte vor seiner Zeit zum Staatsgott geworden war. Vor dem Aufstieg Amuns und selbst vor der ersten Erwähnung seines Namens war Re-Harachte die höchste Gottheit Ägyptens gewesen. Wenn er noch weiter in die Vergangenheit blickte, über die Ära der Pyramidenbauer hinaus bis in die Zeit der frühesten Pharaonen, musste er feststellen, dass Heliopolis, das große Zentrum des Sonnenkults, stets eine zentrale Rolle im spirituellen Leben des Landes gespielt hatte.
Diese Erkenntnis musste zwei entscheidende Gedanken in den Mittelpunkt rücken. Amun war ein Eindringling, der die viel ältere und etabliertere Sonnengottheit verdrängt hatte. Als Pharao war er der direkte Nachfahre von Re-Harachte, dem ursprünglichen göttlichen Herrscher Ägyptens. Für einen Jungen, der seine Weltanschauung gerade erst entwickelte, mussten diese Entdeckungen zutiefst bewegend gewesen sein. Vielleicht hatte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht die tiefere moralische oder theologische Überlegenheit einer Religion über die andere erkannt. Aber er war alt genug, um von der Romantik der Geschichte fasziniert zu sein. Der Gedanke, dass die frühesten Pharaonen, seine eigenen Vorfahren, die Sonne als ihre höchste Gottheit verehrt hatten, musste ihn zutiefst berührt haben. Wenn sie sich als Söhne des Re betrachteten, dann musste auch er der rechtmäßige Erbe dieser alten Tradition sein. Vielleicht glaubte er sogar, dass die göttliche Essenz der Sonne, die Hitze, die im Aton ist, durch seinen eigenen Körper pulsierte. Je mehr er sich mit diesen Gedanken beschäftigte, desto stärker musste ihn die Idee inspiriert haben, Ägypten zu seiner reinsten, ältesten Form der Verehrung zurückzuführen. In die Zeit, bevor der Einfluss des Amun-Priestertums das Land ergriffen hatte. Diese Erkenntnis musste alles, was mit Amun und seinen Priestern verbunden war, für ihn zunehmend ungenießbar machen. In Ägypten war die Kunst eng mit der Religion verknüpft. Die etablierten künstlerischen Konventionen, insbesondere die starre Art und Weise, in der menschliche Figuren dargestellt wurden, waren seit langem durch das Amun-Priestertum sanktioniert. Eine Herausforderung an diesen Stil war gleichbedeutend mit einer Herausforderung ihrer Macht. Diejenigen, die den wachsenden Einfluss von Re-Harachte unterstützten, könnten die Denkweise des jungen Pharaos bestärkt haben und ihm den Gedanken nahegelegt haben, dass er als Hohepriester des Sonnengottes die von Amuns Priestern aufrechterhaltenen künstlerischen Traditionen aufgeben sollte. Wenn sich seine frühen Vorfahren in der Kunst anders dargestellt hatten, dann war es nur passend, dass er diese alten Stile wiederbelebte. Indem er die etablierten künstlerischen Regeln ablehnte und eine neue, übertriebene Darstellungsweise einführte, setzte er ein kühnes Zeichen. Er ehrte nicht nur die Vergangenheit, sondern richtete gleichzeitig einen direkten Schlag gegen die Autorität des Amun-Priestertums. Was als persönliche Faszination für die Geschichte begann, entwickelte sich schnell zu einem mächtigen Werkzeug der religiösen Reform und bereitete die Bühne für den Wandel, der seine Herrschaft prägen sollte. In den alten Tempeln von Heliopolis und anderen heiligen Städten existierten noch Relikte einer fernen Vergangenheit, die es dem jungen Pharao ermöglichten, die Holz-, Schiefer- und Elfenbeinschnitzereien zu studieren, die in archaischen Zeiten gefertigt worden waren. Moderne Ausgrabungen haben ähnliche Artefakte zutage gefördert und uns dieselbe Gelegenheit gegeben, die künstlerischen Traditionen dieser frühen Perioden zu beobachten. Ein Vergleich dieser alten Werke mit dem neuen Kunststil, den Echnaton einführte, offenbart eine auffallende Ähnlichkeit. Die Figuren aus den frühesten künstlerischen Epochen Ägyptens weisen viele der charakteristischen Merkmale auf, die auch in Echnatons revolutionärer Kunst zu finden sind. Die verlängerte Schädelstruktur, ein markantes Merkmal in seinen Darstellungen, ist auch in diesen archaischen Skulpturen erkennbar. Die geneigte Kopfhaltung und das spitze Kinn, die in frühen Elfenbeinschnitzereien von Pharaonen zu sehen sind, spiegeln sich in seinen eigenen Bildnissen wider. Ebenso kann der vorgewölbte Bauch, der zu einem Markenzeichen seiner Kunst wurde, auf diese frühen Vorbilder zurückgeführt werden. Die auffälligste Parallele ist jedoch die überproportionale Darstellung der Oberschenkel und Hüften, ein Merkmal, das scheinbar gegen natürliche Proportionen verstößt. Es wird deutlich, dass Echnatons künstlerische Vision in gewisser Weise eine Wiederbelebung war, eine bewusste Rückkehr zu den frühesten ägyptischen Traditionen. Sein Ziel war nicht bloß ästhetischer Natur, sondern zutiefst symbolisch.
Durch die Wiederaufnahme archaischer künstlerischer Formen wollte er seine Identität als wahrer Nachfahre von Re-Harachte, dem alten Sonnengott, unterstreichen. Seine religiöse Transformation entsprang einem tief verwurzelten Wunsch, den Pharao als Sohn der Sonne zu ehren und Aton als göttlichen Begründer der königlichen Linie zu etablieren. Der Überlieferung nach hatte Re-Harachte einst über die Erde geherrscht, und sein Geist war über Generationen hinweg auf die Pharaonen übergegangen. Diese Vorstellung positionierte Re als den wahren Himmelskönig, während Amun als ein Usurpator aus jüngerer Zeit erschien. Deshalb ließ Echnaton sicherstellen, dass die Namen Atons in königlichen Kartuschen eingeschlossen wurden, ein Privileg, das normalerweise nur den Pharaonen selbst vorbehalten war. Aus demselben Grund betonte er immer wieder, dass Re-Harachte sein Vater sei, um dessen höchste Autorität hervorzuheben. Zudem trug er oft die rote Krone Unterägyptens, die traditionell mit Heliopolis verbunden war, jedoch niemals die weiße Krone Oberägyptens, da historische Aufzeichnungen nahelegten, dass diese Krone nicht existierte, als Re noch über die Welt herrschte. Neben der Darstellung des menschlichen Körpers war Echnatons künstlerische Revolution durch ihre Freiheit in Bewegung und Ausdruck definiert. Seine Künstler brachen mit den starren Konventionen der früheren ägyptischen Kunst und strebten nach einer natürlicheren und dynamischeren Darstellung des Lebens. Zum ersten Mal wurden Figuren in realistischen Posen dargestellt. Der Schwung eines Schrittes, die entspannte Haltung eines Sitzenden, die fließenden Bewegungen des Körpers wurden nun auf eine Weise eingefangen, die vorher undenkbar gewesen war. Die Bildhauerkunst erreichte ein unvergleichliches Maß an Verfeinerung und konnte es mit den größten Werken der Antike aufnehmen. Die Flachreliefs dieser Epoche strahlten eine Anmut und Natürlichkeit aus, die in der ägyptischen Kunst bislang nicht zu finden war, und riefen Bewunderung bei allen hervor, die sie betrachteten. Nur 2 Künstler aus Echnatons Regierungszeit sind namentlich bekannt. Der erste, Auta, erscheint in einem Relief, das etwa 8 Jahre nach Beginn der künstlerischen Umgestaltung entstand. Bemerkenswert ist, dass er als Hauptkünstler von Königin Tege diente, was darauf hindeutet, dass sie möglicherweise eine entscheidende Rolle bei der Förderung dieser neuen künstlerischen Bewegung spielte. Der zweite, Bek, erklärte ausdrücklich, dass er persönlich vom Pharao selbst unterrichtet worden war. Obwohl die Veränderungen im künstlerischen Stil eingeführt wurden, als Echnaton erst 15 Jahre alt war, ist deutlich erkennbar, dass er nicht nur ein passiver Beobachter war, sondern aktiv an der Gestaltung dieser Revolution mitwirkte. Sein persönlicher Einfluss zeigt sich in den neuen künstlerischen Prinzipien, die die ägyptische Kunst neu definierten und sowohl seine religiösen Überzeugungen als auch seine Vision für eine verwandelte Welt widerspiegelten. Eine bemerkenswerte Inschrift aus dieser Zeit wurde auf den Felsen in der Nähe der Brekziensteinbrüche von Wadi Hammamat entdeckt. Sie zeigt 3 Kartuschen, die auf 2 Neb-Symbolen ruhen, Zeichen der königlichen Souveränität. Darüber prangt die Sonnenscheibe mit ihren herabfallenden Strahlen, das entscheidende Symbol der neuen religiösen Bewegung. Eine der Kartuschen, geschmückt mit den hohen Federn, die traditionell von Königinnen getragen wurden, enthält einen kurzen Namen, der nur Königin Tege gehören kann. Die anderen beiden Kartuschen tragen den Namen Amenophis sowie die zweite offizielle Bezeichnung des Königs. Dies deutet darauf hin, dass Königin Tege selbst nach der Einführung des neuen religiösen Symbols und kurz bevor der König offiziell den Namen Echnaton annahm, weiterhin eine gleichwertige königliche Stellung innehatte und wahrscheinlich als Regentin fungierte. Zwischen seinem 15. und 17. Lebensjahr widmete sich der junge König mit großem Eifer den Veränderungen, die sich vollzogen. Mit der ungestümen Leidenschaft der Jugend stürzte er sich in die neue Bewegung und verfolgte ihre Ideale mit grenzenlosem Enthusiasmus.
Doch es erforderte zweifellos all die politische Klugheit und das diplomatische Geschick seiner Mutter, um ihn davon abzuhalten, unüberlegte Entscheidungen zu treffen, die auf massiven Widerstand, insbesondere seitens des mächtigen Amun-Priestertums, stoßen konnten. Die Priester von Theben betrachteten seine wachsende Hingabe an Reharachte mit wachsender Besorgnis. Obwohl er offiziell weiterhin Amun verehrte, wurde immer deutlicher, dass seine Loyalität schwand. Tag für Tag entfernte er sich weiter vom Gott von Theben, und es dürfte heftige Konfrontationen zwischen dem Hohepriester des Amun-Re und dem jungen Pharao gegeben haben, der sich selbst zum Hohepriester der Sonne erklärt hatte. Der neue künstlerische Stil, der jahrhundertealte religiöse Traditionen aufbrach, verstörte das Amun-Priestertum zutiefst. Die aufkommenden religiösen Lehren entsprachen nicht ihren strengen Dogmen, und viele der Erklärungen des Pharaos mussten in ihren Ohren geradezu ketzerisch klingen. Der Strom der Veränderung, angetrieben von der ungebremsten Leidenschaft eines jungen, unerschütterlichen Herrschers, riss sie in eine Richtung mit, die sie nicht mehr kontrollieren konnten, und niemand wusste, wohin dieser Weg führen würde. Währenddessen folgten die Höflinge und Beamten dem jungen König bedingungslos und hingen an jedem seiner Worte. Einige seiner Ideen entsprangen direkt seiner eigenen Vorstellungskraft, geformt durch seine intensive geistige Neugier. Andere reflektierten die Weisheit, die ihm seine tief denkende Mutter vermittelte, und manchmal hallten in seinen Worten die Lehren der Gelehrten und Visionäre wider, die ihn umgaben. Der junge Pharao war begierig darauf, das Wissen und die Philosophien der Welt jenseits Ägyptens zu erforschen. Er wollte die Träume des Ostens hören, sich mit den spekulativen Gedanken beschäftigen, die seit langem in den Ländern blühten, wo die Sonne aufging. Auf sein Geheiß teilten Gelehrte und Mystiker aus dem gesamten Reich ihre Glaubensüberzeugungen mit ihm. Von den Dichtern hörte er Hymnen, die das Echo uralter Weisheit trugen. Philosophen sprachen mit ihm über Mysterien, die das menschliche Verständnis überstiegen. Priester aus fernen Ländern erklärten ihm die Glaubenssätze ihrer Völker, während Reisende aus Griechenland, Kreta und Zypern ihm Legenden über Götter und Helden brachten. Er war nie durch die großen Wälder des Mittelmeers gewandert, und doch bezauberten ihn die Erzählungen über das Lachen der Waldgeister und die Musik unsichtbarer Flöten. Er hatte nie die schneebedeckten Gipfel ferner Gebirge gesehen, doch in seiner Vorstellung konnte er die Gesänge der Nymphen in den Bergbächen hören. Obwohl er niemals die mit Zedern bewachsenen Hänge des Libanon erklommen oder die Hochebenen Syriens durchstreift hatte, waren ihm die Hymnen an Adonis und die Gesänge des Baal so vertraut wie die feierlichen Beschwörungen des Amun-Re. Die Rosengärten Persiens und die von Weihrauch erfüllten Haine Arabiens flüsterten ihre Weisheit in seine Träume, und selbst die Stimmen Babylons erreichten ihn mit Geschichten aus längst vergessenen Zeiten. Aus Sardinien, Sizilien, Kreta und Zypern nahm er die Überzeugungen der Seefahrer auf, während ihm die Länder Libyens und Äthiopiens ihre uralten Geheimnisse offenbarten. Sein Geist war wie ein fruchtbares Feld, in das die Samen jedes großen Gedankens, jeder Legende und jeder Philosophie der Welt schon in jungen Jahren gesät wurden. Diese Einflüsse prägten die einzigartige Vision, die später seine Herrschaft definieren und ihn von allen vor ihm regierenden Pharaonen unterscheiden sollte. Es ist wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass der junge Pharao eine beträchtliche Menge an ausländischem Erbe in sich trug. Dies unterschied ihn von den ägyptischen Adligen und Priestern, mit denen er sprach. Männern, die zwar hochgebildet, aber dennoch tief in Aberglauben verhaftet waren. Für sie war der Pharao nicht nur ein Herrscher, sondern eine göttliche Gestalt, deren jedes Wort heilige Autorität besaß. Echnaton, mit seinem spekulativen und fantasievollen Geist,
sprach über Ideen, die sein Publikum, dem es an Bekanntschaft mit konkurrierenden Philosophien mangelte, zwar mit Ehrfurcht hörte, aber nur schwer in Einklang mit den jahrtausendealten Traditionen bringen konnte. Die ägyptische Elite, die nie für ihre Originalität bekannt war, aber eine große Fähigkeit zur Anpassung besaß, lernte schnell, sich den Vorstellungen des Königs anzupassen. Diejenigen, deren Ansehen von der Gunst des Herrschers abhing, gewöhnten sich daran, seine Vision zu übernehmen, auch wenn sie versuchten, sie mit den tief verwurzelten Glaubenssätzen ihrer Vorfahren zu vereinen. Sie führten ihre täglichen Angelegenheiten mit einer äußeren Haltung der Überzeugung fort und bemühten sich, dem Pfad der Wahrheit zu folgen, den ihr Pharao so leidenschaftlich predigte. Doch unter ihrem Lob und ihrer nach außen getragenen Hingabe fragten sich viele insgeheim, wann oder ob der Zorn Amuns sie treffen würde. Ermutigt durch die wachsende Unterstützung erweiterten der König und seine Mutter ihren Einfluss und zogen einige der mächtigsten Adligen des Landes in ihren Kreis. Ein besonders auffälliges Beispiel dieses Wandels zeigt sich in der Grabstätte des Wesirs Rames. Wie bereits erwähnt, hatte Rames ursprünglich ein Porträt des jungen Pharaos im traditionellen künstlerischen Stil in Auftrag gegeben. Doch später ließ er eine neue Darstellung hinzufügen, den König, stehend unter den strahlenden Sonnenstrahlen Atons, ein unmissverständliches Zeichen seiner Akzeptanz der neuen religiösen Bewegung. In der weiteren Ausgestaltung seines Grabes hielt Rames ein Gespräch fest, das er mit dem König geführt hatte, in dem Echnaton über seine göttlichen Offenbarungen und seine Verbindung zu Aton sprach. Der Pharao erklärte: Die Worte des Re sind vor dir. Mein erhabener Vater hat sie mir offenbart. Sie waren in meinem Herzen bekannt. Sie wurden vor meinem Angesicht enthüllt. Ich habe sie verstanden. Daraufhin antwortete Rems, der seine Unterwerfung unter den neuen Glauben zum Ausdruck brachte: Du bist der Einzige von Aton, der über seine göttlichen Pläne verfügt. Du hast die Berge geformt. Deine Macht wird selbst in ihren tiefsten Kammern gefürchtet, so wie sie in den Herzen der Menschen gefürchtet wird. Die Berge hören auf dich, so wie die Menschen auf dich hören. Dieser Austausch verdeutlicht den wachsenden Glauben daran, dass Echnaton nicht nur ein Pharao war, sondern der direkte Repräsentant Atons auf Erden. Seine Worte waren nicht bloße königliche Erlasse, sondern göttliche Wahrheiten, und seine Anhänger, ob aus Überzeugung oder nicht, begannen ihre Welt nach seiner Vision umzugestalten. Es ist offensichtlich, dass der junge Pharao bereits zu diesem Zeitpunkt begann, eine Doktrin in seinem Geist zu formen, und dass seine Adligen allmählich ihre Bedeutung aufnahmen. Dennoch ist es aufschlussreich, dass im Grab des Rames der Wesir dabei dargestellt wird, wie er großzügige Geschenke vom König empfängt, als würde er für seine Loyalität belohnt werden. Echnaton scheint diejenigen, die ein echtes Verständnis für seine sich entwickelnden Ideen zeigten, mit großen Ehren bedacht zu haben, selbst wenn sich diese Gedanken noch in der Entstehungsphase befanden. Zweifellos gab es auch Opportunisten unter seinen Anhängern, Männer, die sich nicht aus Überzeugung, sondern aus Kalkül und in der Hoffnung auf Reichtum und Ansehen auf die Seite des Königs schlugen. Der Pharao benötigte jede Unterstützung, die er gewinnen konnte, denn eine offene Konfrontation mit dem mächtigen Amun-Priestertum wurde zunehmend unausweichlich. Während sich seine Überzeugungen immer weiter formten, konnte die wachsende Spannung zwischen seiner Vision und der traditionellen religiösen Ordnung nicht länger ignoriert werden. Während die Mehrheit des ägyptischen Volkes ihm zweifellos einfach deshalb folgte, weil er ihr Pharao war, war mit dem erbitterten Widerstand des Amun-Priestertums und der tiefreligiösen Bevölkerung von Theben zu rechnen, sollte er versuchen, den Status ihres Gottes zu schmälern. Trotz dieser unterschwelligen Spannungen scheint Echnaton bereits in dieser frühen Phase seiner Herrschaft weit geliebt gewesen zu sein.
Wahrscheinlich hatte er die natürliche Ausstrahlung und den Charme seiner Vorfahren geerbt, die maßgeblich zur Beliebtheit seiner Dynastie beigetragen hatten. Während seines gesamten Lebens und sogar noch eine Zeit nach seinem Tod behielt er die Zuneigung seines Volkes. Seine Adligen blieben ihm treu, solange er die Kraft und den Willen hatte, sie zu führen. Doch nach seinem Tod wirkten sie orientierungslos ohne seine Führung. Dies deutet darauf hin, dass sein Einfluss zutiefst persönlich war und über bloße politische Autorität hinausging. Hinter den höfischen Formalitäten und den obligatorischen Loyalitätsbekundungen scheint eine echte Bewunderung und Zuneigung für den nachdenklichen, introvertierten jungen Herrscher bestanden zu haben. Um das 5. Jahr seiner Herrschaft herum, als Echnaton etwa 16 und Nofretete 13 Jahre alt war, brachte das Königspaar sein erstes Kind zur Welt, eine Tochter namens Meritaton, was die Geliebte Atons bedeutet. Die Geburt einer Tochter anstelle eines Sohnes muss eine Enttäuschung gewesen sein, da die Sicherung eines männlichen Erben stets oberste Priorität hatte. Dennoch wurde der kleinen Prinzessin eine außergewöhnliche Menge an Liebe und Aufmerksamkeit zuteil, eine enge Bindung, die im weiteren Verlauf der Herrschaft ihres Vaters noch deutlicher werden sollte. In diesem Stadium gab es noch nichts grundsätzlich Revolutionäres an den religiösen Ideen, die den jungen König beschäftigten. Re-Harachte Aton wurde noch nicht als alleinige Gottheit betrachtet und der Monotheismus hatte sich noch nicht in seiner Lehre herauskristallisiert. Im neuen Tempel von Karnak wurden weiterhin verschiedene traditionelle Gottheiten wie Horus, Seth und Web-Wawet anerkannt. Und selbst Amun wurde, wenn auch widerwillig, weiterhin erwähnt. Im Grab des Rames blieb die Göttin Maat erhalten, die als Beschützerin des Königs fungierte, während Horus von Edfu weiterhin angerufen wurde. Ähnlich verhielt es sich im Grab von Haremhab, wo ebenfalls mehrere Götter verehrt wurden, darunter Horus, Osiris, Isis, Nephthys und Hathor. Auch die Gottheiten der Nekropole waren weiterhin präsent. Haremhab selbst behielt seine ehrenvolle Rolle als Hohepriester des Horus, Herrn von Alabastronpolis bei. Tod und Maat wurden weiterhin erwähnt und in seinem Grab wurde ein Gebet an Re eingraviert, auch wenn es keine besondere theologische Tiefe aufwies. Zudem bezeugen Skarabäen aus dieser Zeit, dass der Pharao weiterhin als der Geliebte des Tod bezeichnet wurde. Ein besonders interessantes Zeugnis aus dieser Zeit ist ein Brief, der im 5. Jahr von Echnatons Herrschaft an den König gerichtet wurde. Dieses Schreiben, das in Gurob entdeckt wurde, zeigt, dass die traditionellen Götter von Memphis noch immer anerkannt wurden. Verfasst wurde es von einem königlichen Verwalter namens Api, der in Memphis lebte. 2 Kopien dieses Briefes wurden gefunden, beide datiert auf den 19. Tag des 3. Monats des Winters. Der Brief beginnt mit den vollständigen königlichen Titeln des Pharaos, darunter zum ersten Mal die Formulierung »lebend in Wahrheit«, die von diesem Zeitpunkt an immer in seinem offiziellen Namen enthalten war. Danach ruft der Brief den Segen des Gottes Ptah an. Möge Ptah mit dem schönen Antlitz in deinem Namen handeln, der Gott, der deine Schönheit erschaffen hat, dein wahrer Vater, der dich aus seinem Haus erhob, um über den Kreislauf des Aton zu herrschen. Ich schreibe diese Nachricht, um meinen Herrn, möge er Leben, Wohlstand und Gesundheit genießen, zu informieren, dass der Tempel deines Vaters Ptah stark und wohlhabend bleibt. Das Haus des Pharaos blüht, die Institutionen des Pharaos gedeihen, und die königliche Residenz ist stabil und bei guter Gesundheit. Die Opfergaben für alle Götter und Göttinnen von Memphis sind vollständig und ohne Verzögerung. Der Brief endet mit einer erneuten Auflistung der vollständigen königlichen Titel des Königs, gefolgt vom offiziellen Datum. Dieses Dokument liefert einen wertvollen Einblick in die religiöse Landschaft während der frühen Regierungsjahre Echnatons. Während seine Hingabe an Aton wuchs, waren die alten Götter noch nicht vollständig verdrängt und ihre Tempel und Rituale blieben ein fester Bestandteil des ägyptischen Glaubenslebens.
Im 5. Jahr seiner Herrschaft, als Echnaton etwa 16 Jahre alt war, erkannte er die traditionellen ägyptischen Götter noch an. Obwohl sich der künstlerische Stil bereits stark verändert hatte und die Verehrung von Re-Harachte unter dem Namen Aton an Bedeutung gewann, gab es noch keine deutlichen Hinweise auf die monotheistische Vision, die er später entwickeln sollte. In den Abschnitten von Haremhabs Grab, die aus dieser Zeit stammen, wird Re-Harachte mit Worten angerufen, die noch ganz im Einklang mit den älteren religiösen Traditionen stehen. Re-Harachte, großer Gott, Herr des Himmels, Herr der Erde, der von seinem Horizont aufsteigt und die beiden Länder Ägyptens erleuchtet, die Sonne der Dunkelheit, der Große, als Re. An einer anderen Stelle im Grab findet sich eine weitere Passage. Re, Herr der Wahrheit, großer Gott, souverän von Heliopolis. Harachte, der einzige Gott, König der Götter, der im Westen aufgeht und seine Schönheit ausstrahlt. Aus weiteren Inschriften dieser Zeit geht hervor, dass Re-Harachte mit folgenden Worten beschrieben wurde: Re-Harachte, der sich am Horizont erfreut, in seinem Namen Hitze, die im Aton ist. In diesem Stadium war die religiöse Verschiebung in Ägypten im Wesentlichen noch eine Variation des alten Sonnenkults von Heliopolis, kombiniert mit Einflüssen aus der Verehrung der syrischen Gottheit Adonis, die ebenfalls als Aton bekannt war. In Heliopolis wurde ein heiliger Stier namens Menewis als lebendige Verkörperung von Re-Harachte verehrt, ähnlich wie der berühmtere Apis-Stier in Memphis. Selbst dieser tief verwurzelte Glaube wurde zu dieser Zeit noch vom König akzeptiert und blieb für 1 bis 2 weitere Jahre Teil der religiösen Ordnung. Die Formulierung »Hitze, die im Aton ist« führte eine neue Dimension in die religiöse Spekulation ein und ermutigte dazu, über die immaterielle Essenz der Sonne nachzudenken, anstatt sich nur auf ihre physische Erscheinung zu konzentrieren. Diese Idee bot einen fruchtbaren Boden für tiefere spirituelle Erkundungen. Abgesehen von dieser abstrakten Vorstellung gab es jedoch zu diesem Zeitpunkt noch wenig in der neuen religiösen Bewegung, das auf einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit oder auf etwas wirklich Außergewöhnliches hindeutete. Die tiefgründige monotheistische Philosophie, die später Echnatons Herrschaft prägen sollte, hatte sich noch nicht vollständig herausgebildet. Kapitel 4 – Die Reise in eine neue Hauptstadt. Die lang erwartete Konfrontation zwischen Echnaton und dem Amun-Priestertum war unausweichlich und ließ nicht lange auf sich warten. Während die genauen Details des Konflikts unbekannt bleiben, ist es höchstwahrscheinlich, dass der junge König selbst die Auseinandersetzung initiierte und die kühne Entscheidung traf, sich von der mächtigen religiösen Institution zu befreien, die seine Vision so oft behindert hatte. Es gibt keine Hinweise darauf, dass er das Amun-Priestertum zu diesem Zeitpunkt formell auflöste oder den Kult des Gottes von Theben offiziell verbot. Doch da die späteren Verfolgungen Amuns erst nach dem Tod seiner Mutter begannen, liegt die Vermutung nahe, dass Königin Teje eine mäßigende Kraft darstellte, die ihn davon abhielt, eine offene Konfrontation mit dem einflussreichsten Gott Ägyptens zu führen. Im 6. Jahr seiner Herrschaft, mit nur 17 Jahren, hatte Echnaton bereits die Theorien und Prinzipien verfeinert, die bald tiefgreifende Veränderungen in der religiösen Landschaft Ägyptens herbeiführen sollten. Er musste erkannt haben, dass es nahezu unmöglich war, die Bevölkerung von Theben zu seinem neuen Glauben zu bekehren. Mit jedem Tag wurde deutlicher, dass seine Hingabe an Re-Harachte Aton und die sich entwickelnden spirituellen Ideale, die er entdeckte, durch den massiven Widerstand, der ihn umgab, erstickt wurden. Wohin er auch blickte, überall ragte die Gestalt Amuns über ihm auf. An den Tempelwänden, auf den gewaltigen Pylonen, in kolossalen Statuen und auf den mächtigen Obelisken. Sein bescheidener neuer Tempel in Karnak wurde von der monumentalen Größe des Amun-Heiligtums erdrückt.
und die wenigen Priester, die an seinem Altar dienten, gingen in der schieren Menge der Diener des thebanischen Gottes unter. Wie sollte sein neuer Glaube unter solch feindlichen Bedingungen gedeihen? Wie konnte das Licht Atons durch das dichte Netz uralter Traditionen dringen? Echnaton versuchte vermutlich, die Macht des Amun-Priestertums zu schwächen, indem er seine staatliche Finanzierung einschränkte und vielleicht sogar versuchte, einflussreiche Priester für sich zu gewinnen. Hätte er es geschafft, den Kult des Amun auf das Niveau der kleineren ägyptischen Gottheiten zu reduzieren, hätte er sich möglicherweise damit zufrieden gegeben. Denn zu diesem Zeitpunkt bestand sein Hauptziel darin, Re-Harachte über alle anderen Götter zu erheben. Doch der immense Reichtum und die weitreichende Einflussnahme des Amun-Kults machten dies unmöglich. Diese Institution schien unerschütterlich, und es gab kaum Hoffnung, ihren Status innerhalb Thebens zu schmälern. Angesichts dieser Realität fasste der König einen radikalen Entschluss, eine Entscheidung, die sich vermutlich schon lange in seinem Geist geformt hatte. Er beschloss, Theben vollständig hinter sich zu lassen. Er würde eine neue Stadt errichten, fernab der Zwänge der Tradition und der erdrückenden Dominanz des Amun-Priestertums. Diese neue Siedlung sollte die irdische Heimat Re-Harachte Atons sein, ein Ort, an dem er und seine treuen Anhänger ihre Vision frei entwickeln und verfeinern konnten, ohne von der alten Ordnung behindert zu werden. Mit der Verlegung des königlichen Hofes würde Echnaton Theben zugleich seinen Status als ägyptische Hauptstadt entziehen und so die Macht des Amun-Tempels erheblich schmälern. Amun würde nicht länger der königliche Gott sein, untrennbar mit der Autorität des Pharaos verbunden. Echnaton würde Theben hinter sich lassen und niemals wieder zulassen, dass er von seinen Tempeln und Traditionen überschattet wurde. Der erste bedeutende Schritt dieser Transformation war seine Umbenennung. Er legte den Namen Amunhotep, der Friede Amuns bedeutete, ab und nahm stattdessen den Namen Echnaton an, was die Herrlichkeit Atons bedeutet. Von diesem Moment an vermied er es weitestgehend, den Namen Amun auszusprechen. Zwei seiner früheren königlichen Titel blieben unverändert. Schön ist das Wesen des Re und der Einzige von Re, wobei letzterer einer seiner bevorzugten Titel wurde. Jedoch wurden jegliche Bezüge zu Karnak und alle Verbindungen zur alten religiösen Ordnung vollständig verworfen. Von diesem Punkt an verlagerte sich sein Fokus von Re-Harachte zum Aton, wobei er die Einzigartigkeit und Abstraktion seines Gottes betonte. Obwohl Re-Harachte während seiner gesamten Herrschaft weiterhin anerkannt wurde, nahm seine Bedeutung allmählich ab, da die Verehrung Atons immer exklusiver wurde. Der junge Pharao, erfüllt von Entschlossenheit und der Vision seiner neuen Stadt, bestieg sein königliches Schiff und segelte den Nil hinab auf der Suche nach dem perfekten Ort. Während seiner Reise studierte er aufmerksam die Landschaft auf beiden Seiten des Flusses. Er wog verschiedene Standorte, bis er schließlich einen Ort fand, der genau seiner Vorstellung entsprach. Der ausgewählte Standort lag etwa 160 Meilen südlich des heutigen Kairo. Hier bildeten die Kalksteinfelsen am Ostufer des Nils eine natürliche Bucht von etwa 3 Meilen Breite, bevor sie weiter flussabwärts wieder an das Wasser herantraten. Diese halbmondförmige Öffnung in den Klippen bot sowohl Abgeschiedenheit als auch Erhabenheit, eine ideale Kulisse für die neue Hauptstadt. In der Mitte des Flusses lag eine kleine Insel, ein perfekter Ort für königliche Pavillons und Lustpaläste. Entlang des Ufers erstreckte sich ein schmaler Streifen fruchtbaren Landes, der Raum für üppige Gärten bot, in denen Blumen und Bäume aus fernen Ländern gedeihen sollten. Hier würden die Paläste der Adligen neben der prächtigen Residenz des Königs errichtet werden. Jenseits dieses grünen Gürtels erstreckten sich die sanften, goldenen Sandflächen der Wüste, wo die großen Tempel und öffentlichen Gebäude entstehen sollten. Weiter im Landesinneren stieg das Gelände allmählich an
und bildete ideale Flächen für Straßen und breite Prozessionswege, auf denen Streitwagen in der Morgendämmerung entlangjagen konnten. Hoch oben in den Klippen würde er Gräber für sich selbst und seine treuesten Anhänger in den Fels hauen lassen. Um die Grenzen der Stadt zu markieren, würde er mächtige Grenzstelen errichten lassen, die in regelmäßigen Abständen in den Hügeln aufgestellt wurden, damit jeder, der kam, die heiligen Grenzen dieser neuen königlichen Domäne erkannte und respektierte. Noch bevor ein einziger Stein gelegt worden war, nahm die Stadt in der Vorstellung des Pharaos Gestalt an. Er sah bereits die strahlend weißen Paläste, die sich am Flussufer aneinanderreihten und deren Spiegelbilder sich im Wasser glitzerten. Er stellte sich breite, schattige Alleen vor, künstliche Seen, umgeben von den feinsten Bäumen Asiens, und gewaltige Tempel, deren Pylonen den blauen Himmel durchstießen. Weitläufige Höfe sollten im Sonnenlicht erstrahlen, die Luft erfüllt sein von Musik und Lachen. Er stellte sich die Gesänge der Priester und die harmonischen Hymnen an Aton vor, die die einfachen Lieder der Bauern und Hirten, die derzeit dieses Land bewirtschafteten, ersetzen würden. Es war eine Vision von Schönheit, Frieden und göttlicher Erleuchtung. Für Echnaton war diese Stadt ein Traum von der Zukunft, ein Ort, an dem er endlich seinen reinen Atonkult errichten konnte, frei vom Einfluss Thebens und seines mächtigen Priestertums. Doch für seine Mutter, Königin Teje, hatte diese Vision möglicherweise nicht denselben Reiz. Theben war die Stadt ihrer Erinnerungen, erfüllt vom Echo ihrer Herrschaft an der Seite von Amenhotep III. Ihr Palast, der sich an das große künstliche Seeufer schmiegte, war ihr teuer. Es gibt starke Hinweise darauf, dass die Königinmutter in Theben blieb, selbst nachdem ihr Sohn sich von der Stadt abgewandt hatte und an der vertrauten Welt der Vergangenheit festhielt, während er versuchte, eine kühne neue Zukunft zu erschaffen. Vielleicht fand einst ein Gespräch wie dieses zwischen Königin Teje und ihrem Sohn statt. Mutter, sieh dieses Land. Siehst du, wie die Klippen den Fluss umarmen, wie sich die goldenen Sande unberührt von der Zeit erstrecken. Hier werde ich die Stadt des Lichts errichten, einen Ort, der allein der Herrlichkeit Atons geweiht ist. Keine Mauern Thebens, keine Schatten der alten Götter, nur die reine Umarmung der Sonne. Du sprichst von Licht, mein Sohn. Doch du wendest dich von der Stadt ab, die dich großgezogen hat. Von der Stadt, in der dein Vater in Pracht herrschte. Theben ist das Herz von Kemet, dort, wo die Könige seit Jahrhunderten regieren. Warum das vertraute Verlassen für einen Traum, der noch nicht erprobt ist? Weil Theben in Ketten liegt, Mutter. Seine Tempel ächzen unter der Last der alten Götter und seine Priester regieren, als trügen sie Kronen. Atons Licht muss ungetrübt leuchten, und hier in diesem unberührten Land werde ich eine Stadt errichten, die keine Dunkelheit kennt. Sie wird wie nichts sein, was Ägypten je gesehen hat. Und was ist mit den Menschen? Den Adligen, die ihr Leben in Theben aufgebaut haben, den Tempeln, die seit Generationen stehen? Werden sie dir alle einfach in diese neue Welt folgen? Diejenigen, die die Wahrheit erkennen, werden kommen. Und diejenigen, die sich weigern, werden zurückgelassen. Dies ist nicht nur eine Stadt, Mutter, es ist eine Berufung, eine neue Lebensweise. Theben gehört der Vergangenheit an. Meine Stadt wird die Zukunft sein. Die Vergangenheit lässt sich nicht so einfach hinter sich lassen, mein Sohn. Eines Tages wirst du vielleicht feststellen, dass sie dir folgt, egal wie weit du zu segeln versuchst. Die Vorbereitungen für die neue Stadt begannen rasch, und schon bald reiste Echnaton an den ausgewählten Ort, um die offiziellen Gründungszeremonien durchzuführen. Glücklicherweise liefern die Inschriften mehrerer Grenzstelen, die rund um den Standort errichtet wurden, wertvolle Details darüber, wie er die Grenzen der Stadt formell festlegte. Eines der Inschriften beschreibt das Ereignis folgendermaßen: Im 6. Jahr seiner Herrschaft, im 4. Monat der 2. Jahreszeit, am 13. Tag, befand sich der König in der Stadt des Horizonts von Aton. An diesem Tag
bestieg er seinen prächtigen Streitwagen, geschmückt mit Elektrum, und ritt über das Land wie der strahlende Aton selbst, der sein göttliches Licht verbreitete. Als er von seinem Lager zum neuen Stadtgebiet zog, jubelten die Himmel, die Erde erfüllte sich mit Freude, und alle, die Zeugen dieser Szene wurden, fühlten, wie ihre Herzen von Glück erfüllt wurden. Als er den Ort erreichte, brachte der König Aton ein großes Opfer dar, bestehend aus Brot, Bier, Stieren, Rindern, Vögeln, Wein, Weihrauch, Myrrhe und verschiedenen duftenden Kräutern. Ein Zeichen tiefster Hingabe. Mit diesem heiligen Ritual besiegelte er die offizielle Gründung der Stadt. Nach der Zeremonie kehrte Echnaton vom Ort der Weihe zurück und nahm seinen Platz auf seinem strahlenden Thron ein, eingehüllt in die Gegenwart seines Vaters, Aton. Der Gott sandte sein Licht auf ihn herab, schenkte ihm Lebenskraft und erneuerte seine Stärke mit jedem neuen Tag. Dann rief der Pharao seine engsten Berater, die höchsten Beamten, die Befehlshaber des Heeres und die Adligen aus ganz Ägypten zu sich. Sie eilten herbei, warfen sich zu Boden und pressten ihre Stirnen ehrfürchtig in den Staub. Echnaton sprach zu ihnen: Seht die Stadt des Horizonts von Aton, die mein göttlicher Vater für mich auserwählt hat, um sie als Denkmal seines großen Namens für alle Ewigkeit zu errichten. Aton selbst führte mich zu diesem Ort. Kein Adliger leitete mich hierher, kein Beamter schlug ihn vor, kein Mensch in ganz Ägypten wies auf dieses Land und sagte: Hier soll der Pharao die Stadt des Horizonts von Aton gründen. Es war mein Vater, Aton, der mir diesen Ort offenbarte und mir befahl, ihn in seiner Ehre zu bauen. Seht, dieses Land gehört keinem Gott und keiner Göttin. Es gehört keinem Fürsten und keiner Prinzessin. Kein Mensch kann Anspruch auf dieses Land erheben. Es ist rein und unberührt, allein für Aton bestimmt. Die versammelten Beamten antworteten ehrfürchtig und erkannten den göttlichen Willen an, der den Pharao geleitet hatte. Aton selbst hat diese Vision in dein Herz gelegt. Er erhebt keinen anderen König als dich. Er bevorzugt keinen Herrscher außer deiner Majestät. Du bringst alle Länder zu Aton und du schmückst die Städte, die er geschaffen hat. Die Völker aller Nationen aus den entferntesten Winkeln der Welt kommen mit Gaben und Opfern zu dem einen, der ihnen Leben schenkt. Durch seine Strahlen leben und atmen alle Geschöpfe. Möge er dir die Ewigkeit in seiner Gegenwart gewähren. Und möge die Stadt des Horizonts von Aton erblühen, so wie Aton ewig am Himmel erstrahlt. Daraufhin erhob der König seine Hände zum Himmel und sprach zu dem Gott, der ihn erschaffen hatte: So wahr, mein Vater, Re-Harachte Aton, der große und lebendige Aton, der Leben schenkt und für immer stark bleibt, lebt, so ist er mein Beschützer, mächtiger als jede Festung, mein ewiger Führer, mein Zeuge über alles, was jenseits der Zeit existiert. Er hat sich mit seinen eigenen Händen geformt, jenseits des Wirkens eines jeden Handwerkers. Er geht jeden Tag auf und unter, ohne je zu versagen. Ob er am Himmel oder auf der Erde ist, jedes Auge sieht ihn, und er erfüllt das Land mit seinem Licht und schenkt allen Leben. Jeden Tag mögen meine Augen sich an seinem Anblick erfreuen, wenn er in seinem Tempel in der Stadt des Horizonts aufgeht und sie mit seinem Glanz und seiner Liebe erfüllt. Mögen seine Lichtstrahlen auf mir ruhen, damit er mir ein langes und erfülltes Leben schenke, für alle Ewigkeit. Ich werde die Stadt des Horizonts von Aton für meinen Vater, den Aton, hier an diesem Ort errichten. Ich werde sie weder im Süden noch im Norden, weder im Westen noch im Osten dieses Ortes erbauen. Ich werde nicht über die südliche Grenze hinausgehen, um die Stadt an einen anderen Ort zu verlegen, noch werde ich sie nördlich dieser Grenze errichten. Ich werde sie nicht auf der Westseite bauen. Nein, ich werde die Stadt des Horizonts nur am Ostufer errichten, an dem Ort, den Aton selbst mit Klippen umschlossen hat, wo er eine Ebene für mich geschaffen hat, um ihm Opfer darzubringen. Niemand soll mich umstimmen.
Nicht einmal die Königin soll zu mir sagen, es gibt einen besseren Ort für die Stadt des Horizonts anderswo und mich dazu bringen, ihr zuzuhören. Auch kein Adliger, Beamter oder Bürger in ganz Ägypten soll mir sagen, es gibt eine geeignetere Lage und mich von meinem Vorhaben abbringen. Ob es im Norden, Süden, Westen oder Osten ist, ich werde diese Stadt nicht verlassen. Ich werde nicht sagen, ich werde gehen und die Stadt des Horizonts anderswo bauen. Nein, denn ich habe diesen Ort entdeckt, den Aton selbst auserwählt hat, und er ist für alle Zeiten mit ihm zufrieden. Ich werde einen Tempel für Aton errichten, ihm geweiht, meinem Vater, dem Aton. Ich werde ein Heiligtum für ihn an diesem Ort erbauen. Ich werde ein heiliges Heiligtum, der Schatten der Sonne, für meine große Gemahlin, Nofretete, zu Ehren meines Vaters, des Aton, schaffen. Ich werde ein Haus der Freude für Aton auf der Insel Aton, strahlend in den festen Gründen. Alles, was für die Verehrung meines Vaters, des Aton, benötigt wird, soll hier geschaffen werden. Ich werde für mich den Palast des Pharaos bauen, und auch der Palast der Königin wird an diesem Ort errichtet. Mein Grab soll in die östlichen Hügel gehauen werden, und ich werde dort begraben werden. Die große Gemahlin, Nofretete, soll ebenfalls dort zur letzten Ruhe gebettet werden, und das Grab unserer Tochter, Meritaton, soll in diesen Hügeln angelegt werden. Wenn ich in einer Stadt des Nordens, Südens, Westens oder Ostens sterbe, soll mein Leichnam hierher gebracht werden, um in der Stadt des Horizonts bestattet zu werden. Wenn die große Königin, Nofretete, an einem anderen Ort stirbt, soll sie ebenfalls hierher gebracht werden, um zu ruhen. Sollte unsere Tochter Meritaton an einem anderen Ort sterben, soll auch sie hierher gebracht und in der Stadt des Horizonts begraben werden. Das Grab des Mnevis, des heiligen Stiers, soll ebenfalls in den östlichen Hügeln angelegt werden, und er soll dort bestattet werden. Die letzten Ruhestätten der Hohepriester, der göttlichen Väter und der Priester des Aton sollen in diesen Hügeln gehauen werden, und sie werden dort begraben werden. Die Gräber der Beamten, Adligen und aller anderen werden ebenfalls hier errichtet, wo sie ewigen Frieden in der Stadt des Horizonts von Aton finden. So wahr mein Vater, Reharachte Aton, lebt. Die Worte der Priester sind boshafter als jene, die ich vor dem 4. Jahr meiner Herrschaft hörte. Sie sind schlimmer als alles, was ich je vernommen habe, korrupter als das, was König Nebmara hörte, und trügerischer als das, was an die Ohren Mencheperuras drang. Die restliche Inschrift ist zu beschädigt, um vollständig verstanden zu werden, doch verstreute Worte deuten darauf hin, dass der König seine zukünftigen Pläne beschrieb, wie er Schiffe bauen lassen wollte, um die Stadt zu versorgen, Getreidespeicher errichten, große Feste feiern, Bäume pflanzen und weitere Projekte durchführen würde, um seine neue Hauptstadt zum Blühen zu bringen. Die Erwähnung des 4. Jahres seiner Herrschaft ist besonders aufschlussreich. Sie legt nahe, dass Echnaton zu diesem Zeitpunkt erkannte, dass er die Macht des Amun-Priestertums nicht länger dulden konnte. Wie wir gesehen haben, traten im 4. Jahr erste bedeutende Veränderungen in der Kunst auf, darunter die Einführung der Sonnenscheibe mit ihren Strahlen als zentrales religiöses Symbol. Die Bezugnahme auf die beiden vorangegangenen Pharaonen, Nebmara, Amenhotep III. Und Mencheperura, Thutmosis IV., deutet darauf hin, dass die Spannungen mit dem Priestertum schon länger schwelten. Doch es war Echnaton, getrieben von Entschlossenheit und jugendlichem Eifer, der schließlich die Konfrontation herbeiführte und damit die Geschichte Ägyptens für immer veränderte. Die Inschrift, die diese Ereignisse aufzeichnete, wurde wahrscheinlich mehrere Monate nach ihrem tatsächlichen Verlauf verfasst. Während die Steinmetze ihre Arbeit vollendeten, wurde eine zweite Tochter des Königs und der Königin geboren. Sie erhielt den Namen Meketaton,
und ihr Bild wurde auf der Grenztafel hinzugefügt, neben dem bereits dargestellten Abbild ihrer älteren Schwester, die mit Echnaton und Nofretete abgebildet war. Die Geburt einer weiteren Tochter war für den König eine Enttäuschung, denn er hatte auf einen Sohn gehofft, um die Zukunft seiner neuen religiösen und politischen Ordnung zu sichern. Der Gedanke, sein großes Werk unvollendet zu lassen, falls er ohne männlichen Erben sterben sollte, bedrückte ihn schwer. Daher entschied er sich, den Wortlaut der Inschriften auf den übrigen Grenzsteinen zu ändern und sein Dekret mit einem feierlichen Eid zu bekräftigen. Der Name seiner zweiten Tochter wurde nun in diese überarbeitete Inschrift aufgenommen, die lautete: Im 6. Jahr der Herrschaft, im 4. Monat der 2. Jahreszeit, am 13. Tag, stand seine Majestät in der Stadt des Horizonts von Aton, innerhalb des großen Pavillons, der für ihn errichtet wurde und Aton ist wohlgefällig genannt wird. Er bestieg seinen prächtigen, mit Elektrum geschmückten Streitwagen, gezogen von einem edlen Pferdegespann, und erschien wie Aton, der über dem Horizont aufgeht und die beiden Länder mit seiner göttlichen Gegenwart erfüllt. Er begab sich in einer glanzvollen Prozession zum ersten Mal in die Stadt des Horizonts, um sie als heiliges Denkmal für Aton zu weihen, so wie es sein Vater, Re-Harachte Aton, ihm befohlen hatte. Ihm zu Ehren wurde ein großes Opfer dargebracht. Seine Majestät reiste dann südwärts, hielt seinen Streitwagen am Fuße der südöstlichen Hügel an und stand vor seinem Vater, Re-Harachte Aton. Der Gott strahlte auf ihn herab, schenkte ihm Leben, lange Jahre und Kraft für jeden Tag. Dies ist der feierliche Eid, den der König erklärte. So wahr mein Vater Re-Harachte Aton lebt, und so wahr mein Herz sich erfreut an der Königin und ihren Kindern, möge es gewährt sein, dass die Hauptgemahlin des Königs, Nofretete, viele Jahre lebe und unter dem Schutz des Pharaos alt werde. Möge es auch gewährt sein, dass die Töchter des Königs, Meritaton und Meketaton, unter der Obhut ihrer Mutter, der Hauptgemahlin des Königs, alt werden. Dies ist mein Eid der Wahrheit, den ich mit tiefster Überzeugung abgelegt habe und den ich in alle Ewigkeit niemals widerrufen werde. Der südliche Grenzstein, der sich auf den östlichen Hügeln befindet, markiert die südliche Grenze der Stadt des Horizonts. Ich habe hier angehalten und schwöre, niemals über diesen Punkt hinaus nach Süden zu expandieren. Der südwestliche Grenzstein, der diesem gegenüber liegt, soll genau auf den westlichen Hügeln der Stadt des Horizonts gesetzt werden. Der mittlere Grenzstein, der sich auf den östlichen Hügeln befindet, definiert den zentralen Punkt der Stadtgrenze. Ich habe hier angehalten und schwöre, niemals über diesen Punkt hinaus nach Osten zu expandieren. Ein entsprechender mittlerer Grenzstein soll genau gegenüber auf den westlichen Hügeln gesetzt werden. Der nordöstliche Grenzstein, an dem ich angehalten habe, markiert die nördliche Grenze der Stadt des Horizonts. Ich schwöre, niemals über diesen Punkt hinaus nach Norden zu expandieren. Ein entsprechender nördlicher Grenzstein muss genau gegenüber auf den westlichen Hügeln gesetzt werden. Die Stadt des Horizonts von Aton erstreckt sich vom südlichen Grenzstein bis zum nördlichen Grenzstein über eine Distanz von 6 Ater, 3/4 eines kh und 4 Ellen. Die gleiche Messung gilt für die Strecke vom südwestlichen Grenzstein bis zum nordwestlichen Grenzstein auf den westlichen Hügeln. Alles Land innerhalb dieser 4 Grenzsteine, von den östlichen bis zu den westlichen Hügeln, ist die Stadt des Horizonts von Aton in ihrer Gesamtheit. Es gehört einzig und allein meinem Vater, Re-Harachte Aton. Dies umfasst Berge, Wüsten, Wiesen, Inseln, Hochland, Niederungen, Land und Wasser, Dörfer, Deiche, Menschen, Tiere, Haine und alles, was Aton, mein Vater, für alle Ewigkeit erschaffen wird. Ich werde niemals diesen Eid brechen, den ich meinem Vater, Aton, für alle Ewigkeit geschworen habe. Dieses Dekret soll auf Steintafeln eingraviert werden, die die südöstlichen und nordöstlichen Grenzen der Stadt des Horizonts markieren.
Ebenso soll es auf Steintafeln gesetzt werden, die die südwestlichen und nordwestlichen Grenzen kennzeichnen. Diese Inschriften sollen niemals ausgelöscht, abgewaschen, entstellt oder in irgendeiner Weise beschädigt werden. Falls sie jemals verloren gehen, zerstört werden oder die Tafeln stürzen, werde ich sie an genau derselben Stelle, an der sie einst standen, erneuern. Aus der Inschrift geht hervor, dass Echnaton seine Vision für die neue Stadt inzwischen erweitert hatte, indem er nun auch das Westufer des Nils einbezog, gegenüber dem ursprünglichen Standort. Große Grenzmarkierungen wurden auf beiden Seiten des Flusses errichtet, um die Grenzen seines heiligen Gebiets zu bekräftigen. Als diese feierlichen Erklärungen in Stein gemeißelt wurden, war der junge Pharao fast 18 Jahre alt. Diese Erweiterungen spiegelten nicht nur seine wachsende Reife wider, sondern auch seinen unerschütterlichen Willen, sein Vorhaben zu vollenden. Mit den Grundsteinen der Stadt gelegt, kehrte der König vermutlich nach Theben zurück, wo er geduldig darauf warten musste, dass sein Traum Wirklichkeit wurde. Diese Zeit des Wartens muss besonders herausfordernd gewesen sein, da seine Auseinandersetzungen mit dem mächtigen Amun-Priestertum weiter andauerten. Doch seine tiefe Zuneigung zu seiner Frau Nofretete, die inzwischen zu einer auffallend schönen jungen Frau von 15 oder 16 Jahren herangewachsen war, sowie die Geburt ihres zweiten Kindes gaben ihm persönliche Freude und Ablenkung. Man kann sich das Königspaar vorstellen, wie es ein ruhiges und inniges Leben im Palast führte, vertieft in ihre Vision der künftigen Stadt und die wachsende Verehrung Atons. Echnatons fragile Gesundheit blieb ein Grund zur Sorge, sowohl für ihn selbst als auch für seine Umgebung. Doch in der Antike galt Epilepsie oft als Zeichen göttlicher Berührung, und der König betrachtete seine Anfälle und Halluzinationen vermutlich als Offenbarungen von Aton. Während diese mystischen Erfahrungen seine Überzeugungen stärkten, hielten ihn die praktischen Aufgaben rund um den Bau der neuen Hauptstadt beschäftigt, sodass ihm wenig Zeit blieb, über seine Feindschaft mit den Amun-Priestern nachzudenken. Das 7. Jahr seiner Herrschaft verstrich, ohne dass bedeutende Ereignisse überliefert sind. Eine mögliche Ausnahme ist ein Denkmal in Assuan, das vermutlich in dieser Zeit errichtet wurde. Es wurde von Bek, Echnatons oberstem Bildhauer, in Auftrag gegeben, der damit beauftragt war, roten Granit für die Dekoration der neuen Stadt zu beschaffen. Auf einem großen Felsen ließ Bek eine Inschrift eingravieren, die ihn selbst vor dem Pharao zeigt. Doch das Bild des Königs wurde später von seinen Feinden ausgehackt. Auch ein Altar für Aton mit den charakteristischen Sonnenstrahlen wurde neben ihnen dargestellt. Bek bezeichnete sich selbst als Oberster der Arbeiten in den roten Granithügeln, der Gehilfe, den Seine Majestät selbst unterrichtete, Oberster der Bildhauer an den großen und mächtigen Monumenten des Königs im Haus des Aton in der Stadt des Horizonts von Aton. Sein Vater Men, der unter Echnatons Vater, Amenhotep III., als Oberster der Bildhauer gedient hatte, wurde auf diesem Denkmal ebenfalls geehrt. Das 8. Jahr von Echnatons Herrschaft, in dem er 19 Jahre alt wurde, war von besonderer Bedeutung. Er nahm nun dauerhaft in der Stadt des Horizonts von Aton seinen Wohnsitz. Einige der Grenzinschriften aus dieser Zeit wiederholen den königlichen Eid und markieren offenbar seinen letzten dokumentierten Besuch in Theben. Dies legt nahe, dass er von diesem Zeitpunkt an ausschließlich aus seiner neuen Hauptstadt regierte. Der Text der Inschrift lautet: Dieser Eid wurde wiederholt im 8. Jahr, im 1. Monat der 2. Jahreszeit, am 8. Tag. Der König war in der Stadt des Horizonts von Aton, und Pharao stand auf einem großen Streitwagen aus Elektrum, während er die Grenzsteine des Aton inspizierte. Die Inschrift fährt fort mit einer Auflistung der Grenzmarkierungen der Stadt und schließt mit den Worten: Und die Ausdehnung der Stadt des Horizonts von Aton reicht von Klippe zu Klippe, vom östlichen Horizont des Himmels bis zum westlichen Horizont des Himmels. Sie soll meinem Vater, Re-Harachte Aton, gehören, ihre Hügel, ihre Wüsten, alle ihre Vögel,
alle ihre Menschen, all ihr Vieh, all die Dinge, die Aton hervorbringt, alles, worauf seine Strahlen scheinen, alles in der Stadt des Horizonts soll meinem Vater, dem lebenden Aton, geweiht sein, ihm als Opfergabe für alle Ewigkeit dargebracht werden, und mögen seine Strahlen schön scheinen, während sie alles umfassen. Zu diesem Zeitpunkt hatten 2 Jahre unermüdlicher Bautätigkeit bereits begonnen, die Stadt sichtbar zu formen. Der königliche Palast könnte sich bereits in der letzten Bauphase befunden haben, und einige der Residenzen der Adligen waren vermutlich bereits bewohnbar. Man kann sich Echnatons Erleichterung vorstellen, als er endlich Theben hinter sich ließ, der erdrückenden Macht der Amun-Tempel und Priester entkam und sich seiner neuen Stadt zuwandte. Etwa zur gleichen Zeit wurde eine 3. Tochter namens Anchesen-Paton geboren. Während die königliche Familie Theben verließ und sich auf dem Nil in Richtung ihrer neuen Heimat bewegte, kann man sich folgende Szene ausmalen. Echnaton, ein zarter, kränklicher junger Mann von 19 Jahren, schreitet langsam über das Deck seiner königlichen Barke. Seine Hand ruht auf der Schulter seiner geliebten Frau, der strahlenden 17-jährigen Nofretete. Sie trägt ihre neugeborene Tochter in den Armen, während die beiden anderen kleinen Prinzessinnen, inzwischen etwas über 2 und 4 Jahre alt, an ihrer Seite entlang wanken. Nofretetes Schwester Nezemut, die bald darauf in den Aufzeichnungen erscheint, könnte sie begleitet haben, nachdem sie den Hof von Mitanni verlassen hatte, um an der Seite ihrer Schwester zu sein. Ihre Pflegeeltern, Eje und Taitsch, waren vermutlich ebenfalls anwesend, ebenso wie mehrere Adelige, die in den kommenden Jahren eine bedeutende Rolle spielen würden. Kapitel 5 – Die Geburt des Monotheismus. Echnaton wagte es, die Traditionen seiner Zeit herauszufordern und eine Vision zu verfolgen, die kein Herrscher vor ihm jemals gewagt hatte. Damit sicherte er sich einen einzigartigen Platz in der Geschichte. Sein radikaler theologischer Wandel hinterließ eine unauslöschliche Spur in der Welt, über die Gelehrte bis heute debattieren. In Die Religion des alten Ägypten reflektiert Flinders Petrie über die Bedeutung von Echnatons religiöser Revolution. Eine so erhabene Theologie hatte es in der Welt noch nie zuvor gegeben, soweit wir wissen. Und sie ist der Vorläufer der späteren monotheistischen Religionen. Inmitten der prächtigen Paläste und üppigen Gärten seiner neuen Stadt widmete sich Echnaton, nun ein etwa 20-jähriger junger Mann, ganz der Weiterentwicklung seiner religiösen Überzeugungen. Um die Tiefe seiner Vision zu verstehen, müssen wir die zentralen Prinzipien seines Glaubens betrachten, die wohl fortschrittlichste Lehre der antiken Welt, und nachvollziehen, wie sich seine frühe Verehrung von Re-Harachte Aton in etwas weitaus Bedeutenderes verwandelte. Ursprünglich war Aton lediglich die sichtbare Sonnenscheibe, doch als Echnaton seine Theologie weiterentwickelte, verlagerte sich sein Fokus von der physischen Sonne auf die Kraft hinter ihr, die er »die Wärme, die im Aton ist« nannte. Dies war nicht nur eine poetische Umschreibung, sondern eine radikale Umgestaltung des religiösen Denkens. Anstatt die Sonne selbst zu verehren, betrachtete Echnaton die Göttlichkeit als die Energie, die die Sonne antreibt, die unsichtbare Kraft, die Wärme und Licht verbreitet und das Leben auf der Erde erhält. Sein Gottesbild war keine materielle Existenz, wie es in der Antike üblich war, sondern ein unsichtbares, alles durchdringendes Wesen, die Quelle aller Schöpfung. Die moderne Wissenschaft definiert Gott als den Ursprung allen Lebens, die treibende Kraft hinter aller Energie und das Fundament alles Existierenden, das nicht vollständig durch Naturgesetze erklärt werden kann. Erstaunlicherweise gelangte Echnaton bereits Jahrtausende vor der Entstehung wissenschaftlichen Denkens zu einer ähnlichen Erkenntnis. In einer Zeit, in der sich die Menschen ihre Götter als übermenschliche Wesen mit magischen Kräften vorstellten, verkündete er,
dass Gott keine Form habe, sondern eine intelligente, liebevolle Kraft sei, die Raum und Zeit erfülle. Es ist entscheidend zu verstehen, dass Echnatons Aton nicht einfach nur eine weitere Gottheit im ägyptischen Pantheon war. Er betrachtete Aton nicht als bloßen Rivalen von Amun oder Re, noch als einen Gott unter vielen. Aton war in seinem Verständnis die gleiche universelle Gottheit, die später von den monotheistischen Religionen angenommen wurde. Jede Eigenschaft, die Echnaton Aton zuschrieb, Allgegenwart, Güte, schöpferische Kraft, sind genau die Attribute, die später der Gott des Judentums, Christentums und Islams erhielt. Für einen kurzen, aber leuchtenden Moment strahlte das Licht Atons durch die Dunkelheit der alten ägyptischen Religion, nur um ebenso schnell wieder zu erlöschen. Es war ein einzigartiger Moment in der Geschichte, eine Vorahnung dessen, was Jahrhunderte später in der religiösen Entwicklung des Westens folgen sollte. Tatsächlich gibt es eine weitaus stärkere Ähnlichkeit zwischen Echnatons Lehren und der Botschaft Christi als zwischen dem Christentum und dem Glauben Abrahams, Isaaks und Jakobs. Während die Religion der hebräischen Patriarchen direkt zum Christentum führte, erscheint Echnatons Monotheismus als eine isolierte, aber bemerkenswert ähnliche Offenbarung, Jahrhunderte ihrer Zeit voraus. Man könnte sich sogar fragen, ob für einen kurzen Moment die göttliche Wahrheit in Ägypten klarer offenbart wurde als irgendwo sonst, bevor Christus erschien. Amun-Re und die traditionellen Götter Ägyptens waren meist vergöttlichte Sterbliche, mächtig, aber begrenzt, deren Mythen oft auf überhöhten menschlichen Taten basierten. Andere, wie wir gesehen haben, hatten ihren Ursprung in Naturkräften wie dem Wind, dem Nil und den Sternen. Diese Götter konnten furchterregend, rachsüchtig und launisch sein, beeinflusst von menschlichen Emotionen und Ritualen. Doch für Echnaton, obwohl er keine Vorbilder für seine Ideen hatte, war Gott keine menschenähnliche Figur und keine Kraft, die man fürchten musste. Stattdessen sah er Gott als einen ungreifbaren, aber allgegenwärtigen Vater der Menschheit, offenbart durch die Wärme und das Licht der Sonne. Und anders als die alten Götter, die mit Krieg, Opferkulten und großen Zeremonien verbunden waren, lehrte Echnaton sein Volk, Gott in der Schönheit der Natur zu erkennen. Er predigte, dass das Göttliche in den Blumen und Bäumen, im Flug der Vögel und in den Bewegungen der Fische im Fluss zu sehen sei. Er verkündete eine erhabene Form der Naturverehrung und war in vielerlei Hinsicht einer der frühesten Verfechter eines einfachen, harmonischen Lebens. Echnaton lehnte die starren Traditionen der Vergangenheit ab und forderte seine Anhänger auf, in Wahrheit zu beten, frei von überflüssigen Ritualen und bedeutungslosen Zeremonien. Während die alten Götter oft mit dramatischen Naturkatastrophen und furchteinflößenden Omen assoziiert wurden, war seine Vorstellung vom Göttlichen eine weitaus sanftere. Er sah Gott in den stillen Momenten des Alltags, im sanften Wind, der die Segel eines Schiffes füllte, in den roten Mohnblumen, die auf den Feldern blühten, im freudigen Tanz der Lämmer auf den Weiden. Wie ein Prophet lange vor seiner Zeit lehrte Echnaton, dass Gott kein ferner Herrscher sei, der Opfer verlange, sondern ein liebender Vater, der alle Lebewesen umsorge. Sein Aton war die Quelle der einfachen Freuden und des täglichen Glücks. Und obwohl Echnaton selbst Leid und Entbehrung ertragen musste, war seine Botschaft an seine Anhänger eine des Friedens, der Zufriedenheit und der Freude. Echnaton verweigerte es, ein Abbild Atons anfertigen zu lassen. Für ihn hatte der wahre Gott keine physische Form, und er hielt unbeirrt an dieser Überzeugung fest. Statt einer Statue oder eines Idols wurde die Sonnenscheibe mit ihren strahlenförmig ausgehenden Händen zum Symbol seines Glaubens. Doch dies war nur ein Zeichen, kein Objekt der Verehrung. So wie Christen das Kreuz als Symbol ihres Glaubens verwenden, ohne es selbst anzubeten, beteten Echnatons Anhänger nicht die Sonnenscheibe an.
Vor Echnaton hatte niemand einen Gott ohne Gestalt erdacht, ohne menschliche Züge oder physische Sinne. Die hebräischen Patriarchen stellten sich Gott beispielsweise als Wesen vor, das in einem Garten wandeln, den Menschen nach seinem Abbild formen und sogar ein Gesicht und einen Körper haben konnte. Doch Echnaton brach mit allen Traditionen und erklärte mutig, dass Gott kein Wesen aus Fleisch sei, sondern eine unsichtbare, lebensspendende Essenz, die Energie oder Wärme innerhalb der Sonne. Er nannte seinen Gott den lebenden Aton, womit er die Kraft meinte, die die Energie und Bewegung der Sonne aufrechterhielt. Obwohl Aton oft als die Sonne bezeichnet wurde, machte Echnaton deutlich, dass sein Gott nicht die Sonne selbst war, sondern der Herr des Aton, die göttliche Macht, die hinter ihr stand. Für Echnaton war die Sonne lediglich ein sichtbares Zeichen der göttlichen Gegenwart, ein praktischer Weg, den Menschen das Göttliche verständlich zu machen. Doch er forderte seine Anhänger stets auf, über das Sichtbare hinauszublicken, nach dem zu suchen, was hinter dem Schleier liegt. Indem er Gott als eine Kraft hinter der Sonne identifizierte, eine Kraft, die durch die Sonne wirkte, aber nicht auf sie beschränkt war, ging Echnaton in seinem Verständnis des Lebensursprungs so weit, wie es dem menschlichen Geist möglich war. Trotz dieser Unermesslichkeit, trotz der Unerreichbarkeit des Göttlichen, war der Aton zugleich ein persönlicher und liebender Gott, der über seine Schöpfung wachte. Kein Seufzen entwich den Lippen eines Kindes, das der Aton nicht hörte. Kein Lamm rief nach seiner Mutter, ohne dass der Aton sich seiner annahm. Er war sowohl Vater als auch Mutter all dessen, was er erschaffen hat, und versorgte Millionen mit seiner grenzenlosen Güte. Und anders als die alten ägyptischen Götter, die oft zornig oder furchteinflößend waren, wurde Echnatons Aton niemals als zerstörerisch beschrieben. Die sengende Hitze der ägyptischen Sonne, die das Land jeden Sommer verbrannte, hatte in seiner Gottesvorstellung keinen Platz. Stattdessen war Aton der Herr der Liebe, eine sanfte und nährende Kraft. Er war der gütige Beschützer, der das Kind im Mutterleib erschafft und es beruhigt, damit es nicht weint, dessen Liebe, wie eine ägyptische Redewendung es poetisch ausdrückt, die Hände kraftlos macht, eine Anspielung auf die erdrückende Zärtlichkeit göttlicher Fürsorge. Seine Strahlen waren erfüllt von Liebe, wenn sie die Menschen und seine Stadt berührten. Deine Liebe ist groß und grenzenlos, heißt es in einem von Echnatons Hymnen. Du erfüllst das Land Ägypten mit deiner Liebe. Und an anderer Stelle, deine Strahlen umarmen die Welt. Du verbindest alle durch deine Liebe. Nie zuvor in der Geschichte hatte ein Mensch eine Gottheit erdacht, die die Welt so liebte wie Echnatons Aton. In keiner Inschrift seiner Zeit findet man Hinweise auf Rache, Eifersucht oder Zorn. Es gibt keine Erwähnung eines erzürnten oder strafenden Gottes, nur eine Gottheit unendlicher Liebe und Barmherzigkeit. Jahrhunderte später würde der hebräische Psalmist schreiben: Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Doch lange bevor diese Worte festgehalten wurden, hatte Echnaton seinen Aton bereits genauso beschrieben. Sein Gott war barmherzig, gütig und sanftmütig. Er kannte keinen Zorn und suchte keine Vergeltung. Seine Liebe war grenzenlos und erstreckte sich über die gesamte Schöpfung, von den Menschen bis zu den Tieren des Feldes, ja selbst bis zu den kleinsten Pflanzen. Eine seiner Hymnen bringt diese Vision besonders eindrucksvoll zum Ausdruck. Alle Blumen erblühen, und alles, was auf dem Land wächst, gedeiht bei deinem Aufgang, o Aton. Sie trinken sich satt an Wärme vor deinem Antlitz. Alles Vieh erhebt sich auf seine Füße. Die Vögel im Nest fliegen mit Freude empor. Ihre einst geschlossenen Flügel schlagen nun rasch im Lob des lebendigen Aton. Es ist wahrlich erstaunlich, in Ägypten, einem Land starrer Traditionen und Götter, die für ihre Macht und ihren Zorn gefürchtet wurden,
eine Gottheit zu finden, die hört, wenn das Küken in der Eierschale ruft und ihm Leben schenkt, die sich über dessen erstes Piepsen freut, wenn es schlüpft. Eine Gottheit, die mit Wohlgefallen sieht, wie die Vögel in den Sümpfen flattern und die Schafe auf ihren Füßen tanzen. Zum ersten Mal in der aufgezeichneten Geschichte nahm die Vorstellung eines Gottes Gestalt an, der sowohl unerreichbar als auch unermesslich liebevoll gegenüber allen Geschöpfen war. Echnaton hatte für diesen Glauben keine Vorbilder. Er baute nicht auf der Weisheit vergangener Lehrer auf und schöpfte nicht aus etablierten Glaubenslehren. Er hatte keine Schriften, keine Propheten, die ihn führten. Sein Verständnis des Göttlichen kam aus seinem Inneren, eine Erkenntnis, die als eine der bemerkenswertesten spirituellen Offenbarungen der Geschichte gilt. Er sah Gott als die reine Essenz der Liebe und Güte, unveränderlich, unparteiisch und allumfassend. In dieser Einsicht erreichte Echnaton ein Verständnis des Göttlichen, das die Menschheit erst Jahrhunderte, ja Jahrtausende später vollends begreifen sollte. Um zu verhindern, dass seine Anhänger die Sonne selbst als Gott verehrten, scheint Echnaton den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang als die heiligsten Momente des Gebets gewählt zu haben. Zu diesen Zeiten war das Licht der Sonne sanfter, ihre Schönheit war klarer zu erkennen und ihre übermächtige Strahlkraft trat zurück. Er ermutigte sein Volk, die sanften Farben der Morgendämmerung und der Abenddämmerung zu bewundern, da dies die Momente waren, in denen die wahren Schönheiten des Aton am besten zu erfassen seien. In der Frische des Morgens und der stillen Ruhe des Abends sind die menschlichen Empfindungen am empfänglichsten. In Ägypten ruft der Sonnenaufgang Dankbarkeit hervor, während der Sonnenuntergang zum Nachdenken und Träumen einlädt. Echnatons Hymnen sind voller Verse, die diese Augenblicke preisen. Dein Aufgang ist wunderschön am Horizont des Himmels, o lebendiger Aton, der das Leben gibt. Strahlend am östlichen Horizont erfüllst du Ägypten mit deiner Schönheit. Dein Untergang ist wunderschön, o lebendiger Aton. Alle Länder preisen dich bei deinem Aufgang und bei deinem Untergang. Wenn Aton aufgeht, ist das Land mit Freude erfüllt. Seine Strahlen öffnen die Augen aller, die er geschaffen hat. Die Menschen sagen, es ist Leben, dich zu sehen. Es ist Tod, dich nicht zu sehen. Wenn du am westlichen Horizont untergehst, gehst du in Leben und Freude unter, und jedes Auge frohlockt, selbst in der Dunkelheit nach deinem Verschwinden. Die Rituale dieses neuen Glaubens waren nicht aufwendig. Die wenigen Priester Atons brachten einfache Opfer dar, meist Gemüse, Früchte und Blumen, anstelle der blutigen Opfer, die den anderen ägyptischen Göttern dargebracht wurden. Oft führten der König und seine Familie selbst die Zeremonien an, sangen Hymnen, sprachen Gebete und spielten Musik als freudige Lobpreisung ihres göttlichen Vaters. Doch anders als in den damaligen Religionen beruhte Echnatons Glaube nicht auf formellen Ritualen. Der Aton verlangte keine Anbetung in Form festgelegter Worte und strukturierter Zeremonien. Stattdessen sah Echnaton das wahre Lob Gottes in der natürlichen Welt. Warum sollte Gott mit einstudierten Gebeten und künstlichen Gesten geehrt werden, wenn bereits die gesamte Schöpfung ihn pries? Das ausgelassene Spiel eines jungen Kalbes auf einer blühenden Wiese, das Zwitschern der Vögel in den Bäumen, das Ziehen der Wolken über den Himmel, dies waren für ihn die reinsten Formen der Verehrung. Diese Idee findet eine erstaunliche Parallele in den Worten Christi, die in einem kürzlich entdeckten Text überliefert sind. Ihr fragt, wer euch ins Himmelreich führt, wenn das Reich in den Himmeln ist? Die Vögel des Himmels, die Tiere der Erde und die Fische im Meer, sie alle führen euch, denn das Reich ist in euch. Echnaton hatte Jahrhunderte zuvor eine ähnliche Überzeugung angenommen. Für ihn lag mehr spirituelle Bedeutung im Rascheln der Blätter als im Klang zeremonieller Instrumente. Die Schönheit der natürlichen Welt selbst war für ihn ein Akt göttlicher Anbetung.
In den Gärten der Stadt des Horizonts war Echnaton stets von der Schönheit der Natur umgeben. Vögel sangen in den Bäumen, der kühle Nordwind rauschte durch das Laub und farbenprächtige Blumen spiegelten sich in den ruhigen Wassern der Seen. Während er das Sonnenlicht beobachtete, das über die Landschaft tanzte, erfüllte sein Herz sich mit Dankbarkeit für den Aton. Der Aton, obwohl formlos, wurde als vollkommen in Gestalt und strahlend in Farbe beschrieben. Echnaton glaubte, dass alle Dinge in der Schöpfung vor seiner göttlichen Gegenwart mit Leben erfüllt wurden. O Herr, wie zahlreich sind deine Werke! Das ganze Land jubelt durch dich. Sie erheben ihre Stimmen gen Himmel in Freude, wenn sie dich erblicken. Du allein erschaffst Schönheit. Augen sind erfüllt mit Leben beim Anblick deines Glanzes. Herzen werden erhoben, wenn dein Licht strahlt. Ähnlich wie der spätere Psalmist, der schrieb: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, war Echnaton überzeugt, dass jene, die den Aton in ihren Herzen trugen, niemals wahre Armut kennen würden. Wer dich in sein Herz gesetzt hat, spricht nicht: »Oh, hätte ich mehr«, verkündete er. Der Aton war nicht nur der Geber des Lebens, sondern auch der Bewahrer von Wohlstand. Seine Strahlen brachten Gesundheit für die Augen und Überfluss für das Land. Für König David war Gott eine starke Burg. Ebenso sah Echnaton den Aton als eine Mauer aus Kupfer, 1 Million Ellen hoch, als ewige Quelle des Schutzes und der Ordnung. Er beschrieb den Aton als den Herrn des Schicksals, den Meister des Geordneten und als die Fügung, die Leben schenkt, eine philosophische Erkenntnis über göttliche Ordnung, die selbst heute noch tiefgründig erscheint. Und anders als die alten Götter, die oft als Rivalen dargestellt wurden, die um Vorherrschaft kämpften, hatte Echnatons Aton keine Gleichgestellten. Er sprach niemals von Göttern in der Mehrzahl, sondern nur von dem lebendigen Aton, neben dem es keinen anderen gibt. Im Gegensatz zu Jahwe, der oft als Gott des Zorns beschrieben wurde, von Stürmen umgeben und durch Donner sprechend, war der Aton der Herr des Friedens, der Gewalt und Konflikte ablehnte. Echnaton lehnte den Krieg so entschieden ab, dass er sich weigerte, Truppen zu entsenden, um Aufstände in seinen asiatischen Gebieten niederzuschlagen. In einer Zeit, in der militärische Macht die Stärke eines Herrschers definierte und Soldaten in glänzenden Rüstungen stolz durch die Straßen marschierten, verwarf er den Ruhm des Krieges. Er sah das Göttliche nicht in Spektakeln und Blutvergießen, sondern in der stillen Ordnung des Universums. Über allem stand für den Aton die Wahrheit. In einer Gesellschaft, in der Täuschung und Heuchelei alltäglich waren, hob sich Echnaton ab, indem er sein Leben der Ehrlichkeit und Integrität widmete. Er beschrieb sich selbst als einen, der in Wahrheit lebt. Ein Ausdruck, der zu einem zentralen Leitmotiv seiner Herrschaft wurde. Einer seiner Anhänger verkündete: Ich habe die Wahrheit in mein Innerstes gelegt, und die Lüge verabscheue ich, denn ich weiß, dass der König an der Wahrheit gefallen hat. In einer Zeit, in der Herrscher oft auf List und Manipulation angewiesen waren, war Echnatons Hingabe an Aufrichtigkeit ebenso revolutionär wie sein Glaube selbst. Inmitten der prächtigen Paläste und üppigen Gärten der Stadt des Horizonts widmete sich Echnaton nun, ein Mann von etwa 20 Jahren, voll und ganz der Weiterentwicklung seiner religiösen Überzeugungen. Um seine Vision zu verstehen, müssen wir die zentralen Aspekte seines Glaubens untersuchen, eine der erleuchtetsten Glaubensvorstellungen der antiken Welt, und wie er den Kult des Aton von seiner ursprünglichen Form zu etwas völlig Neuem transformierte. Ursprünglich wurde der Aton als physische Sonnenscheibe verstanden, doch Echnaton definierte den Gott neu als die Wärme, die im Aton ist, wodurch er den Fokus von der Sonne selbst auf die lebensspendende Energie verlagerte, die sie ausstrahlte. Seine Vorstellung von Gott war keine Gottheit in menschlicher oder tierischer Gestalt.
kein Wesen, das mit Zorn oder Vergeltung in menschliche Angelegenheiten eingriff. Stattdessen erkannte er eine universelle Kraft, die alles Leben durch ihre Wärme und ihr Licht erhielt. Diese Idee war revolutionär und ihrer Zeit um Jahrhunderte voraus. Selbst die moderne Wissenschaft definiert Gott oft als die ultimative Quelle des Lebens, als die Energie, die das Universum antreibt, als die unsichtbare Kraft hinter allem, was existiert. Echnatons Verständnis von Göttlichkeit spiegelte diese Vorstellung wider. Eine intelligente, unsichtbare, aber stets gegenwärtige Kraft, eine liebevolle Essenz, die die gesamte Existenz durchdrang. Und anders als die alten ägyptischen Götter, die oft mit menschlichen Emotionen und Ambitionen verknüpft waren, als kriegerische Eroberer, listige Betrüger oder rachsüchtige Richter, war Echnatons Aton das reine Wesen der Güte, eine allumfassende, formlose Präsenz, die weder bestrafte noch Opfer forderte. Der Aton war kein irdischer Herrscher, der im Himmel thronte, sondern vielmehr die unsichtbare Kraft, die die Welt belebte, der Atem des Lebens selbst. Sein Gott war kein Gott der Furcht, sondern der Liebe, dessen Wärme die Blumen erblühen ließ und dessen Licht alle Geschöpfe nährte. In dieser Hinsicht ähnelte Echnatons Gottesbild den späteren monotheistischen Vorstellungen auf erstaunliche Weise. Während die hebräischen Patriarchen Gott noch als physisches Wesen begriffen, das in Gärten wandelte und mit donnernder Stimme sprach, wagte Echnaton einen Schritt weiter. Er verkündete, dass Gott überhaupt keine Gestalt hatte. Dieser Bruch mit der Tradition zeigte sich auch darin, wie sich Echnaton als Pharao präsentierte. Ägyptische Könige wurden typischerweise als göttlich, unnahbar und unantastbar betrachtet, umgeben von endlosen Schichten der Zeremonie und starren Etiketten. Der Hof erwartete, dass der Pharao eine distanzierte Majestät wahrte und nur in sorgfältig inszenierten Machtdemonstrationen in der Öffentlichkeit erschien. Echnaton jedoch lehnte diese leblose Förmlichkeit ab. Er bewegte sich unter seinem Volk, ließ sich in Gesellschaft seiner Frau und Töchter sehen, lachte und spielte mit ihnen auf seinem Streitwagen. Künstler waren nicht länger verpflichtet, ihn in steifen, heroischen Posen darzustellen. Stattdessen wurde er gezeigt, wie er seine Kinder umarmte, sich lässig auf einen Stab stützte oder sogar bei seinen Mahlzeiten saß. Sein Beharren auf Natürlichkeit spiegelte seinen tiefen Glauben an Aufrichtigkeit und Wahrheit wider. Er hatte kein Interesse an den großspurigen Illusionen des Königtums. Er wollte so gesehen werden, wie er wirklich war. Dennoch gab er den Glauben nicht auf, dass der Pharao in gewisser Weise göttlich war. Als Herrscher Ägyptens wurde er als irdischer Vertreter des Aton angesehen, als Sohn der Sonne, ähnlich wie spätere religiöse Traditionen Könige als von göttlichem Recht regiert betrachteten. Um diese heilige Verbindung zu betonen, setzte er den Namen des Aton in eine königliche Kartusche, ein Privileg, das zuvor nur Pharaonen vorbehalten war. Damit erklärte er, dass seine Autorität direkt von Gott kam und verstärkte die Vorstellung, dass es ein Himmelreich gab, über das Aton als wahrer Herrscher aller Dinge wachte. Seine Höflinge sprachen ihn als den geliebten Sohn des Aton an und schrieben, dass Aton ihm Leben, Weisheit und göttliche Gunst schenkte. Seine Verbindung zu Aton wurde als ewig beschrieben. Sie währte, bis der Schwan schwarz wird und der Rabe weiß, bis die Hügel aufstehen, um zu wandern, und die Flüsse rückwärts fließen. Diese Erklärungen stellten Echnaton in direkte Gemeinschaft mit seinem Gott, doch sie machten ihn nicht blind für seine eigene Menschlichkeit. Er verlor nie die Erkenntnis, dass er über seine göttliche Rolle hinaus immer noch ein Mensch war und dass sein Leben als Vorbild für Tugend und Einfachheit dienen sollte. Eine seiner auffälligsten Abweichungen von der Tradition war die Art und Weise, wie er seine Frau, Nofretete, ehrte.
Im Gegensatz zu früheren Pharaonen, die ihre Königinnen oft in den Hintergrund drängten, machte Echnaton Nofretete zu seiner gleichberechtigten Partnerin. Er zeigte seine Zuneigung zu ihr offen, legte in der Öffentlichkeit seinen Arm um sie und feierte ihre Ehe als eine wahre Partnerschaft. Er bezeichnete sie als Herrin seines Glücks und sprach davon, wie ihre Stimme ihm Freude bereitete. Selbst bei feierlichen Anlässen saß sie an seiner Seite, ihre Hände ineinander verschlungen, während ihre Kinder um sie herumspielten. Dies war ein radikaler Bruch mit der Konvention, nach der Königinnen normalerweise als kleine nebensächliche Figuren neben ihren überragenden Ehemännern dargestellt wurden. In Echnatons Kunst wurde Nofretete immer als seine Gleichgestellte gezeigt, manchmal sogar in intimen Momenten der Zärtlichkeit, während sie gemeinsam königliche Pflichten übernahmen und göttliche Segnungen empfingen. Seine Liebe zu seinen Kindern war ebenso offensichtlich, und er machte ihre Anwesenheit zu einem festen Bestandteil des königlichen Lebens. Szenen, in denen Echnaton mit seinen Töchtern spielt, sie auf den Arm nimmt oder ihnen beim Herumtollen zusieht, erscheinen häufig in der Kunst dieser Epoche. Er betrachtete die Familie als heilig, als Spiegelbild der göttlichen Liebe des Aton. So wie er der Sohn des Aton war, lehrte er, dass alle Menschen wiederum Kinder dieses liebevollen Gottes seien. Auf diese Weise verband Echnaton seine religiösen Überzeugungen mit seinem Privatleben. So wie er Wärme und Liebe in seine Familie brachte, wollte er dasselbe Gefühl göttlicher Fürsorge auf ganz Ägypten ausweiten. Echnatons Welt war eine Welt des Lichts, des Friedens und der Aufrichtigkeit, in der Aton ein liebevoller Vater war und jedes menschliche Leben kostbar. Er verwarf die Vorstellung eines zornigen, rachsüchtigen Gottes und umarmte stattdessen eine Vision der Gottheit als einer nährenden Kraft, die Freude über die gesamte Schöpfung brachte. Seine Vision von göttlicher Liebe, Wahrheit und Harmonie war einzigartig in seiner Zeit. Und obwohl seine Herrschaft nur kurz währte, halten seine Ideen durch die Jahrhunderte nach und boten einen Ausblick auf einen Glauben, der seiner Zeit weit voraus war. Während Echnaton seine religiösen Überzeugungen weiter verfeinerte, musste er unweigerlich mit ständigem Widerstand seitens der Priesterschaften der traditionellen ägyptischen Götter rechnen. Selbst Ra-Horakhti, der Gott, aus dessen Kult sich die Aton-Verehrung ursprünglich entwickelt hatte, entsprach nicht mehr vollständig seinen Idealen. Doch zu diesem Zeitpunkt scheint er seine Überzeugungen noch nicht mit Gewalt durchgesetzt oder andere religiöse Gruppen aktiv verfolgt zu haben. Es ist wahrscheinlich, dass er hoffte, ganz Ägypten allmählich für seinen Glauben zu gewinnen, sodass seine Religion ihre volle Reife erreichen konnte, bevor er andere Glaubensrichtungen vollständig verbot. In der Sicherheit seiner neuen Stadt hatte er die Freiheit, seine Lehre zu verfeinern und alle Elemente zu entfernen, die nicht mit seiner Vision der göttlichen Wahrheit übereinstimmten. Eine der ersten bedeutenden Änderungen in seiner Religion war die Entfernung des heiligen Stieres Mnewis aus seinen Zeremonien. Diese Tiere, die traditionell in Heliopolis als lebendige Manifestationen des Ra verehrt wurden, werden nach dem 6. Regierungsjahr Echnatons nicht mehr erwähnt, und es scheint, dass in seiner neuen Hauptstadt keine Gräber für sie errichtet wurden. Dies deutet darauf hin, dass er bereits begonnen hatte, Aspekte des alten Sonnenkults zu eliminieren, die er als überholt oder unnötig betrachtete. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Priester von Heliopolis Schwierigkeiten gehabt, ihre ursprünglichen Überzeugungen in Echnatons neuer, verfeinerter Vorstellung des Aton wiederzuerkennen. Obwohl einige Spuren früherer Einflüsse verblieben, distanzierte sich Echnaton zunehmend von der traditionellen ägyptischen Religion. Zu diesen Einflüssen gehörte die Verehrung des Adonis, einer weit verbreiteten Gottheit in Syrien und anderen Mittelmeerregionen.
Der Aton war in seiner frühesten Form vermutlich mit diesen fremden religiösen Traditionen verbunden gewesen, bevor Echnaton ihn in eine universelle, abstrakte Gottheit verwandelte. Die Spuren der Adonis-Verehrung lassen sich noch in Elementen ägyptischer religiöser Texte finden, darunter Formulierungen im heliopolitanischen Kult, die den Sonnengott Ra als schön und jugendlich wie Aton vor seiner Mutter Hathor, Venus, beschreiben. Hinweise auf diese älteren Traditionen finden sich auch in Echnatons eigenem Hof. Einer seiner Beamten, ein Mann namens Mai, trug den Titel Oberaufseher des Hauses für das Ruhen des Aton. Ebenso wird in der Grabinschrift von Ehekönigin Nofretete als diejenige, die den Aton mit süßer Stimme zur Ruhe sendet und mit ihren beiden schönen Händen 2 Sistren trägt, bezeichnet. Dies deutet darauf hin, dass ein Tempel oder Schrein für das Abendritual errichtet worden war, bei dem Gebete zum Sonnenuntergang dargebracht wurden, wenn der Aton im westlichen Horizont zur Ruhe ging. Bemerkenswert ist, dass eine Frau, Nofretete selbst, mit dieser Zeremonie betraut war, da sie eine Klage über das Verschwinden der Sonne enthielt. Dies weist eine auffällige Ähnlichkeit mit den Mittelmeerritualen auf, in denen Venus den Tod des Adonis betrauerte und damit den Untergang der Sonne symbolisierte. Es ist wahrscheinlich, dass Echnaton, während er seine Überzeugungen weiterentwickelte, allmählich alle Spuren dieser älteren Traditionen beseitigte. Er war nicht daran interessiert, alte Aberglauben mit seiner Vision des Göttlichen zu vermischen. Er wollte jedes Überbleibsel von Mythos und Ritual eliminieren, das seiner Vorstellung vom Aton widersprach. Mit der Zeit wurde seine Religion völlig frei von den übernatürlichen und mythologischen Elementen, die lange Zeit die ägyptische Anbetung geprägt hatten. Im Gegensatz zu allen anderen Glaubenssystemen seiner Zeit basierte Echnatons Lehre nicht auf Furcht, Magie oder Aberglauben. Er stand als Denker seiner Epoche allein da, weil er bereit war, religiöse Traditionen zugunsten der reinen Wahrheit aufzugeben. Sein Glaube war nicht mehr nur eine Weiterentwicklung früherer Überzeugungen, er war zu etwas völlig Neuem geworden, geformt durch Vernunft, Liebe und eine unerschütterliche Überzeugung von der Einheit und Güte des Aton. Wahrlich, das Licht ist süß, und es ist eine Freude für die Augen, die Sonne zu sehen, heißt es in der Schrift. Ein Satz, der direkt von Echnaton stammen könnte. Doch so wie er das ägyptische Verständnis von Gott vollständig verändert hatte, wandelte er auch ihre Vorstellungen vom Leben nach dem Tod. In der alten Religion glaubte man, dass die Seele eines Verstorbenen nach dem Tod eine gefährliche Reise antreten musste, auf der sie furchterregenden Kreaturen und übernatürlichen Hindernissen begegnete, bevor sie den Richterstuhl des Osiris erreichte. Dort wurde das Herz des Verstorbenen gegen die Feder der Wahrheit gewogen. War es zu schwer, wurde die Seele von einem schrecklichen Ungeheuer verschlungen und hörte auf zu existieren. War das Urteil günstig, wurde die Seele ins selige Paradies der Gefilde des Schilfes aufgenommen. Diese Reise war so kompliziert, dass die Toten lange Zaubersprüche und Rituale auswendig lernen mussten, um sicher durch das Jenseits zu gelangen. Echnaton lehnte all dies ab. Er verwarf das gesamte Konzept von Geistern, Dämonen, Göttern und sogar Osiris. Seiner Überzeugung nach bedurfte es keiner komplizierten Rituale oder magischen Formeln, um sich einen Platz im Jenseits zu sichern. Er lehrte, dass die Seele nach dem Tod in einer ätherischen, unkörperlichen Form weiterlebte. Manchmal verweilend in den friedlichen Hallen des Himmels, manchmal in einer geisterhaften Weise an den vertrauten Orten des irdischen Lebens. Einige Inschriften deuten darauf hin, dass Echnaton, ähnlich wie spätere christliche Lehren, möglicherweise an eine Art Auferstehung glaubte, in der die Seele eine körperliche Gestalt zurückerhielt. Doch so wie es in der christlichen Theologie
unterschiedliche Auffassungen über die Natur der Auferstehung gibt, blieb auch Echnatons Vorstellung vom Jenseits in einigen Aspekten unklar. Ob die Seele rein geistig war oder eine materielle Existenz beibehielt, ließ er offen. Doch eines war sicher: Die verstorbene Seele erlebte weiterhin Freude und Trost, genoss Nahrung, Trank, Wärme und Licht im Jenseits, ähnlich wie zu Lebzeiten. In Echnatons Religion gab es kein Konzept der Hölle. Sein mitfühlendes Gottesbild ließ keinen Platz für einen Ort ewiger Strafe oder Qual. Stattdessen scheint es, dass die Seelen wahrhaft böser Menschen einfach ausgelöscht wurden und aufhörten zu existieren. Doch angesichts von Echnatons Glauben an die angeborene Güte des Lebens und die Barmherzigkeit des Aton könnte man annehmen, dass nur wenige Seelen tatsächlich den Zugang zum Jenseits verweigert wurde. Seine Vision der Ewigkeit war eine von Wärme, Frieden und göttlicher Liebe, frei von Angst und dem Ballast des Aberglaubens. Die größte Hoffnung eines Verstorbenen war es, jeden Morgen aus dem Schattenreich des Jenseits herauszutreten und erneut das Licht der Sonne zu sehen. Dies war das Gebet der Ägypter seit unzähligen Generationen gewesen, und in Echnatons Religion änderte sich nur die Wortwahl. Ein Anhänger des Aton würde nun sagen: Lass mich aus der Unterwelt hervortreten am Morgen, um Aton zu sehen, wenn er aufgeht. Immer wieder, in verschiedenen Formulierungen, bat die Seele um diesen Segen, dass sie hinausgehen möge, um die Strahlen der Sonne zu sehen, dass ihre beiden Augen geöffnet werden mögen, um die Sonne zu erblicken, dass ihr diese Sicht niemals verweigert werde, dass die Schönheit eines jeden neuen Sonnenaufgangs niemals verloren gehe und dass die Strahlen der Sonne auf ihren Körper scheinen mögen. Manchmal sprach die Seele Aton direkt an, manchmal sprach sie von Ra, der Sonne selbst. Doch immer war es das Licht der Sonne, nach dem sie sich am meisten sehnte. Die Mysterien des Jenseits lagen jenseits menschlichen Verständnisses, und angesichts des Unbekannten griff Echnaton auf das vertrauteste und tröstlichste Bild zurück: das Tageslicht. Für das Sonnenlicht zu beten bedeutete in Wahrheit, um die Gegenwart Gottes zu bitten, denn in Echnatons Glauben war Gott das Licht der Welt. Der zweite große Wunsch des Verstorbenen war es, auch nach dem Tod in der Gunst des Königs und der Königin zu bleiben und ihnen in den Palästen des Jenseits weiterhin zu dienen. Er betete um einen Platz in der Gegenwart des Königs, an dem er seine Aufgaben fortsetzen konnte. Er bat darum, in den königlichen Palast eingelassen zu werden, in Gunst einzutreten und in Liebe zu gehen, dem König täglich zu dienen und vor ihm Ehre zu empfangen. Um im Jenseits Frieden zu finden, sehnte sich der Verstorbene danach, auf Erden nicht vergessen zu werden. Er betete darum, dass sein Name Bestand haben und niemals vergessen werden möge, dass er im Palast mit Wohlwollen ausgesprochen werde und dass er auf den Lippen der Höflinge bleibe. »Möge mein Name in der Grablegungshalle weiterleben«, sagte er. »Möge er nicht in meinem Haus verloren gehen. Möge er für immer ausgesprochen werden. Selbst heute haben die Worte in memoriam eine tiefe Bedeutung, und die Hoffnung, dass der eigene Name in Erinnerung bleibt, ist ein universeller menschlicher Wunsch. Um die Verbindung zur Welt der Lebenden aufrechtzuerhalten, betete die Seele eines Anhängers des Aton darum, dass ihr Körper fest und unversehrt bleibe, dass ihr Fleisch auf den Knochen bestehen bleibe und dass ihre Glieder zusammengefügt blieben. Die Ägypter glaubten seit jeher an die körperliche Auferstehung, weshalb sie so viel Wert auf die Konservierung des Körpers legten, und Echnaton scheint diesen Glauben nicht in Frage gestellt zu haben. Ebenso lehrt das Christentum, dass die Toten am jüngsten Tag wieder auferstehen werden. Der geistige Körper wurde als eine Fortsetzung des physischen Körpers betrachtet. Daher nahm man an, dass seine Bedürfnisse im Jenseits denen des irdischen Lebens nicht völlig unähnlich waren.
So wie Christus nach seiner Auferstehung nach Nahrung verlangte und die paradiesischen Feste von vielen als buchstäblich verstanden werden, glaubten die Anhänger Echnatons, dass Nahrung, sei sie physischer oder spiritueller Natur, auch für ihre Seelen im Jenseits wesentlich sein würde. Möge ich bei meinem Namen gerufen werden, beteten sie, und herbeieilen auf den Ruf hin, um an den Opfergaben des Tempelaltars teilzuhaben. Es scheint, dass sich die Verstorbenen durch ihre Hingabe an Aton an den Gaben beteiligen konnten, die in den großen Zeremonien des Tempels dargebracht wurden. Nachdem die Opfer dargebracht worden waren, wurde die Nahrung vermutlich unter den Priestern und den für die Grabstätten verantwortlichen Personen verteilt, die als Vertreter der Verstorbenen fungierten. Daher beteten die Verstorbenen darum, einen Anteil an den im Tempel dargebrachten Opfern zu erhalten, die Gaben des Königs in jedem Heiligtum, ein Trankopfer im Tempel des Aton, Speisen, die täglich auf dem Altar dargebracht werden, und alles, was im Heiligtum des Aton in der Stadt des Horizonts dargebracht wird. Sie hofften auch, dass ihnen Wein geopfert würde und dass die Kinder ihres Hauses ein Trankopfer am Eingang ihres Grabes darbringen mögen. Im Leben war Gott überall, wo immer die Sonne schien, wo immer der große Puls der Natur zu spüren war, im Flusslauf, in der Blüte eines Gartens. Gott war Glück, Schönheit und Liebe. Doch was geschah im Tod, wenn die kalte Dunkelheit des Grabes sie umgab, wenn es keinen Frühling und keinen Blumenduft mehr gab? Wie konnten sie dann Trost finden? Aus tiefstem Herzen drängte Echnaton seine Anhänger, zu beten, dass Gott ihnen auch im Jenseits Freude schenkte, obwohl sie dies nur in irdischen Begriffen ausdrücken konnten. Es war nicht süßes Parfüm oder der Duft von Weihrauch, den die Seele wirklich brauchte. Aber wie sonst konnten sie das Gefühl von Glück beschreiben? Sie beteten darum, dass ihre Glieder jeden Tag mit Freude erfüllt seien. In der stillen, bedrückenden Luft des Grabes sehnten sie sich nach der Berührung der süßen Brise, nach dem Hauch des angenehmen Nordwinds. Sie wünschten sich die Möglichkeit, die Orte, die sie im Leben geliebt hatten, noch einmal zu besuchen. Möge ich auferstehen und die Müdigkeit vergessen, betete einer. Möge ich nach Belieben in meinem Haus ein- und ausgehen, sagte ein anderer. Möge meine Seele nicht von dem abgeschnitten sein, wonach sie sich sehnt. Möge ich nach Belieben durch den Garten gehen, den ich auf Erden gepflanzt habe. Möge ich täglich ohne Unterbrechung von den Wassern meines Sees trinken. Ein anderer betete, möge das Wasser aus meinem Brunnen fließen, möge ich Früchte von meinen Bäumen empfangen. Immer wieder flehten sie Gott an, ihnen zu erlauben, ihren Durst zu stillen, das frische Wasser am Flussufer oder die wirbelnde Strömung eines Baches zu kosten. Solange sie den Duft des Windes einatmen konnten, während er die Blüten eines Bouquets des Aton streifte, während ein plätschernder Bach neben ihnen floss, würden sie nicht die Verzweiflung des Todes spüren. Indem sie alles Gute und Süße empfingen, konnten sie auf Gesundheit und Glück in den Hügeln und Tälern des Westens hoffen, auf ein freudvolles Leben, erfüllt von Freude und Wonne, und auf eine tägliche Feier, die für alle Ewigkeit andauern sollte. Man könnte einwenden, dass diese Vorstellung vom Jenseits mit ihrer Betonung auf körperlichen Annehmlichkeiten, kühle Brisen, duftende Blumen und fließendes Wasser nicht ganz mit der spirituellen Reinheit von Echnatons Glauben im Einklang steht. Doch ist es weniger edel, an ein Paradies voller Freude und Schönheit zu glauben, in dem die Luft von Blütenduft erfüllt ist und der Wind die Frische des Nordens trägt, als an eines mit goldenen Straßen und himmlischen Palästen. Unter allen Religionen der Welt kommt keine dem Christentum in Geist und Ausrichtung näher als der Glaube Echnatons. Und wenn seine Lehren über die Unsterblichkeit unvollständig oder unsicher erscheinen, so sind auch moderne Vorstellungen vom Jenseits nicht ohne ihre eigenen Unklarheiten.
In diesen Ausführungen wurde Echnatons Glaube oft mit dem Christentum verglichen, da beide Religionen so vieles gemeinsam haben. Doch ein solcher Vergleich hebt zwangsläufig auch die Unzulänglichkeiten der Lehren des Pharaos hervor. Der Leser sollte sich bewusst machen, dass Echnaton fast 1300 Jahre vor der Geburt Christi lebte, in einer Epoche, die von Aberglauben und Götzenkult geprägt war. Doch trotz der Beschränkungen seiner Zeit erkannte er das Bild eines gütigen, liebenden Vaters, ein Gottesbild, das unserer heutigen Vorstellung auffallend nahe kommt. Darin kann man einen frühen Blick auf die göttliche Wahrheit erkennen, die später in ihrer Fülle offenbart werden sollte, was die Weisheit der Worte bestätigt. Gott verwirklicht sich auf viele Arten. Seit der Abfassung dieser Zeilen ist ein weiterer bemerkenswerter Aspekt von Echnatons Lehren ans Licht gekommen, der auf neu entdeckten Szenen im Grab des Rames basiert. In vielen Gräbern der 18. Dynastie gibt es eine Darstellung, die von Gelehrten lange als Hinweis auf Menschenopfer gedeutet wurde. Das Bild zeigt typischerweise einen Mann, der auf einem Schlitten zum Grab gezogen wird. Und Sir Gaston Maspero hat darauf hingewiesen, dass dies wahrscheinlich eine rituelle Hinrichtung symbolisiert. Diese Szene war ursprünglich auch an einer der Wände des Grabes von Rams dargestellt, aus der Zeit vor Echnatons religiösen Reformen. Doch nachdem der junge König seine Lehre von Liebe und Mitgefühl etabliert hatte, konnte er eine so barbarische und grausame Praxis nicht länger dulden. Folglich wurde in Rames Grab diese gesamte Szene bewusst entfernt, fast sicher auf Anweisung Echnatons selbst. Sein Widerstand gegen Menschenopfer passt perfekt zu seiner tiefen Abneigung gegen menschliches Leid. Ein Prinzip, das seinen Glauben bestimmte und seine Herrschaft prägte. Kapitel 6 – Ein König gegen die Götter. In einer Epoche, die von Tradition und der Last der Vergangenheit geprägt war, stand Echnaton als Ausnahmeerscheinung da. Er war ein Visionär, der sich über Konventionen hinwegsetzte und den Überzeugungen seines Herzens mit unerschütterlicher Entschlossenheit folgte. Sein Mut und seine Ideale erwecken noch Jahrhunderte nach seiner Zeit Bewunderung. James Henry Breasted fasst in Geschichte Ägyptens die bemerkenswerte Vision des jungen Pharaos zusammen. Man muss unwillkürlich Bewunderung für den jungen König empfinden, der in einer solchen Zeit solche Gedanken in seinem Herzen fand. In den Gräbern wohlhabender Personen, die vor Echnatons Zeit lebten und starben, waren die Wände oft mit religiösen Texten und Inschriften bedeckt. Doch als die Adligen der Stadt des Horizonts des Aton begannen, ihre eigenen Gräber zu planen, standen sie vor einem Dilemma. Welche Texte sollten sie anstelle der traditionellen Gebete und Toteninschriften verwenden, die nun unter Echnatons Reformen verboten waren? Die Lösung fand sich bald. Sie begannen Passagen aus den Hymnen zu verewigen, die in den Tempeln zu Ehren des Aton gesungen wurden. In einigen Gräbern enthalten diese Inschriften nur kurze Auszüge, während in wenigen Fällen offenbar ein vollständiger Psalm erhalten geblieben ist. In einem Grab, jenem von Ege, findet sich eine besonders lange und kunstvoll gestaltete Hymne, was darauf hindeutet, dass es zwei Hauptversionen des Aton-Hymnus gab, eine kürzere und eine erweiterte Fassung derselben Komposition. Es war nicht ungewöhnlich, dass die alten Ägypter Hymnen zu Ehren ihrer Götter verfassten, und einige dieser Lieder haben sich auf Tempelwänden erhalten. Doch viele dieser älteren Hymnen, ähnlich den hebräischen Psalmen späterer Zeiten, betonten häufig Themen wie göttlichen Zorn, Eroberung und die Vernichtung von Feinden. Sie verherrlichten die Götter als Krieger, riefen ihre Macht im Kampf, in Stürmen und in Akten der Vergeltung an. Im Gegensatz dazu unterscheidet sich die längere Hymne an den Aton, die folgt, sowohl in ihrem Ton als auch in ihrem Zweck grundlegend von anderen religiösen Texten. Sie steht in ihrer Reinheit des Geistes, ihrer poetischen Schönheit
und ihrer tiefen Ehrfurcht vor dem Leben und der Schöpfung einzigartig dar. Unter den Schriften der antiken Welt muss sie als eines der erhabensten Zeugnisse der Hingabe gelten, die je überliefert wurden. Dein strahlendes Licht schmückt den Horizont des Himmels, o lebendiger Aton, Quelle allen Lebens. Wenn du im östlichen Himmel aufsteigst, erfüllst du jedes Land mit deiner Schönheit. Du bist herrlich, erhaben, strahlend über der Erde. Deine Strahlen erreichen alles, was du geschaffen hast. Du bist Ra, der alles mit Liebe umfängt, obwohl du fern bist, erreicht deine Wärme die Welt. Obwohl du hoch oben stehst, ist deine Gegenwart täglich spürbar. Wenn du im Westen ruhst, fällt Dunkelheit über die Welt und alles schläft, als wäre es leblos. Die Menschen ziehen sich in ihre Häuser zurück, umhüllt vom Schlaf, sich selbst und einander nicht bewusst. Die Diebe schleichen ungesehen, die Löwen streifen aus ihren Höhlen, die Schlangen lauern in den Schatten. Die Welt ist still, schweigend und reglos, denn ihr Schöpfer ist zur Ruhe gegangen. Doch wenn du aufsteigst, o Aton, erstrahlt die Erde in Licht, die Dunkelheit weicht und deine Wärme erweckt das Leben. Ganz Ägypten freut sich über dein Kommen, steht auf, wach, bereit, dich zu begrüßen. Sie waschen sich, kleiden sich und erheben die Hände im Lob. Und dann, mit neuer Kraft, beginnen sie ihr Werk. Das Vieh ruht auf den Feldern, die Bäume und Pflanzen erblühen, die Vögel flattern in den Sümpfen, breiten ihre Flügel aus in Freude vor dir. Die Schafe springen und tanzen, die geflügelten Wesen fliegen empor, lebend in der Wärme deines Lichts. Die Boote gleiten auf dem Strom, die Wege sind offen, Reisende ziehen ungehindert, die Fische springen aus dem Wasser und dein Licht erreicht sogar das weite Meer. Du formst das Leben im Schoß der Mutter, du gibst Atem jedem Neugeborenen, du wiegst das Kind, damit es nicht weine, und sorgst für es noch vor seiner Geburt. Wenn es in die Welt tritt, öffnest du seinen Mund zum Sprechen und versorgst es mit allem, was es braucht. Wenn das Küken sich im Ei regt, gibst du ihm Atem, damit es leben kann. Du stärkst es, um die Schale zu durchbrechen, und wenn es schlüpft, ruft es mit aller Kraft und läuft auf kleinen Füßen dahin. Wie zahlreich sind deine Werke, verborgen vor unseren Augen, doch allein durch deine Weisheit erkannt. Du hast die Erde nach deinem Willen geformt, als du allein standest, und schufst die Menschheit, groß und klein, alle, die auf dem Land wandeln, alle, die in den Lüften schweben. Du hast die Völker geteilt, ihnen ihre Länder, ihre Sprachen gegeben, ihre Gestalten und ihre Hautfarben, alles nach deinem Plan. Du bringst den Nil aus der Unterwelt hervor, um das Volk Ägyptens zu nähren. Wenn sie schwach sind, stärkst du sie, wenn sie rufen, gibst du ihnen. Für fremde Länder sendest du Regen vom Himmel, überflutest die Berge wie ein großes Meer, bewässerst ferne Felder, damit alle durch deine Gnade leben. Unendlich ist deine Weisheit, o ewiger Herr. Du schaffst die Jahreszeiten, bringst Kühle im Winter und Wärme im Sommer. Du setzt den Himmel hoch über die Erde, damit du auf alles blicken kannst, was du geschaffen hast. Du strahlst allein, du leuchtender Aton, aufsteigend und zurückkehrend in vollkommener Ordnung. Durch deine eigene Kraft gestaltest du die Schönheit selbst. Städte und Dörfer blühen durch deinen Willen. Alle, die auf Land oder Fluss reisen, sehen dein Licht, denn du bist der Aton, leuchtend über der ganzen Welt. Du wohnst in meinem Herzen, kein Mensch erkennt dich wirklich, außer dein Sohn Echnaton. Du hast ihn weise gemacht in deinen Wegen. Du hast ihm Kraft und Verstand gegeben. Die ganze Welt liegt in deinen Händen, erschaffen und erhalten durch dich. Wenn du aufsteigst, blüht alles Leben auf. Wenn du ruhst, schläft alles in Stille. Denn du bist ewig, die Quelle allen Seins. Durch dich lebt die Menschheit, ihre Augen betrachten deine Schönheit, sie jubeln in deinem Licht, bis die Nacht fällt. Alle Arbeit ruht, wenn du im Westen verweilst und beginnt von Neuem, wenn du wiederkehrst. Seit Anbeginn der Zeit hast du deinen Diener erhöht, den König, der in Wahrheit lebt, Echnaton, gesegnet mit langem Leben, und seine geliebte Königin, Herrin der beiden Länder, Nofretete, lebend und blühend für immer und ewig. Als Echnaton seinen Hymnus verfasste, war er wahrscheinlich um die 20 oder 21 Jahre alt. Ein Alter, in dem viele der größten Dichter der Geschichte ihre tiefgründigsten Werke schufen.
Er betrachtete sich selbst als den einzigen Empfänger göttlicher Offenbarung, als einen Mann, dem Gott sich auf eine Weise offenbart hatte, wie keinem anderen zuvor. Nirgends deutet er an, dass sein Verständnis von Gott ihm von Lehrern vermittelt oder aus früheren Traditionen übernommen wurde. Stattdessen stellt er sich selbst und wird von seinen Anhängern beschrieben als Gründer und Lehrer eines revolutionären Glaubens dar. Dies legt nahe, dass die in seinem Hymnus geäußerten Ideen ganz und gar seine eigenen waren, ein Zeugnis der Tiefe seiner spirituellen Einsicht. Zu dieser Zeit hatte Echnatons neue Religion eine klare und strukturierte Form angenommen und war fest als offizielle Staatsreligion am königlichen Hof in der Stadt des Horizonts etabliert. Mit diesen gesicherten Grundlagen konnte der junge Pharao die Verwaltung des Kultes einem vertrauenswürdigen Adligen anvertrauen, der seine Lehren verinnerlicht hatte. Dies ermöglichte es ihm, sich auf größere Aufgaben zu konzentrieren, insbesondere auf die Herausforderung, seinen Glauben in ganz Ägypten zu verbreiten. Als Herrscher eines gewaltigen Reiches trug er unzählige Pflichten auf seinen Schultern, und sein tiefes Verantwortungsbewusstsein führte dazu, dass er sich stärker in die Regierungsgeschäfte einbrachte als viele Pharaonen vor ihm. Trotz seiner fragilen Gesundheit, die übermäßige geistige Anstrengung gefährlich machte, war sein Geist unermüdlich aktiv, voller Pläne und Visionen für die Zukunft. Echnaton unterrichtete seine Anhänger persönlich und sprach über die Schönheit und Wahrheit des Aton. Man kann sich ihn vorstellen, wie er in den großen Hallen seines Palastes oder in den schattigen Gärten am Nil saß und seinen Beamten und Adligen leidenschaftlich seine Vision erklärte. Einer der eifrigsten Anhänger seiner Lehren war ein Mann namens Merira, der bald zu einem der treuesten Unterstützer des Königs wurde. Als Anerkennung für seine Hingabe ernannte ihn Echnaton zum Hohepriester des Aton im Tempel des Aton in der Stadt des Horizonts und übertrug ihm damit die geistliche Führung des Kultes, während er sich selbst der gewaltigen Aufgabe widmete, den Rest Ägyptens für seine Glaubenslehre zu gewinnen. Über Meriras persönliches Leben ist wenig bekannt, doch die Wände seines in die Felsen hinter der Stadt gehauenen Grabes bewahren Szenen, die Einblicke in sein Wirken und bedeutende Momente aus Echnatons Herrschaft geben. Eine der eindrucksvollsten Darstellungen zeigt Meriras Amtseinsetzung als Hohepriester. Der König lehnt sich aus einem Fenster seines Palastes, das mit bunt gemusterten Kissen geschmückt ist. Neben ihm stehen Königin Nofretete und eine ihrer Töchter, die die Zeremonie mit ansehen. Die Wände der königlichen Loggia sind mit kunstvollen Girlanden aus Lotusblüten bemalt, und von den Säulen des Dachs wehen bunte Bänder in der warmen Brise. Unten, in der offenen Galerie, kniet Merira in Ehrfurcht, umgeben von Höflingen und Beamten, deren farbenfrohe Straußenfederfächer sich sanft im Wind bewegen. Von oben streckt Echnaton seinen Arm aus und befiehlt Merira, sich zu erheben. Dann verkündet er feierlich: Ich ernenne dich zum Hohepriester des Aton im Tempel des Aton, in der Stadt des Horizonts. Ich tue dies aus meiner Liebe zu dir, denn mein Herz ist zufrieden mit allem, was du getan hast. Ich übertrage dir dieses Amt und sage dir, du sollst von der Tafel des Pharaos, deines Herrn, im Tempel des Aton speisen. Sofort jubeln die versammelten Höflinge und heben Merira auf ihre Schultern, um seine Ernennung zu feiern. Überwältigt von Dankbarkeit ruft er aus: Der Aton ist großzügig in seinen Gaben, wenn sein Herz erfreut ist. Der König überreicht ihm dann die Insignien seines neuen Amtes sowie kostbare Geschenke, die von Dienern fortgetragen werden. Vor den Palastmauern steht bereits der Streitwagen bereit, der Merira nach Hause bringen wird, begleitet von Fächerträgern und einer festlichen Eskorte. Frauen des königlichen Haushalts, die bereits in Vorfreude tanzen, bereiten sich darauf vor, die Prozession anzuführen, Tamburine schlagend und Blumen auf den Weg streuend.
Dies war keine düstere, geheimnisvolle Initiation in eine starre Priesterschaft, sondern die freudige Ernennung eines treuen Gefolgsmannes zu einem ehrenvollen Amt. Anders als die geheimnisvollen Rituale der alten Religion war die Verehrung des Aton von Offenheit, Aufrichtigkeit und Lebensfreude geprägt. Es war eine Religion des Lichts und der Freude, in der Hymnen unter freiem Himmel gesungen wurden und die Menschen Gott unter dem strahlenden Himmel ehrten. Merira wurde vermutlich nicht aufgrund asketischer Hingabe ausgewählt, sondern wegen seiner Weisheit, seiner Integrität und seiner Fähigkeit, andere zu einem guten und tugendhaften Leben zu führen. Hier zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen Echnatons Überzeugungen und späteren Religionen wie dem Christentum. Während er Einfachheit und Mäßigung förderte, predigte er nicht den Verzicht auf die Freuden des Lebens. Er schätzte Schönheit, Musik, Kunst und Gesellschaft. Es gab für ihn nichts Verwerfliches daran, gutes Essen oder einen Becher Wein in angenehmer Gesellschaft zu genießen, solange dies in Harmonie mit der Natur, der göttlichen Wahrheit und einem ausgewogenen Leben geschah. Für ihn waren die Freuden der Welt Geschenke des Aton, die mit Dankbarkeit und Maß genossen werden sollten. Nachdem Merira offiziell zum Hohepriester ernannt worden war, besuchten Echnaton und seine Familie den Tempel bei Sonnenuntergang zu einer feierlichen Zeremonie. Dieses Ereignis wird in Meriras Grabmal lebhaft dargestellt und bietet eine seltene, intime Sicht auf den Pharao, während er sich durch seine Stadt bewegt. Anders als frühere Herrscher, die stets in idealisierten gottgleichen Posen gezeigt wurden, brach Echnaton mit der Tradition und ließ sich als realer Mensch darstellen, der an den alltäglichen Aktivitäten des Lebens teilnahm. In dieser Szene sieht man den König in seinem prunkvollen Streitwagen stehen, geschmückt mit leuchtend gefärbten Straußenfedern. Er hält die Zügel selbst in der Hand und lenkt zwei kräftige, tänzelnde Pferde, deren Federbüschel sich in der Abendbrise wiegen. Hinter ihm folgt Königin Nofretete, die mit beeindruckender Eleganz und Selbstsicherheit ihren eigenen Streitwagen lenkt. Ein Stück weiter hinten führen ihre Töchter eine prächtige Prozession aus Adligen, Hofbeamten und Hofdamen an, deren Wagen von erfahrenen Wagenlenkern gesteuert werden. Das gesamte Spektakel ist ein schillerndes Schauspiel aus Farben und Bewegung, mit geschmückten Pferden, glänzenden Geschirren, im Wind flatternden Bannern und kunstvoll bestickten Gewändern, die das letzte Licht des Tages einfangen. Soldaten laufen voraus, die Straße freimachend, ihre Waffen bereit. Unter ihnen befinden sich nicht nur Ägypter, sondern auch bärtige Männer aus Syrien, gefiederte Krieger aus Nubien und Libyer mit langen geflochtenen Schläfenlocken. Als sie sich dem Tempel nähern, steht Merira am Eingang und erwartet den König. In seiner Nähe knien Diener, die kunstvolle Straußenfederfächer in die Höhe halten, um Echnaton sanft Luft zuzufächeln, sobald er aus seinem Streitwagen steigt. Andere verneigen sich ehrfürchtig. Große Stiere, mit Blumenkränzen geschmückt, werden als Teil der Opfergaben herangeführt. Ihre mächtigen Körper sind mit Blütenketten behangen, während ihre Führer ebenfalls frische Blumensträuße tragen. Gruppen von Musikerinnen in fließenden Gewändern schlagen im Rhythmus Tambourine, ihre Arme erhoben in ehrfürchtigem Lobgesang. Der Tempel selbst ist mit Girlanden geschmückt und mit Opfergaben gefüllt. Jeder Altar überquillt von Speisen, Fleischstücke, Gänse, Körbe voller Früchte und duftende Blumen, während bronzene Schalen mit Öl hell brennen. Im Inneren stehen die königliche Familie und die Priester vor dem Hauptaltar. Echnaton und Nofretete strecken ihre Hände aus und streuen heilige Weihrauchkörner in die Flammen. Der Pharao trägt einen schlichten, aber eleganten Leinenschurz, dessen rote Bänder sich mit jeder seiner Bewegungen wiegen. Das Gewand der Königin ist hauchdünn, so fein, dass ihre anmutige Silhouette darunter sichtbar ist, mit einem leuchtend roten Gürtel um die Taille. Anders als bei traditionellen Hofzeremonien tragen sie keinen Schmuck. Ihre Kleidung, obwohl königlich,
spiegelt die Schlichtheit und Reinheit ihres Glaubens wider. Hinter ihnen schütteln zwei ihrer Töchter Sistren, rituelle Klapperinstrumente, die in religiösen Zeremonien verwendet wurden, und fügen ihre jungen Stimmen dem Lobgesang hinzu. An einer Seite verneigt sich Merira tief vor dem königlichen Paar, begleitet von einem weiteren Priester, der das Räucherwerk betreut. Nicht weit entfernt sitzt eine bemerkenswerte Gruppe von Musikern in einem Halbkreis, 8 blinde Männer, deren runde Gesichter zur Sonne erhoben sind, die sie nicht sehen können. Sie klatschen im Rhythmus und singen Lobgesänge auf den A-Ton, ihre tiefen Stimmen begleitet von den sanften Tönen einer 7-saitigen Harfe. In einer weiteren Szene aus Meriras Grab ist zu sehen, wie er eine großzügige Belohnung vom König empfängt. Der Anlass markiert seinen Erfolg bei der Einziehung des jährlichen Tributs für den Tempel von den Gütern am westlichen Nilufer. Die Kulisse ist ein großes Getreidespeicherlager in der Nähe des Flusses, wo Schiffe am Kai festgemacht haben und ihre Ladung entladen wird. Nahebei befinden sich eingezäunte Gehege voller Rinder, deren tiefes Brüllen in der Luft liegt. Die gestapelten Getreidesäcke und Vorräte zeugen von Meriras Effizienz bei der Verwaltung der Tempelabgaben. Echnaton, an seinen Hof gerichtet, verkündet: Lasst den Oberaufseher über die Schatzkammer des Schmucks kommen und Merira mit Gold belohnen. Gold um seinen Hals, Gold um seine Füße, als Zeichen seiner Treue zu den Lehren des Pharaos. Sofort eilen Diener herbei und legen Merira goldene Halsketten und breite Goldkragen an, eine nach der anderen, bis sein Körper unter dem schimmernden Reichtum der königlichen Schatzkammer fast erdrückt wird. Schreiber halten das Ereignis hastig auf Papyrus fest, während Fächerträger sich ehrfürchtig verneigen. Kurz darauf führt eine triumphierende Prozession Merira zurück zu seinem Haus, begleitet von Musik und Tänzen, während Echnaton in seinen Palast zurückkehrt, vermutlich auf die weichen Kissen seiner Ruhehalle sinkend, körperlich erschöpft, aber geistig erfüllt. Die Wandmalereien und Reliefs geben uns einen seltenen Einblick in Echnatons Privatleben und zeigen ihn in intimen menschlichen Momenten, die bei keinem früheren Pharao dargestellt wurden. Statt als unnahbare, göttliche Figur erscheint er als erschöpfter Herrscher, der nach einem langen Tag ruht, oder als liebevoller Familienvater, umgeben von seiner Frau und seinen Kindern. Diese Bilder durchbrechen die traditionelle Darstellungsweise und offenbaren nicht nur einen Herrscher, sondern einen Mann, der tief mit seinen Liebsten verbunden war und die einfachen Freuden des Lebens schätzte. Eine solche Szene spielt sich in einem prachtvoll dekorierten Pavillon ab. Das Dach wird von kunstvoll geschnitzten Holzsäulen getragen, die mit leuchtenden Farben bemalt sind. An ihnen hängen geschnitzte Wildgänse, die kopfüber an ihren Beinen baumeln, mit darüber angebrachten Blütensträußen. Ein Motiv, das an die Dekoration moderner Jagdhütten erinnert. Blütenkränze schmücken die Säulen, während Ranken von der Decke herabhängen und den Raum mit natürlicher Schönheit erfüllen. Der äußere Rand des Daches ist mit glänzenden Kobrafiguren gesäumt, möglicherweise aus Bronze gefertigt, die eine funkelnde Umrandung bilden. Innerhalb dieses üppigen Ambientes spielt eine Gruppe junger Mädchen Musik. Ihre unbekleideten Körper unterstreichen die Unschuld und Unbekümmertheit der Szene. Sie zupfen an Harfen, Lauten und Leiern, während sie vermutlich sanfte Melodien von Liebe und Vergnügen singen. Diener stehen bereit, um große Krüge mit Wein zu servieren. Im Mittelpunkt der Szene liegt Echnaton in einem Lehnstuhl, seine Haltung müde und nachdenklich, als hätte ihn die Last seiner Pflichten erschöpft. In einer Hand hält er gedankenverloren einige Blumen, während er mit der anderen eine zierliche Schale ausstreckt, wartend darauf, dass sie nachgefüllt wird. Es ist Nofretete selbst, die diese kleine Geste der Fürsorge vollzieht, indem sie den Wein durch ein feines Sieb in seinen Becher gießt. Ihr Gesichtsausdruck ist voller Besorgnis,
Eine Königin, die sich nicht nur um einen König, sondern um einen Ehemann kümmert, der Trost braucht. Ihre Töchter umgeben sie, jede von ihnen spielt eine Rolle in diesem zärtlichen Moment. Eine hält einen Arm voller frischer Blumen, eine andere reicht eine Schale mit Süßigkeiten und die dritte spricht mit ihrem Vater, vielleicht in der Hoffnung, seine Stimmung zu heben. In einem weiteren Gemälde sitzen Echnaton und Nofretete Seite an Seite und genießen eine Mahlzeit. Der Pharao wird dargestellt, wie er eine gebratene Taube in den Fingern hält und sie mit einfacher Freude isst, während die Königin zart aus einem fein gearbeiteten Becher trinkt. Ihre Gewänder, aus leichtem, durchscheinendem Stoff gefertigt, deuten darauf hin, dass es sich um eine Mahlzeit zur Mittagszeit handelt, eine Pause in der Hitze der ägyptischen Sonne. Obwohl ein Großteil des Gemäldes im Laufe der Zeit beschädigt wurde und nur das königliche Paar intakt geblieben ist, vermittelt die Szene noch immer eine Atmosphäre ruhiger Vertrautheit, ein Einblick in das tägliche Leben eines Herrschers, der trotz seines göttlichen Status Freude an der einfachen Gegenwart seiner Familie fand. In diesen Jahren von Echnatons Herrschaft werden historische Aufzeichnungen zunehmend spärlich. Bis zu seinem 10. oder 11. Regierungsjahr, als er etwa 21 Jahre alt war, wurde seine 4. Tochter Neferneferuaton geboren. Obwohl er keinen Sohn hatte, der den Thron erben konnte, nahm er keine Nebenfrauen, sondern blieb Nofretete treu und widersetzte sich damit der alten Tradition der Polygamie unter ägyptischen Herrschern. Er zählt damit zu den wenigen bekannten Pharaonen, die in einer monogamen Ehe lebten. Währenddessen wurde die Last seiner Pflichten immer schwerer. Seine ohnehin fragile Gesundheit schien weiter nachzulassen, während er unbeirrt seine Vision verfolgte. Sein Geist ruhte nie, er war ständig in Gedanken versunken. Selbst in der friedvollen Umgebung seiner Gärten, wo ihn die Künstler seiner Zeit unter Blumen ruhend darstellten, blieb sein Kopf nicht untätig. Er war von dem Wunsch besessen, Gott zu verstehen und ihm näher zu kommen. Die unermüdliche Intensität seiner intellektuellen und spirituellen Bestrebungen, gepaart mit der Aufgabe, ein Reich zu regieren, das er radikal umgestaltet hatte, muss eine immense Belastung für ihn gewesen sein. Doch bemerkenswerterweise hielt sein Geist dieser ständigen Anspannung stand. Im 12. Jahr seiner Herrschaft erreichten die Tribute aus den Vasallenstaaten Ägyptens ein noch nie dagewesenes Ausmaß, was Anlass für eine offizielle Zeremonie gab. Szenen dieses großen Tributfestes wurden in den Gräbern von Hujah und Merira festgehalten. Eine Inschrift im Grab von Hujah berichtet: Jahr 12, 2. Monat des Winters, 8. Tag. Der König und die Königin, lebend für immer und ewig, erschienen öffentlich auf der großen goldenen Sänfte, um den Tribut von Syrien, Äthiopien und den Ländern des Westens und Ostens zu empfangen. Alle Nationen waren zu dieser Zeit versammelt, einschließlich der Inseln inmitten des Meeres, um dem König ihre Gaben zu bringen, während er auf dem großen Thron in der Stadt des Horizonts des Aton saß und ihnen im Gegenzug den Hauch des Lebens gewährte. Die Szene zeigt Echnaton und Nofretete, wie sie Seite an Seite auf der prächtigen Staatssänfte sitzen, einer imposanten Konstruktion, die vermutlich aus Holz gefertigt und mit Goldblech überzogen war. Echnaton, der königliche Insignienheld, wird in voller Majestät dargestellt, doch Nofretetes liebevolle Geste bricht die Strenge der Zeremonie. Ihr Arm ruht sanft um seine Taille, für alle sichtbar. Dieser Moment der Zärtlichkeit, der für die Ewigkeit in Stein gemeißelt wurde, sagt viel über ihre enge Verbindung aus. Der Thron selbst ist ein beeindruckendes Kunstwerk. Die Armlehnen sind in Form von Sphingen geschnitzt, die über einer Reihe glänzender Schutzkobras stehen, während an den Seiten Löwenfiguren Wache halten. Die gesamte Sänfte wird von kräftigen Trägerstangen gestützt, die auf den Schultern von Hofbeamten ruhen. Ein Priester schreitet voraus,
schwingt ein Räuchergefäß und erfüllt die Luft mit duftendem Weihrauch, während Tänzer und Künstler die Menge unterhalten. Hinter dem königlichen Paar folgen ihre Töchter, begleitet von Ammen und Hofdamen. Höflinge, Offiziere und Diener umgeben sie, während die prachtvolle Prozession die Macht und den Reichtum von Echnatons Herrschaft zelebriert. Als die königliche Prozession den vorgesehenen Ort erreicht, begeben sich Echnaton und Nofretete in einen prächtig geschmückten Pavillon, der eigens für diesen Anlass errichtet wurde. Im Inneren sitzen sie gemeinsam auf einem Doppelthron, ihre Füße ruhen auf weich gepolsterten Fußschemeln. Nofretete, zu seiner Linken sitzend, ist in den Reliefs teilweise hinter ihm verborgen, doch ihr Arm ist um seine Taille gelegt, während ihre Hand die seine hält. Diese innige Darstellung legt nahe, dass sie sich liebevoll an ihn lehnt, vielleicht sogar ihren Kopf an seine Schulter legt. Obwohl sie bereits Mutter mehrerer Kinder war Nofretete zu dieser Zeit erst etwa 20 Jahre alt, und ihre legendäre Schönheit dürfte den Charme dieses zärtlichen Moments noch verstärkt haben. Ihre Töchter versammeln sich um sie, eine der kleinen Prinzessinnen hält eine junge Gazelle im Arm, während eine andere ihr sanft über den Kopf streicht. Vor dem Pavillon treten die Abgesandten aus Ägyptens Vasallenstaaten vor, um ihre Tribute darzubringen. Damit die lange Zeremonie nicht eintönig wird, wurden Unterhaltungskünstler engagiert, um den König zu erfreuen. Ringer, Boxer und Fechter präsentieren ihre Fähigkeiten, während Gaukler und Akrobaten tanzen und sich überschlagen, begleitet vom rhythmischen Klatschen der Hände und dem Klang von Kastagnetten. Der Tribut aus Syrien wird von Würdenträgern gebracht, die lange, fließende Gewänder tragen. Sie knien vor dem Thron nieder und erheben ihre Hände in einer formellen Geste des Respekts. Prächtige syrische Pferde werden vorgeführt, gefolgt von kunstvoll gefertigten Streitwagen, die entweder gerollt oder auf den Schultern von Trägern getragen werden. Eine Gruppe versklavter Menschen folgt, doch anders als in früheren Regierungszeiten sind sie nicht grausam gefesselt oder misshandelt. Stattdessen werden sie auf eine Weise vorgeführt, die eher Unterwerfung als Leid ausdrückt. Waffen, Bögen, Speere, Schilde und Dolche werden als Kriegsbeute präsentiert, neben Elefantenstoßzähnen, kunstvollen Metallarbeiten und aufwendig verzierten Steinvasen. Exotische Tiere, darunter ein gezähmter Bergleopard, werden vor das königliche Paar geführt und rufen Bewunderung bei den versammelten Zuschauern hervor. Unter den Gaben befinden sich auch mehrere junge Frauen, die wahrscheinlich wegen ihrer Schönheit ausgewählt wurden und später im königlichen Haushalt dienen sollten. Von den fernen Inseln mitten im Meer werden kunstvoll gefertigte Vasen präsentiert, einige mit aufwendig gemeißelten Figuren verziert. Libysche Gesandte bringen eine Fülle von Straußenfedern und Eiern, während Abgesandte aus Nubien und dem Sudan den Reichtum ihrer Regionen darbringen, Goldbarren und Ringe, Säcke mit Goldstaub aus der östlichen Wüste sowie eine Vielzahl von Schilden, Waffen, Elfenbeinzähnen und Tierhäuten. Vor dem königlichen Pavillon werden Rinder- und Antilopenherden vorgeführt. Und ebenso wie die Syrer mit ihrem Löwen für Aufsehen sorgten, versetzen die Nubier die Menge mit einem beeindruckend großen Panther in Staunen. Schließlich zieht eine Prozession versklavter Männer und Frauen vorüber. Einige tragen Kleinkinder in geflochtenen Körben auf dem Rücken. Doch auch hier unterscheidet sich Echnatons Haltung deutlich von der seiner Vorgänger. Anders als in den brutalen Szenen vergangener Tributzeremonien, in denen Gefangene in schmerzhaften Positionen gefesselt, ihre Gesichter vor Qual verzerrt waren, gibt es in diesen Darstellungen keine Hinweise auf Leiden oder Demütigung. Verschwunden sind die knienden Gefangenen mit hinter dem Rücken gefesselten Händen oder die grausamen Hinrichtungen aufständischer Anführer, die einst solche Anlässe begleiteten. Der junge Pharao, der selbst mit körperlicher Gebrechlichkeit zu kämpfen hatte, verabscheute menschliches Leid und lehnte die Grausamkeit ab,
die lange Zeit ein Merkmal der ägyptischen Herrschaft gewesen war. Für Echnaton wurde die Größe seiner Regentschaft nicht an Blutvergießen gemessen, sondern an dem Licht und der Liebe des Aton, die er über alle Menschen unter seiner Herrschaft verbreiten wollte. Im 8. Jahr seiner Herrschaft verließ Echnaton Theben, um seine neue Hauptstadt, die Stadt des Horizonts, zu gründen. Seine Mutter, Königin Teje, entschied sich jedoch, in ihrem Palast in Theben zu bleiben, möglicherweise weil sie nicht vollständig hinter der Entscheidung ihres Sohnes stand, die traditionelle Königsstadt aufzugeben. Als einst mächtige Königin hatte sie über einen prächtigen Hof geherrscht, umgeben vom Reichtum und Luxus des ägyptischen Weltreichs. Nun, da der Adel und die königliche Schatzkammer nach Echnatons neuer Stadt verlegt worden waren, musste ihr Leben ruhiger und isolierter geworden sein. Ihre jüngste Tochter, Baketaton, lebte noch bei ihr, doch die meisten ihrer anderen Töchter waren wahrscheinlich bereits verstorben. Obwohl sie in Theben blieb, besuchte Teje gelegentlich ihren Sohn in seiner neuen Stadt, wo eigens für sie Unterkünfte vorbereitet wurden. Ihr Verwalter, ein betagter Mann namens Huja, pendelte zwischen den beiden Hauptstädten, und es sind die Reliefs in seinem Grab, die von einem dieser königlichen Besuche berichten. Das genaue Jahr dieses Besuchs ist unbekannt, doch Hinweise in Hujas Grab legen nahe, dass er um das 12. Jahr von Echnatons Herrschaft stattfand. Zu diesem Zeitpunkt war Königin Teje zwischen 50 und 60 Jahre alt, während ihre Tochter Baketaton vermutlich um die 12 war. Echnaton empfing seine Mutter und Schwester mit prächtigen Festlichkeiten, und Huja als oberster Verwalter war für die Organisation einer Reihe von aufwendigen Feierlichkeiten zu ihren Ehren verantwortlich. Die Reliefs an den Grabwänden gewähren Einblicke in diese fröhlichen Anlässe und zeigen Momente von Luxus und familiärer Verbundenheit. In einer Szene sitzt Echnaton neben seiner Frau Nofretete, seiner Mutter Teje, seiner Schwester Baketaton und seinen beiden Töchtern Meritaton und Anchesenpaton. Sie ruhen auf weichen, gepolsterten Stühlen, ihre Füße auf eleganten Schemelbänken. Echnaton trägt einen einfachen Leinenschurz, sein Oberkörper bleibt unbedeckt, nur eine kleine goldene Kobra schmückt seine Stirn, während auf seinen Füßen aufwendig gearbeitete Sandalen funkeln. Wie üblich verzichtet er auf jeglichen Schmuck. Nofretete, in einem fließenden Gewand aus feinstem Leinen, trägt dasselbe königliche Symbol auf der Stirn. Königin Teje hingegen ist traditioneller gekleidet und trägt eine kunstvolle Perücke sowie eine prächtige Krone mit Sonnenscheibe, Hörnern, hohen Federn und 2 kleinen goldenen Kobras. Die jungen Prinzessinnen, wie für Kinder üblich, erscheinen unbekleidet. Um sie herum stehen reich gedeckte Tafeln, beladen mit Speisen, gebratenes Fleisch, frisches Gemüse, Obst, Brot, Kuchen und Süßspeisen, daneben mit bunten Bändern verzierte Weinkrüge. Nach ägyptischer Sitte sind Lotusblüten auf den Tischen verstreut. Echnaton ist in dem Moment dargestellt, wie er von einem großen Knochen abbeißt, während Nofretete mit Anmut von einer gebratenen Ente kostet. Königin Teje hält ein Stück Essen in der Hand und teilt eine weitere Portion mit ihrer Tochter Baketaton. Die kleinen Prinzessinnen sitzen neben Nofretete und genießen das Festmahl. Während des Mahls bewegt sich Huja aufmerksam zwischen den Gästen, kostet Speisen vor dem Servieren, um ihre Qualität zu überprüfen. 2 Musikensembles wechseln sich ab. Eines ägyptisch, bestehend aus einem Harfenspieler, 2 Lautenspielern und einem Leierspieler. Und ein weiteres scheinbar syrisches, angeführt von einem Musiker mit einer großen 8-saitigen Standharfe. Ringsum stehen Höflinge in prächtigen Gewändern, ihre hohen Straußenfederstandarten haltend. Ein weiteres Relief zeigt ein nächtliches Beisammensein zu Ehren von Königin Teje. Diesmal trägt die königliche Familie wärmende Gewänder, um sich vor der kühlen Nachtluft zu schützen. Echnaton,
Nun in ein weiches Leingewand gehüllt, sitzt neben Nofretete und seiner Mutter. Jede von ihnen hält eine filigrane goldene Trinkschale. Anders als beim Festmahl am Tag steht das Essen hier nicht im Mittelpunkt. Nur 3 blumenbedeckte Tische mit Früchten sind aufgestellt. Die Prinzessinnen bedienen sich unbekümmert, während die kleine Anchiesen-Paton auf dem Fußschemel ihrer Mutter steht, sich mit einer Hand an Nofretetes Gewand festhält und mit der anderen ein Stück Obst isst. Während Musik erneut die Halle erfüllt, sorgt Huja eifrig dafür, dass die Trinkschalen der Gäste nie leer bleiben. Diener mit über den Armen gelegten Servietten schenken Wein aus großen Krügen nach, die nahe hoher, flackernder Öllampen stehen, deren Licht die prächtige Szene erhellt. Höflinge stehen in respektvoller Haltung beiseite und vollenden dieses Bild einer königlichen Familie, die nicht nur durch Pflicht, sondern auch durch echte Zuneigung und Herzlichkeit miteinander verbunden ist. Ein weiteres Relief von Tejes Besuch zeigt einen Moment tiefer Zuneigung zwischen Mutter und Sohn. Echnaton führt seine Mutter sanft an der Hand zu einem Tempel, den er eigens zu ihren Ehren errichten ließ. Eine private Kultstätte, die Schatten der Sonne genannt wurde. Dieses Bauwerk war ein prächtiger Tempel von außergewöhnlicher Schönheit und beachtlicher Größe, der als persönlicher Zufluchtsort für die ehemalige Königin diente. Der Eingang war von 2 gewaltigen Pylonen flankiert, zwischen denen sich große, schwingende Türen befanden. Dahinter betraten die Besucher einen weitläufigen, sonnenbeschienenen Hof. Entlang beider Seiten des Hofes trug eine Kolonnade aus Säulen eine Galerie, zwischen denen Statuen von Echnaton, seinem Vater Amenhotep III. Und Königin Teje standen. Im Zentrum des Hofes erhob sich ein großer Altar, der über eine kurze Treppe zugänglich war und als Ort für Opfergaben diente. Am anderen Ende des Hofes führte ein weiteres Tor mit Pylonen in die inneren Kammern des Tempels. Wer diesen heiligen Bereich betrat, durchschritt zunächst eine kleine Galerie, gesäumt von weiteren Statuen des Pharaos und seiner Mutter. Im Mittelpunkt dieser Anlage stand das Sanktuar, dessen Eingang durch weitere große Türen markiert war. Im Inneren befand sich ein zweiter Altar, flankiert von den Statuen Echnatons und der Königinmutter. Zu beiden Seiten des Heiligtums lagen kleine Kapellen, die weiteren Raum für Andacht boten, während ein Gang hinter der Hauptkammer zu weiteren Schreinen führte, in denen königliche Statuen aufgestellt waren. Der Tempel muss ein beeindruckender Anblick gewesen sein, geschmückt mit leuchtenden Farben und kunstvollen Verzierungen. An diesem besonderen Tag waren seine Altäre mit reichen Opfergaben überfüllt. Große Weinkrüge, umwunden mit Blumenkränzen und Bändern, standen im Schatten der Kolonnaden, während Platten mit gebratenem Fleisch, Brot, Obst und Gemüse sorgfältig auf kunstvollen, mit frischen Blumen geschmückten Ständern angeordnet waren. Echnaton wurde von Königin Teje und der jungen Prinzessin Baketaton begleitet, zusammen mit 2 Hofdamen. Angeführt wurde die Prozession von Huja, dem treuen Verwalter der Königin, sowie einem ausländischen Würdenträger, der offenbar eine kretische Tracht trug. Eine adelige Gefolgschaft folgte in geordnetem Zug, geschmückt mit eleganten Straußenfederfächern und zeremoniellen Standarten. Vor den Tempelmauern hatte sich eine Menschenmenge versammelt. Polizisten, Diener, Wagenlenker, die sich um die königlichen Streitwagen kümmerten, Fächerträger, Träger und Tempeldiener, alle warteten gespannt darauf, einen Blick auf die königliche Familie zu erhaschen. Als Echnaton und seine Mutter eintrafen, erhob sich ein Chor loyaler Rufe und Segenswünsche. Lang lebe der Herrscher des Aton! Er wird für immer und ewig regieren. Sie, die in Schönheit erstrahlt. Für ihn, auf den der Aton scheint. Sie, die die Patronin dieses Tempels ist. Für Königin Teje muss dies wie eine kurze Rückkehr in die Pracht ihrer Vergangenheit gewirkt haben. Eine Erinnerung an jene Tage, in denen sie über ein gewaltiges Reich herrschte. Doch der Kontrast zwischen dieser schlichten, innigen Zeremonie
und den kunstvollen, rituell überladenen Traditionen des alten Amun-Priestertums war auffallend. Verschwunden waren die geheimnisvollen Riten, die komplizierten Beschwörungen und die von Weihrauch erfüllten Hallen der Vergangenheit. Stattdessen herrschte eine stille Ehrfurcht, ein kurzes Gebet am Altar, eine sanfte Opfergabe von Weihrauch, eine respektvolle Verneigung des Hauptes. Dann, so schlicht wie es begonnen hatte, endete die Zeremonie. Die königliche Familie wandte sich wieder dem Palast zu, die großen Tempeltüren schlossen sich und alles war erneut in Stille gehüllt. Es ist möglich, dass Königin Thesje nach der Errichtung dieser prächtigen Anlage in die Stadt des Horizonts übersiedelte, als Zeichen der Anerkennung für die großzügigen Vorkehrungen, die ihr Sohn für sie getroffen hatte. Falls sie jedoch umgesiedelt war, lebte sie nicht lange genug, um den erneuten Glanz ihrer früheren Jahre voll auszukosten. Kurz nach den Feierlichkeiten zu ihren Ehren verstarb sie. Ihrem eigenen Wunsch entsprechend wurde sie in Theben einbalsamiert und von ihrem Palast zu ihrer letzten Ruhestätte im königlichen Friedhof unter den zerklüfteten Klippen der thebanischen Berge überführt. Echnaton ehrte das Andenken seiner Mutter, indem er die Ausstattung ihres Grabes bereitstellte. Eine Inschrift auf dem äußeren Sarkophag besagt, dass er ihn für seine Mutter anfertigen ließ, was seine tiefe Verbundenheit mit ihr widerspiegelt. Königin Thesje hatte offenbar gewünscht, in der Nähe ihrer Eltern Yuya und Tuja bestattet zu werden, denn ihr Grab befand sich unweit von deren Ruhestätte. Der Zugang erfolgte über eine steile Treppe, die zu einem abfallenden Gang führte, der sich schließlich zu einer geräumigen Grabkammer mit sorgfältig weiß getünchten Wänden öffnete. Im Inneren dominierte ein großer, schreinartiger Außensarkophag die Kammer. Diese prächtige Struktur bestand aus kostbarem Zedernholz aus dem Libanon, war vollständig mit Gold überzogen und mit einem kunstvollen Riegel versiegelt. Sogar die Nägel, die das Holz zusammenhielten, waren aus purem Gold gefertigt, ein Zeichen für den immensen Reichtum der königlichen Schatzkammer zu dieser Zeit. Die Seitenwände des Schreins waren mit geprägten Darstellungen von Königin Thesje unter den lebensspendenden Strahlen des Aton verziert. Innerhalb dieses goldenen Gehäuses lag ihr innerer Sarkophag, ebenfalls von einem weiteren Zedernholzschrein umgeben, der mit Darstellungen der Aton-Verehrung geschmückt war. Auf den Reliefs war Echnaton neben seiner Mutter dargestellt, ihre Gestalten in einem naturalistischen Stil unter den strahlenden Sonnenbalken des Aton gebadet. Die Grabkammer war mit den üblichen Beigaben für das Jenseits gefüllt: bunt bemalte Truhen, Alabastergefäße, fein gearbeitete Fayence-Parfümfläschchen und kleine Statuetten. Einige der Objekte, insbesondere Kosmetikbehälter, waren in der Gestalt von Bes gefertigt, dem zwergenhaften Gott des Schutzes und der Geburt. Dies deutet darauf hin, dass Echnaton trotz seiner religiösen Reformen anderen offenbar gestattete, an manchen alten Glaubensvorstellungen festzuhalten. Ein besonders bemerkenswertes Detail der Inschriften auf Thesjes äußeren Sarkophag ist Echnatons bewusste Vermeidung des Namens des Gottes Amun. Statt seinen Vater als Amenhotep III. Zu bezeichnen, verwendete er bevorzugt dessen alternativen Thronnamen Ne-Mara, was Ra, Herr der Wahrheit, bedeutete. Seine Abneigung gegen Amun war so groß, dass er dessen Namen, obwohl er an einigen Stellen aus traditionellen Gründen erscheinen musste, so weit wie möglich minimierte. Echnatons Abneigung gegenüber dem alten Staatsgott erstreckte sich sogar auf sprachliche Feinheiten. Die Göttin Mut, die Gemahlin des Amun, trug einen Namen, der im Ägyptischen auch Mutter bedeutete und durch ein Hieroglyphenzeichen in Form eines Geiers dargestellt wurde. Da dieses Wort notwendig war, um Königin Thesje als Mutter zu bezeichnen, ging Echnaton einen ungewöhnlichen Schritt.
Er ließ es buchstäblich Buchstabe für Buchstabe ausschreiben, anstatt das traditionelle Geiersymbol zu verwenden, um jede Verbindung zur Göttin zu vermeiden. Ähnlich verhielt es sich mit dem Wort Ma, das Wahrheit bedeutete und üblicherweise durch die Figur der Göttin der Wahrheit symbolisiert wurde. Da Echnaton die Wahrheit nicht als göttliches Wesen, sondern als ein grundlegendes moralisches Prinzip betrachtete, ließ er das Wort bewusst in Buchstaben schreiben, anstatt das herkömmliche Hieroglyphenzeichen zu nutzen. Als die Begräbnisriten vollzogen, die letzten Gebete gesprochen und die letzten Weihrauchschwaden in der gedämpften Kammerluft verweht waren, wurden die goldenen Türen des Schreins versiegelt und verriegelt. Die äußeren Eingänge wurden daraufhin zugemauert und ein Schwall von Steinen wurde freigesetzt, um den Zugang zur Grabstätte zu verbergen und sicherzustellen, dass sie unentdeckt blieb. So erwies Echnaton seiner Mutter die letzte Ehre, einer Frau, die möglicherweise die ursprüngliche, treibende Kraft hinter seinen großen Reformen war. Mit ihrem Tod war sein letzter Bezug zur Vergangenheit endgültig abgebrochen. Der stabilisierende Einfluss eines weisen und liebevollen Elternteils war verschwunden und mit ihm auch eine sanftere, gemäßigtere Herangehensweise an seine Herrschaft. Von diesem Moment an trat Echnaton in ein neues, turbulenteres Kapitel seines kurzen, aber außergewöhnlichen Lebens ein. Kapitel 7 – Der Bruch mit der alten Ordnung. In Echnatons Hymnus an den Aton erklärt er: Du hast die Erde nach deinem Willen erschaffen, die Länder von Syrien und Nubien, das Land Ägypten. Es ist bemerkenswert, dass er Syrien und Nubien vor Ägypten nennt, als hätten sie in seinen Gedanken eine gleichwertige oder gar größere Bedeutung. Diese Reihenfolge ist kein Zufall. An anderer Stelle im Hymnus sagt er: Der Nil im Himmel ist für die Fremden, doch der Nil selbst fließt aus der Unterwelt für Ägypten. Hier bezieht sich Echnaton auf den Regen, der fremde Länder nährt, und stellt ihn in Kontrast zum lebensspendenden Nil, der sein eigenes Land versorgt. Erneut erwähnt er die Bedürfnisse anderer Nationen vor denen Ägyptens. Diese Perspektive offenbart seine imperiale Vision, anders als frühere Pharaonen, die fremde Länder für ihren Reichtum und ihre Ressourcen ausbeuteten, betrachtete Echnaton sie als Teil eines größeren Ganzen, das derselben Fürsorge und Aufmerksamkeit würdig war wie sein eigenes Heimatland. Echnatons Glaube an Aton als den universellen Vater aller Menschen, Ägypter, Syrer und Nubier gleichermaßen, war revolutionär. Bis zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte waren Götter meist Stammes- oder Nationalgötter, die nur einem Volk gehörten und ausschließlich dieses beschützten. Echnatons Vorstellung von einem Gott, der über die gesamte Menschheit herrschte, war beispiellos. Diese Idee sollte später im Christentum zentral werden, doch zu Echnatons Zeit war sie radikal neu. Diese Überzeugung veranlasste ihn, Tempel für Aton nicht nur in Ägypten, sondern auch in fremden Ländern zu errichten. Ein großer Tempel wurde in Syrien erbaut, dessen genaue Lage heute unbekannt ist, und ein weiterer in Nubien, der kürzlich entdeckt wurde und eine beachtliche Größe aufweist. Innerhalb Ägyptens wurden Aton-Tempel in mehreren Städten errichtet. Ein prächtiger Tempel namens Horizont des Aton entstand in Hermontes, während in Heliopolis ein weiterer mit dem Namen Erhöhung des Re neben einem königlichen Palast errichtet wurde. Weitere Tempel entstanden in Hermopolis, Memphis, im Fayum und im gesamten Nildelta. Doch trotz dieser großartigen Bauten gelang es Echnatons neuer Religion nicht, viele wahre Anhänger zu gewinnen. Die Beamten übernahmen den Aton-Kult zwar nach außen hin aus Respekt vor dem König, doch seine Lehren waren für die meisten Ägypter zu abstrakt und zu intellektuell. Selbst in der Stadt des Horizonts verstanden nur wenige die wahre Tiefe von Echnatons Vision.
In dieser Zeit nahm der König auch eine wichtige Änderung am offiziellen Namen des Aton vor. Ursprünglich hatte er seinen Gott als Hitze, die im Aton ist, bezeichnet, eine Formulierung, die seit den frühen Tagen seiner Bewegung in Gebrauch war. Doch das Wort Hitze ähnelte dem Namen einer älteren Gottheit, was zu Verwechslungen führen konnte. Um absolute Klarheit zu gewährleisten, änderte er den Titel in Glanz, der vom Aton ausgeht, und integrierte das Hieroglyphenzeichen für Ra, die Sonne, in den Namen. Der genaue Grund für diese Änderung bleibt unklar, doch sie deutet darauf hin, dass die neue Formulierung seine Vorstellung von Atons göttlicher Kraft besser vermittelte. Selbst heute ist es schwierig, eine präzise Bezeichnung für jene lebensspendende Kraft zu finden, die Echnaton beschrieb. Eine Energie, die weit über das Sonnenlicht hinausging und die Essenz der Schöpfung selbst verkörperte. Das genaue Datum dieser Änderung ist unsicher, doch man nimmt an, dass sie zwischen dem 10. und dem 13. Regierungsjahr Echnatons erfolgte, höchstwahrscheinlich um das 12. Jahr, als er etwa 23 Jahre alt war. Die Inschriften auf dem äußeren Schrein von Königin These verwenden noch die ältere Form des Aton-Namens, was darauf hindeutet, dass die Änderung erst nach ihrem Tod stattfand. Da Königin These während der Ereignisse, die im Grab des Huja im 12. Jahr festgehalten wurden, noch lebte und ihr Name in einem Brief von Duschratta aus derselben Zeit erscheint, muss sie in der zweiten Hälfte dieses Jahres verstorben sein. Allerdings zeigen einige Gräber, die die neuere Aton-Schreibweise enthalten, auch Darstellungen von Echnatons Töchtern, was darauf hindeuten könnte, dass sie etwas früher angelegt wurden. Ein kleiner chronologischer Widerspruch. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Echnaton bemerkenswerte Toleranz gegenüber jenen gezeigt, die weiterhin die alten Götter verehrten und sich sogar davor gehütet, das mächtige Priesteramt des Amun-Ra zu verfolgen. Doch mit dem Tod seiner Mutter, Königin These, verschwand diese Zurückhaltung. Da ihr Einfluss ihn nicht länger mäßigte, startete Echnaton eine erbitterte Kampagne gegen den Amun-Kult und entschlossen sich daran, jede Spur dieses Gottes aus Ägypten zu tilgen. Der König erließ einen weitreichenden Befehl. Der Name Amun sollte überall, wo er erschien, ausgelöscht werden. Der Umfang dieser Maßnahme war enorm. Seine Beauftragten durchkämmten das Land, meißelten den Namen von Tempelwänden, Grabinschriften, Statuen und Monumenten. Selbst kleinste Gegenstände wie persönliche Amulette und Haushaltsgegenstände blieben nicht verschont. Sie drangen tief in die Wüsten vor, um den Namen aus Inschriften zu tilgen, die Reisende auf abgelegenen Felswänden hinterlassen hatten. Sie erklommen Klippen entlang des Nils, um ihn aus Graffiti zu entfernen, betraten Privathäuser, um ihn von alltäglichen Gebrauchsgegenständen zu löschen, und selbst die Gräber der Toten wurden geöffnet, um sicherzustellen, dass der Name des Gottes aus den Totentexten entfernt wurde. Echnaton war bekannt für seine Gründlichkeit. Halbe Maßnahmen waren nicht seine Art. Seine Entschlossenheit, Amun zu tilgen, erstreckte sich sogar auf seine eigene Familie. Der Name seines Vaters, Amunhotep, der Amun ist zufrieden bedeutete, wurde überall, wo er zu finden war, entfernt. In den meisten Fällen ersetzte Echnaton ihn durch den Thronnamen seines Vaters, Nebmara, um jeglichen Bezug auf den inzwischen verhassten Gott zu vermeiden. Selbst das Grab von Königin These blieb nicht verschont. Seine Beamten drangen in die Grabkammer ein, entfernten den Namen Amunhotep von ihrem Schrein und ersetzten ihn mit Nebmara, sorgfältig in roter Tinte geschrieben. Sie kratzten sogar den Namen Amun von winzigen Kosmetikbehältern, bevor sie das Grab erneut versiegelten. Auch Echnatons eigener aufgegebener Geburtsname, Amunhotep, wurde zum Ziel. An Orten wie Gebel Silsileh wurde sein alter Name absichtlich getilgt. Dasselbe Schicksal traf die Namen von Adligen und Beamten, die den Gottesnamen trugen, ob Amunhotep, Setamun, Amunemhat oder Amunemapt, viele von ihnen mussten ihren Namen vollständig ändern.
Trotz dieser erbarmungslosen Säuberung hatte Echnaton nicht die Absicht, seine königlichen Vorfahren zu entehren. Seine Maßnahmen sollten nicht ihr Andenken schmälern, sondern einzig und allein Amun auslöschen, damit der wahre Gott Aton seinen rechtmäßigen Platz einnehmen konnte. Tatsächlich unternahm er Anstrengungen, seine Abstammung zu ehren. Sein oberster Bildhauer, Bek, ließ Amunhotep III. In seinen Monumenten darstellen. Huja, der Verwalter von Königin Teje, ließ Bilder des verstorbenen Königs in seinem Grab anbringen. Der private Tempel, den Echnaton für seine Mutter errichten ließ, enthielt Statuen seines Vaters. Und auch Hinweise auf seinen Großvater, Thutmosis IV., finden sich in Inschriften. Echnatons Aufzeichnungen legen nahe, dass er in seiner neuen Hauptstadt Schreine für seine Vorfahren errichten ließ, die von Priestern und Beamten betreut wurden. Wahrscheinlich plante er ein ähnliches Denkmal für sich selbst, da in Inschriften ein zweiter Priester des Königs erwähnt wird. Durch diese Weihehandlungen betonte Echnaton seine ununterbrochene Abstammung von den großen Pharaonen der Vergangenheit und unterstrich seine Legitimität als Sohn der Sonne. So wie spätere hebräische Religionsführer ihre Stammbäume sorgfältig verzeichneten, um ihre Abstammung von Adam und damit von Gott zu belegen, nutzte Echnaton diese Verbindungen, um sein göttliches Erbe zu demonstrieren, sein Recht auf die Titel Kind des Aton und Sohn der Sonne. Die Stadt des Horizonts des Aton war nun zu einer Stadt der Tempel geworden. Es gab Schreine für Echnatons Vorfahren, einen Tempel für seine Mutter, Königin Teje, und ein Heiligtum für seine Schwester, Baketaton. Ebenso existierte das Haus der Ruhestätte des Aton, in dem Königin Nofretete Zeremonien leitete. Über allem thronte der große Tempel des Aton, der wahrscheinlich mehrere der in Inschriften erwähnten Gebäude umfasste. Der große Tempel selbst war ein beeindruckendes Bauwerk. Er war von hohen Mauern umgeben, ähnlich denen späterer Tempel wie in Edfu. Innerhalb dieser Umfriedung befanden sich zwei getrennte Gebäude hintereinander, sodass ein weiter Gehweg um sie herum führte. Beim Betreten durch das Haupttor wurden die Besucher von der prächtigen Fassade des ersten Tempels empfangen. Zu beiden Seiten des Eingangs befanden sich kleine Logen oder Sakristeien. Über dem Portal erhoben sich zwei gewaltige Pylone, aus denen 5 hohe Fahnenmasten in den Himmel ragten, jede mit einem flatternden roten Banner. Das Tor zwischen den Pylonen öffnete sich zu einem weitläufigen, sonnenbeschienenen Hof, in dessen Mitte ein hoher Altar stand, zugänglich über eine Treppe. Entlang der Seiten des Hofes reihten sich eine Reihe von Kapellen und Kammern. Ein zweites Tor führte in einen weiteren offenen Hof, dann ein drittes, gefolgt von einem 4. Bereich, wo sich die Besucher in einer schattigen Säulenhalle ausruhen konnten. Weiter vorn betrat man einen 5. und dann einen 6. Hof, jeder mit Altären, die im Sonnenlicht erstrahlten und von kleinen Räumen umgeben waren. Das letzte Tor öffnete sich zum 7. und letzten Hof, in dessen Mitte ein weiterer Altar stand, umgeben von weiteren Kammern. Hinter dem Haupttempel, jedoch innerhalb desselben Geländes, befand sich ein kleinerer, möglicherweise noch heiligerer Tempel. Sein Eingang wurde von einer Säulenhalle markiert, wobei jede Säule von einer Statue Echnatons flankiert wurde, oft begleitet von einer kleineren Figur Nofretetes oder einer ihrer Töchter. Die Architektur war so gestaltet, dass man erst beim Betreten den Blick auf das Innere freigegeben bekam. Der innere Hof beherbergte einen weiteren Altar, während sich entlang des Geländes kleine Kapellen und Gebetsräume befanden. Diese Tempel waren lebendig mit Farben geschmückt, und während der Feste wurden sie mit Blumen und Opfergaben geschmückt. Rote Bänder hingen im gesamten Tempelkomplex und verstärkten seine einladende Atmosphäre. Und anders als die dunklen, geheimnisvollen Tempel des Amun, die mit schummrigen Hallen, versteckten Kammern und unterirdischen Gängen Furcht und Ehrfurcht hervorriefen, waren die Tempel des Aton offen, hell und lichtdurchflutet.
Echnaton hatte kein Interesse an Geheimniskrämerei oder angsteinflößender Anbetung. Er lehnte die abergläubischen Rituale und theatralischen Inszenierungen der Priester ab. Im Gegensatz zur bedrohlichen Dunkelheit der alten Tempel, in denen Priester aus verborgenen Räumen flüsterten und Gläubige im Halbdunkel zitterten, verkörperten Echnatons Tempel Transparenz und Licht. Seine Vorstellung von Gott war direkt und ehrlich, wie die eines Kindes, das zu einem liebevollen Vater aufblickt. Da er glaubte, die ultimative Wahrheit gefunden zu haben, sah er keinen Grund für mystische Täuschungen. Für Echnaton war wahre Anbetung offen, freudvoll und erfüllt von tiefem Respekt für die lebensspendende Energie der Sonne. Die Stadt des Horizonts des Aton war zu einem Ort von außergewöhnlicher Schönheit geworden. Jahre sorgfältiger Planung und immense Ressourcen hatten Felder und Wildnis in eine der prächtigsten Städte der Antike verwandelt. Ein Adliger namens Maya beschrieb sie als eine herrliche Stadt, voller Freude und reich an Opfergaben, deren Anblick Wonne bringt. Sie zu erblicken ist, als würde man einen Blick auf den Himmel erhaschen. Musik erfüllte die Luft und der Duft von Blumen zog durch die Straßen. Neben den großen Tempeln und öffentlichen Gebäuden war die Stadt mit Palästen geschmückt, jeder umgeben von üppigen Gärten. Eine dieser Villen, dargestellt im Grab des Merira, gibt einen Einblick in den komfortablen und doch eleganten Lebensstil ihrer Bewohner. Besucher betraten zunächst einen ummauerten Innenhof, bevor sie das Hauptgebäude erreichten. Eine schattige Vorhalle, gestützt von 4 mit dekorativen Bändern geschmückten Säulen, markierte den Eingang. Über der Tür blickte eine Reihe gemeißelter Kobras herab, ein in der ägyptischen Architektur weit verbreitetes Schutzsymbol. Im Inneren führte eine geräumige Halle zu einem großen Speisesaal mit 12 Säulen. Die Decke war möglicherweise mit Darstellungen von Vogelschwärmen bemalt, die durch den Himmel flogen, während in der Mitte des Saals unter einem kunstvollen Baldachin der Esstisch mit leuchtend gepolsterten Stühlen stand. Dahinter führte ein Innenhof zu privaten Räumen, darunter ein Schlafgemach mit einem aufwendig gepolsterten Bett. Die Gemächer der Frauen befanden sich vermutlich in einem separaten Teil des Hauses, sind aber in den Reliefs nicht dargestellt. Der Palast von Echnatons Schwiegervater Eje war noch prächtiger. Man betrat ihn durch ein imposantes Portal, das zu einem Innenhof führte, welcher wiederum Zugang zu einer großen Empfangshalle bot. Von dort gelangten die Besucher durch eine Abfolge von Räumen, darunter private Kammern und Festsäle. In einer Szene tanzen 2 elegant gekleidete Frauen gemeinsam zu den Klängen einer Harfe, während in einer anderen ein Mädchen einen Solotanz aufführt, während eine Dienerin die Haare eines sitzenden Adligen richtet. Das Haus enthielt Musikinstrumente wie Lauten, Harfen und Leiern sowie kunstvoll gefertigte Kosmetikbehälter und Dekorationsgegenstände. Ein kleinerer Innenhof, gefüllt mit duftenden Blumen und Wasserbecken, verlieh dem Anwesen eine Atmosphäre der Ruhe und Kühle. Im gesamten Haus standen zierliche Tische mit Weinkrügen und Obstschalen, während gepolsterte Stühle mit Fußhockern zur Entspannung einluden. Diener eilten umher, um Erfrischungen zu servieren, den Boden zu fegen oder sich in den Gängen für einen kurzen Plausch zu treffen. Echnatons Palast, obwohl nicht vollständig in Grabmalereien dargestellt, wurde teilweise bei modernen Ausgrabungen freigelegt. Wie andere königliche Residenzen jener Zeit war es ein lichtdurchflutetes, luftiges Bauwerk aus Ziegeln. Seine Wände, Decken und Böden waren mit kunstvollen Malereien verziert, während Säulen mit eingelegtem Glas und bunten Steinen die leichten Dächer stützten. Einige der bemalten Böden sind bis heute erhalten geblieben und geben modernen Besuchern einen Einblick in die lebhaften Szenen, die einst den Pharao und seine Königin umgaben. Ein junges Kalb, das freudig durch ein Feld roter Mohnblumen springt. Wildgänse, die aus dem Schilf auffliegen und dabei Schmetterlinge aufscheuchen. Fische,
die zwischen den Wellen eines von Lotusblüten durchzogenen Teiches gleiten. Diese Darstellungen brachten Bewegung und Leben in den Palast. Die Kunst der Zeit. Echnatons erreichte neue Höhen, insbesondere in der Darstellung von Pflanzen und Tieren. Die verschlungenen Reben von Weinstöcken wurden mit bemerkenswerter Genauigkeit wiedergegeben und die Bewegungen von Tieren wurden mit einer Realitätsnähe eingefangen, die in der ägyptischen Kunst zuvor unerreicht war. Einige Forscher haben sogar vorgeschlagen, dass die Künstler am Hof Echnatons in diesen Aspekten jede andere Tradition der antiken Welt übertrafen. Auch die Bildhauerei erreichte eine Meisterschaft, die es in Ägypten zuvor nicht gegeben hatte. Die Statuen dieser Epoche, insbesondere jene des Pharaos selbst, zeigen eine handwerkliche Perfektion, die mit der Kunst späterer Renaissance-Bildhauer wie Donatello und Cellini vergleichbar ist. Es ist möglich, dass Auta, der Oberbildhauer von Königin Teje, für die Schaffung dieser Statuen verantwortlich war, ebenso wie für den kunstvoll gestalteten Kopf eines jungen Mädchens, vermutlich einer der Töchter Echnatons. Im Grab des Huya ist eine Szene erhalten, die Auta in seiner Werkstatt zeigt, wie er letzte Hand an eine Statue von Prinzessin Baketaton legt. Auf einem niedrigen Hocker sitzend, hält er eine Palette in der Hand und bemalt sorgfältig die Oberfläche der Statue, gemäß der ägyptischen Tradition, Skulpturen mit Farbe zu versehen. Anders als die starren und formalen Posen früherer ägyptischer Kunst zeigt diese Statue eine natürliche, anmutige Haltung. Die junge Prinzessin steht entspannt da, eine Hand ruht an ihrer Seite, während die andere einen Granatapfel an ihre Lippen führt, als wolle sie hineinbeißen. Autas Assistent steht in der Nähe und überwacht die Arbeit, während zwei Lehrlinge kleinere Projekte bearbeiten, ihre Meißel ordentlich auf einem Tisch neben ihnen angeordnet. Die Meisterwerke, die Auta und seine Kollegen schufen, sind bleibende Zeugnisse der Herrschaft Echnatons und stellen sicher, dass sein Vermächtnis überdauert, wie er selbst gesagt haben könnte, bis der Schwan schwarz und die Krähe weiß wird. Man kann hoffen, dass der Tag nahe ist, an dem die ägyptische Kunst die Anerkennung erhält, die sie verdient, und dass Echnatons Name neben großen Förderern wie den Medici genannt wird. Nicht nur als Herrscher, sondern als Visionär, der künstlerisches Genie förderte. Es war Echnaton, der Ägyptens Künstler von starren Traditionen befreite und sie dazu ermutigte, die Welt so darzustellen, wie sie wirklich sahen. Er lenkte ihren Blick auf die Schönheit der Natur und drängte sie, ihren Werken die Essenz des Lebens einzuhauchen, das Licht, das vom Aton kommt. Und wenn diese wenigen erhaltenen Schätze aus der zerstörten Stadt des Horizonts noch immer das Herz berühren, dann liegt es daran, dass Echnaton selbst den Rhythmus ihrer Inspiration setzte. Um das 13. Jahr von Echnatons Herrschaft wurde eine 5. Tochter, Neferneferura, geboren. Dies war die erste Tochter, die nach den religiösen Umwälzungen seiner Regierungszeit zur Welt kam. Und es ist bemerkenswert, dass während die Namen seiner vorherigen Töchter Aton enthielten, ihr Name stattdessen Ra umfasste. Diese Entwicklung setzte sich mit der Geburt einer 6. Tochter, Setepenra, im 14. Jahr seiner Herrschaft fort. Obwohl die genaue Bedeutung dieser Namensänderung unklar ist, deutet sie darauf hin, dass sich Echnatons Theologie weiterentwickelte und Ra in seinem religiösen Denken eine zunehmend prominente Rolle spielte. Trotz der Freude über diese Geburten war Echnaton jedoch noch immer nicht mit einem Sohn gesegnet. Im folgenden Jahr wurde eine 7. Tochter geboren, was für das königliche Paar eine weitere Enttäuschung darstellte, da ihnen ein männlicher Erbe versagt blieb. In den letzten beiden Jahren von Echnatons Herrschaft wurden entweder keine weiteren Kinder geboren oder sie überlebten das Säuglingsalter nicht, sodass er ohne einen Sohn starb, der den Thron hätte übernehmen können. Es ist bemerkenswert, sich Echnaton, den idealistischen Herrscher,
umgeben von seinen 6 Töchtern vorzustellen, wie er auf den Monumenten dargestellt wird. Anders als andere Pharaonen, die in offiziellen Darstellungen Distanz zu ihren Familien wahrten, wurde Echnaton stets als hingebungsvoller Ehemann und Vater gezeigt. Für ihn war das Familienleben heilig und er betonte seine Bedeutung für seine Anhänger. Er ermutigte auch seine Adligen, ihre Familien zu schätzen. Und im Grab des Panehesi wird der Beamte beispielsweise sitzend mit seiner Frau und seinen 3 Töchtern dargestellt. Ein Ausdruck dieser Werte. Echnatons tiefe Zuneigung zu seinen Töchtern wurde besonders deutlich, als eine diplomatische Heirat arrangiert wurde. Jahre zuvor hatte sein Vater, Amenhotep III., die junge Nofretete, damals etwa 8 Jahre alt, ohne Zögern aus Mitanni nach Ägypten schicken lassen. Doch als der König von Babylon, Buraburiash, um eine ägyptische Prinzessin als Braut für seinen Sohn bat, handelte Echnaton anders. Anstatt das Mädchen sofort zu senden, arrangierte er eine symbolische Hochzeit per Stellvertreter, sodass seine Tochter noch mehrere Jahre bei ihm bleiben konnte. Dies wird durch einen Brief von Buraburiash bestätigt, in dem er erwähnt, dass er eine Halskette mit über 1000 Steinen an die Tochter des Pharaos, die Frau seines Sohnes, geschickt habe, obwohl sie sich noch immer in Ägypten befand. Während Echnatons 7 Töchter im königlichen Palast aufwuchsen, lebten möglicherweise 2 weitere Prinzessinnen dort. Seine jüngere Schwester Baketaton, die ihre Mutter, Königin Teji, bei einem Besuch in der Stadt des Horizonts begleitet hatte, wird nach diesem Ereignis nicht mehr erwähnt und könnte in jungen Jahren gestorben sein. Eine weitere Bewohnerin des Palastes war Nesemut, die Schwester von Königin Nofretete. Sie erscheint häufig in Grabdarstellungen, stets in Begleitung 2 Zwerginnen, Para und Renehe, die vermutlich sowohl als Dienerinnen als auch als Unterhalterinnen für die junge Prinzessin dienten. Echnatons Darstellung in der Kunst, umgeben von seinen Kindern in entspannter und liebevoller Weise, spiegelt einen einzigartigen Aspekt seiner Herrschaft wider. Während er den formellen Respekt erwartete, der einem Pharao gebührte, suchte er zugleich echte Zuneigung und Verständnis von den Menschen um ihn herum. Als oberster Herrscher blieb er distanziert und ehrfurchtgebietend, doch als Mensch gab er ein Beispiel für Freundlichkeit, Aufrichtigkeit und Hingabe an seine Familie. Selbst in offiziellen Anlässen, wo die Tradition strenge Förmlichkeit verlangte, brach er mit Konvention. Er scherzte mit seinen Kindern oder zeigte seiner Frau in der Öffentlichkeit Zärtlichkeit. Viele der Adligen und Beamten, die mit größter Ehrfurcht vor seinen Thron traten, waren in Wirklichkeit enge Freunde des Königs. Echnaton missachtete aristokratische Tradition und wählte seine engsten Vertrauten eher nach Charakter als nach edler Abstammung aus. Während er grundlegende höfische Etikette bewahrte, scheute er sich nicht, einfache Männer in hohe Ämter zu erheben und oft Männer bescheidener Herkunft mit angesehenen Positionen zu betrauen. May, einer der hochrangigen Beamten der Stadt, beschrieb seinen Aufstieg unter Echnaton folgendermaßen: Ich war ein Mann niedriger Herkunft, sowohl von der Seite meines Vaters als auch meiner Mutter, doch der König hat mich emporgehoben. Er ließ mich durch seine Großzügigkeit gedeihen, als ich ein Mann ohne Besitz war. Er gab mir täglich Nahrung und Vorräte, ich, der einst um Brot bettelte. Ebenso bemerkte Huja, der Verwalter von Königin Teje, dass Echnaton Männer aus der Arbeiterklasse beförderte, und Panehesi schrieb, dass der König Fürsten machte und die Niedrigen erhob. Er fügte hinzu: Als ich unter den Großen unbekannt war, wurde ich in das Vertrauen des Königs aufgenommen. Doch ebenso schnell wie er Aufstieg ermöglichte, konnte Echnaton diejenigen fallen lassen, die ihn enttäuschten. May zum Beispiel wurde später in Ungnade gestoßen und aus der Stadt verbannt.
Eine der aufschlussreichsten Quellen über das Leben in der Stadt des Horizonts stammt aus dem Grab des Mahu, des obersten Polizeichefs und engen Vertrauten des Königs, der vermutlich nicht adliger Herkunft war. Sein Grab bietet faszinierende Einblicke in die damalige Strafverfolgung. Eine Reihe von Reliefs zeigt die Festnahme einer Gruppe von Ausländern, möglicherweise Beduinen, die entweder als Diebe oder gar als Spione verdächtigt wurden. Die Szene beginnt mit Mahu, der in den frühen Morgenstunden eines Wintertages mit dringenden Neuigkeiten geweckt wird. Ein Diener bläst Glut an, um ein Feuer zu entfachen, da die Morgenluft kalt ist. Nachdem Mahu den Bericht gehört hat, befiehlt er seinen Streitwagen und eilt zum Tatort, wo er die Verdächtigen bald fasst. Sie werden vor den Wesir gebracht, der Mahu und seine Männer mit anerkennenden Worten empfängt. Mahu sprach: Untersucht diese Männer sorgfältig, edle Fürsten des Hofes, denn sie wurden von fremden Mächten hierher gesandt, mit Absichten, die uns noch unbekannt sind. Ihre Anwesenheit in unserem Land erfordert eure sofortige Aufmerksamkeit und eine gründliche Untersuchung. Dies deutet darauf hin, dass es sich bei den Gefangenen um Spione oder gar Attentäter gehandelt haben könnte, die einen Anschlag auf den Pharao planten. Obwohl Echnatons Regierung weitgehend friedlich war, war seine Stadt gut geschützt. Das gleiche Grab enthält eine Szene, in der der König die Befestigungsanlagen der Stadt inspiziert. Er ist zu sehen, wie er seinen Streitwagen lenkt, begleitet von seiner Frau Nofretete und seiner ältesten Tochter Meritaton. Die lebhaften Pferde scheinen schwer zu bändigen zu sein, was noch dadurch verstärkt wird, dass die verspielte Meritaton sie mit einem Stock neckt. Doch Echnaton bleibt gelassen, hält die Zügel mit ruhiger Hand, während er sich mit Nofretete unterhält und gleichzeitig Mahu, der neben dem Wagen läuft, Anweisungen gibt. Anders als frühere Pharaonen, die sich mit schwer bewaffneten Leibwächtern umgaben, wird Echnaton nur von einer leicht bewaffneten Polizeieskorte begleitet, was auf ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens in sein Volk hindeutet. Die Stadtverteidigung umfasste strategisch platzierte Blockhäuser sowie ein ausgeklügeltes System aus Seil- oder Drahtbarrieren. In mehreren Gräbern sind Szenen erhalten, die zeigen, wie Beamte für ihre Verdienste großzügige Belohnungen von Echnaton erhielten. Eine solche Darstellung findet sich im Grab des Pentu, wo der König in seinem Palast sitzt und dem Beamten persönlich goldene Halskragen umlegt, ein Zeichen höchster königlicher Gunst. Die Szene spielt in einem Hof mit einem kleinen Teich, umgeben von Blumen, doch große Teile der Darstellung sind beschädigt. Trotz der vielen architektonischen Details steht das intime Moment zwischen Pharao und seinem treuen Diener im Mittelpunkt. Echnaton war sowohl ein großzügiger Förderer als auch ein anspruchsvoller Herrscher. Er schätzte diejenigen, die ihn in seiner Mission unterstützten, und belohnte sie reichlich. Gleichzeitig war er unerbittlich in seiner Vision und zeigte wenig Geduld mit jenen, die seinen Erwartungen nicht gerecht wurden. Seine Herrschaft war von einer ungewöhnlichen Mischung aus Freundlichkeit, Demut und unnachgiebiger Entschlossenheit geprägt, Eigenschaften, die ihn von allen anderen Pharaonen vor und nach ihm unterschieden. Aufgrund seiner fragilen Gesundheit begann Echnaton früh mit den Vorbereitungen für seine Grabstätte und wählte ein abgelegenes Tal hinter der Stadt des Horizonts als seine letzte Ruhestätte. Der Ort war rau und unbarmherzig. Eine trostlose Landschaft aus zerklüfteten Klippen und ausgetrockneten Flussbetten, wo im Winter der Wind heulte und die Sommerhitze unerträglich war. Hier, inmitten der Rufe der Schakale und dem Echo der Eulen in der Nacht, plante Echnaton seine Bestattung. Im Gegensatz zu den blühenden, von Blumen erfüllten Gärten, die er so liebte, war dieser Ort karg und leblos, was seiner Überzeugung entsprach, dass seine Seele, erhoben in das Licht des Aton, die Schönheit der irdischen Welt nicht mehr benötigen würde. Das Grab selbst bestand aus einem abwärts führenden Gang, der in eine in den Felsen gehauene Halle mit 4 Säulen mündete.
In dieser Kammer stand ein Sarkophag aus rosafarbenem Granit, der den Körper des Pharaos aufnehmen sollte. Die Wände waren mit in Gips geschnitzten Szenen der Aton-Verehrung verziert. Eine kleine Seitenkammer führte zu einem weiteren Gang, der möglicherweise für Nofretetes Bestattung vorgesehen war, doch die Arbeiten wurden nie vollendet. Der Bau des Grabes wurde durch eine persönliche Tragödie unterbrochen: den Tod von Echnatons zweiter Tochter, Meketaton, kurz vor ihrem 9. Geburtstag. Sie war bereits seit einiger Zeit krank gewesen, und obwohl ihr Tod vielleicht nicht überraschend kam, war der Schmerz ihrer Eltern tief. Ihr Körper wurde in einer der Grabkammern beigesetzt, und auf Echnatons Befehl hin wurden die Wände mit Trauerszenen geschmückt. In diesen Darstellungen ist Königin Nofretete zu sehen, wie sie ihr neugeborenes 7. Kind, dessen Name nicht überliefert ist, in den Armen hält, während ihre 5 anderen Töchter neben ihren Eltern um ihre verstorbene Schwester trauern. Es ist eine seltene und zutiefst bewegende Darstellung eines Pharaos, der offen um sein Kind trauert, ein krasser Gegensatz zu den üblichen Darstellungen ägyptischer Könige als unnahbare und unerschütterliche Gestalten. Doch dies war nicht Echnatons einziger Kummer. Trotz jahrelanger Bemühungen griffen seine religiösen Reformen nicht so, wie er es erhofft hatte. Er spürte die Unaufrichtigkeit vieler, die sich äußerlich zu seinen Lehren bekannten, doch im Inneren den alten Göttern treu blieben. Er wusste, dass es nur wenige oder gar keine gab, die seine Vision nach seinem Tod fortführen würden. Als er durch seine Paläste und Tempel wandelte, musste ihm bewusst gewesen sein, dass alles, was er geschaffen hatte, auf einem unsicheren Fundament ruhte. Sein Traum von einem Reich, das unter der Anbetung des Aton geeint war, begann zu zerbrechen, und die Nachrichten aus Syrien, wo sich Unruhen ausbreiteten, verstärkten nur seine Verzweiflung. Während er versuchte, den Himmel auf die Erde zu bringen, musste er erkennen, dass seine Zeit ablief. In dieser Zeit wuchsen die Spannungen zwischen dem König von Babylon, dessen Sohn eine von Echnatons Töchtern geheiratet hatte, und dem König von Mitanni, dem Vater von Echnatons geliebter Nofretete. Echnaton geriet mitten in ihren Konflikt. Der babylonische König war seit einiger Zeit krank, doch Nofretete hatte nie ihre Anteilnahme bekundet, vermutlich aufgrund der angespannten Beziehung ihres Vaters zu Babylon. Dies wurde als Beleidigung aufgefasst, und der babylonische König sandte schließlich einen Brief an Echnaton, in dem er seinen Unmut äußerte. Er erklärte, dass er zwar weiterhin diplomatische Geschenke schicke, doch nur ein kleiner Teil davon für die Herrin des Hauses bestimmt sei. Eine spitze Bemerkung gegen Nofretete für ihre mangelnde Sorge um seine Gesundheit. Kurz darauf sandte der babylonische Herrscher einen weiteren Brief voller Beschwerden, in dem er behauptete, dass seine Gesandten auf ägyptischem Gebiet ausgeraubt worden seien und eine Entschädigung forderte. Ein dritter Brief folgte, in dem er ähnliche Anschuldigungen erhob und unterschwellig mit möglichen Konsequenzen drohte. Gleichzeitig verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Echnaton und dem König von Mitanni weiter, und zu einem Zeitpunkt ließ der mitannische Herrscher einen ägyptischen Gesandten namens Mani festsetzen, was die Spannungen weiter anheizte. Es machte sich ein wachsendes Maß an Respektlosigkeit gegenüber Echnaton unter den ausländischen Herrschern breit, was für einen König, der eine der mächtigsten Armeen der Welt befehligte, besonders frustrierend gewesen sein muss. Er hätte jede Opposition in Asien mühelos niederschlagen können, doch er blieb seinen Prinzipien des Friedens treu. In einem Brief an einen syrischen Fürsten, dessen Loyalität in Frage stand, machte Echnaton seine Stärke dennoch unmissverständlich klar. Ich bin wohlauf, ich, die Sonne am Himmel, und meine Streitwagen und Soldaten sind unzählbar, von Oberägypten bis Unterägypten, und von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dorthin, wo sie untergeht, ist das ganze Land in Frieden und Sicherheit. Diese Worte zeigen deutlich, dass Echnaton sich seiner militärischen Macht sehr wohl bewusst war und von anderen erwartete, diese anzuerkennen.
Doch wie die kommenden Ereignisse zeigen würden, weigerte er sich standhaft, diese Macht einzusetzen, selbst wenn er provoziert wurde. Kapitel 8 – Der Zusammenbruch der ägyptischen Macht in Syrien. Der östliche Rand des Mittelmeers wird im Süden von Ägypten und der Wüste begrenzt, im Osten von Palästina und Syrien und im Norden von Kleinasien, wodurch eine grobe Dreiecksform entsteht. Während der Herrschaft des großen Kriegerpharaos Thutmosis III. Erstreckte sich Ägyptens Reich im Nordosten bis an die Grenze, wo Syrien auf Kleinasien trifft. Die Insel Zypern, die einer Hand mit ausgestrecktem Finger ähnelt, schien direkt auf diese Grenze zu deuten, nahe den Amanusbergen. Östlich dieser Grenze lag das Königreich Mitanni, die Heimat von Königin Nofretete. Mitanni diente als Pufferstaat zwischen den ägyptischen Besitzungen in Syrien und den uneroberten Gebieten dahinter. Die Pharaonen Ägyptens hatten durch Heiratsallianzen enge diplomatische Beziehungen zu Mitanni gepflegt, um Stabilität in der Region zu gewährleisten. Weiter nordöstlich markierte die aufstrebende Macht Assyriens den Rand der bekannten Welt, während im Norden die Hethiter, ein kriegerischer Völkerbund, möglicherweise Vorfahren der Armenier, Kleinasien kontrollierten. Die größte Bedrohung für Ägyptens Herrschaft in Syrien ging von diesen furchteinflößenden Kriegern aus, und die ägyptischen Führer beobachteten ihre Bewegungen mit wachsender Besorgnis. Sollten die Hethiter nach Süden vordringen, könnten sie entweder durch Mitanni einfallen, den Küstenweg über das Libanongebirge nehmen oder durch Zentralsyrien marschieren, wo Städte wie Tunib und Kadesh als letzte Verteidigungslinie Ägyptens standen. Als Echnaton den Thron bestieg, war der hethitische König Sepleel, der zunächst freundschaftliche Beziehungen zu Ägypten pflegte. Doch als einige hethitische Krieger nach Mitanni eindrangen, wurden sie von Duschrata, dem mitannischen König und Echnatons Schwiegervater, zurückgeschlagen. Dieses Ereignis belastete die Beziehungen zwischen Ägypten und den Hethitern, und obwohl Sepleel eine Gesandtschaft in die Stadt des Horizonts entsandte, brach die Korrespondenz zwischen den beiden Herrschern bald ab. Echnaton, der Krieg zutiefst ablehnte, hatte kein Interesse daran, Beziehungen zu den militaristischen Hethitern zu pflegen. Schon bald, da es ihnen nicht gelang, in Mitanni vorzudringen, verlagerten die Hethiter ihren Fokus nach Westen und eroberten die Küstenregion Amki, die zwischen den Amanusbergen und dem Libanongebirge lag. Die Aufgabe, sie aufzuhalten, fiel Asiru zu, einem amoritischen Fürsten, der die Gebiete zwischen Amki und Mitanni als ägyptischer Vasall beherrschte. Doch Asiru, wie schon sein Vater Abdashirta vor ihm, war von grenzenlosem Ehrgeiz getrieben und hegte wenig Loyalität gegenüber Ägypten. Er spielte geschickt beide Seiten, Ägypten und die Hethiter, gegeneinander aus und nutzte jede Gelegenheit, um seine eigene Macht auf Kosten beider auszubauen. Sein Verhalten sollte bald zu einer großen Herausforderung für Echnaton und die Stabilität des ägyptischen Reiches im Norden werden. Echnatons Herangehensweise an die Verwaltung seines Reiches, insbesondere seine Politik in Syrien, wirkte nach den Maßstäben seiner Zeit schwach und unrealistisch. Imperien werden nicht allein durch Ideale regiert, und der Versuch, Frieden und Wohlwollen rebellischen Untertanen aufzuzwingen, führt oft eher zu Chaos als zu Harmonie. Während der junge Pharao in seiner prächtigen neuen Hauptstadt Hymnen an Aton verfasste, bereiteten sich die syrischen Fürsten auf den Aufstand vor und schürten Unruhen, die bald Ägyptens isolierte Garnisonen erreichen sollten. Sie hatten keinerlei Interesse an Echnatons Vision eines liebenden und universellen Gottes, der alle Menschen gleichermaßen regierte. Für sie war ein wahrer Gott ein Krieger, einer, der seine Feinde zerschlug, den Sieg in der Schlacht brachte und jede Beleidigung rächte. Der furchteinflößende Baal, der unerbittliche Teschub, die rachsüchtige Ishtar,
Das waren die Gottheiten, die sie fürchteten und respektierten. Wie sie wohl über Echnatons friedfertigen Aton gespottet haben müssen. Wie sie gelacht haben müssen über den Pharao, der Gebete über den Krieg stellte und glaubte, allein durch Liebe regieren zu können. Liebe. Die bloße Vorstellung war erstaunlich, schön, aber in einer Zeit unablässiger Kriege völlig unpraktisch. Echnaton war seiner Zeit um mehr als 3000 Jahre voraus, als er Frieden predigte in einer Welt, die nur den Krieg kannte. Selbst heute kämpft die Menschheit noch immer darum, diese Ideale zu verwirklichen. In der Moderne haben wir das Konzept eines friedvollen und gütigen Gottes verstanden. Doch in Echnatons Ära, mehr als 1000 Jahre vor Christus, Jahrhunderte vor David und Salomon, lange vor Moses, war seine Botschaft verfrüht. Wie ein kurzer Lichtstrahl, der durch dunkle Sturmwolken bricht, leuchtete seine Vision für einen Moment auf, war aber dazu bestimmt, von der Finsternis seiner Zeit verschlungen zu werden. Seine Ideale waren edel, doch sie kosteten Ägypten teuer. Letztlich führte seine Politik zum Verlust des ägyptischen Imperiums. Echnatons Glaube an Gott bedeutete eine entschiedene Ablehnung des Krieges. Betrachtet man die Aufzeichnungen aus dieser Zeit, wird eines deutlich: Er traf bewusst die Entscheidung, nicht zu kämpfen, überzeugt davon, dass Krieg eine Beleidigung des Göttlichen war. Er war bereit, alles zu akzeptieren, ob Erfolg oder Niederlage, ohne zu den Kriegsgöttern zurückzukehren. Damals galten Imperien als persönliches Eigentum ihrer Herrscher, nicht als Besitz der erobernden Nationen. Die Bevölkerung Syriens empfand keine besondere Loyalität gegenüber Ägypten. Sie wollten einfach von einem der ihren regiert werden. Für Echnaton bedeutete die Entscheidung, seine Territorien nicht zu verteidigen, dasselbe wie für einen König von heute, wenn er seine privaten Ländereien verschenken würde. Er verriet nicht sein Volk, denn in jener Zeit gab es kein Konzept von nationalem Patriotismus, nur die Treue zum Herrscher als Person. Er opferte seine Herrschaftsgebiete freiwillig für seine Überzeugungen und stellte seine Prinzipien über alles. Es war ein persönlicher Verlust, den er jedoch als Tribut an seinen Gott akzeptierte. Doch ein solcher Verlust muss ihn zutiefst getroffen haben. Er liebte Syrien und hatte gehofft, das Reich unter der Anbetung des Aton zu vereinen. Zusehen zu müssen, wie sein Traum langsam zerrann, muss für ihn herzzerreißend gewesen sein. Doch so sehr ihn das auch schmerzte, er war entschlossen, seiner Vision treu zu bleiben. Er würde sich nicht in die Kämpfe einmischen, die Syrien nun zerrissen, ganz gleich wie hoch der Preis sein mochte. Während Asiru, der ehrgeizige amoritische Anführer, seine Macht nahe der Grenzen Kleinasiens ausweitete, erklärte ein syrischer Fürst namens Itakama in Kadesh seine Unabhängigkeit und verbündete sich mit den Hethitern. Dadurch wurde die treue Stadt Tunip, das weiterhin freundliche Königreich Mitanni und sogar Asirus eigenes Territorium von direktem Kontakt mit Ägypten und den verbleibenden ägyptischen Gebieten in Palästina und Syrien abgeschnitten. 3 Vasallenkönige, möglicherweise mit Unterstützung von Duschrata, dem Herrscher Mit-Anes, starteten einen Angriff auf Itakama und seine hethitischen Verbündeten, wurden jedoch besiegt. Asiru nutzte die Gelegenheit geschickt. Eingeklemmt zwischen den Hethitern im Norden und Itakamas neu gegründetem Reich im Süden, führte er seine Truppen den Orontes hinab, eroberte Städte entlang der Mittelmeerküste und fügte sie seinem Herrschaftsgebiet hinzu. Dabei hielt er sich bewusst in einer zwielichtigen Position, so dass er für jede Seite eine passende Erklärung bereithielt. Den Hethitern gegenüber konnte er behaupten, ihr Vordringen zu unterstützen, indem er die Gebiete vor ihnen sicherte. Itakama konnte er als Verbündeter erscheinen, der eine Brücke zwischen Kadesh und den Hethitern bildete. Gegenüber Echnaton konnte er sich als Verteidiger ägyptischer Interessen gegen fremde Eindringlinge präsentieren. Doch trotz seiner geschickten Taktik wusste Asiru vermutlich,
dass sein langfristiges Überleben davon abhing, sich mit der stärkeren Macht zu verbünden. Die Hethiter gewannen zunehmend an Einfluss, und er wollte vermeiden, sie zu verärgern. Gleichzeitig durfte er Ägypten nicht zu sehr herausfordern, da die Armee des Pharaos nach wie vor in der Lage war, einen vernichtenden Schlag zu führen, sollte Echnaton den Befehl dazu geben. Stattdessen ließ Aziru die Hethiter ungehindert durch sein Territorium marschieren, wodurch sie weiter nach Süden über das Libanongebirge in Richtung Kadesh vordringen konnten. Im Gegenzug wurde ihm gestattet, seine eigene Macht weiter auszubauen, und er richtete seinen Blick auf die strategisch wichtigen Küstenstädte Simyra und Byblos. Doch Aziru stieß auf Widerstand und konnte diese Städte nicht einnehmen. Er änderte seine Strategie und marschierte stattdessen nach Osten in die Stadt Ni, die er erfolgreich eroberte, wobei ihr Herrscher getötet wurde. Sowohl den Hethitern als auch den Ägyptern versicherte er, dass diese Handlung in ihrem Interesse gewesen sei. Als der Gouverneur von Tunip von dem Fall von Ni erfuhr, richtete er einen verzweifelten Hilferuf an Echnaton. Er war nun völlig isoliert und wusste, dass Aziru ein Opportunist war, der nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht war. Sein Brief an den Pharao drückt tiefe Dringlichkeit und Verzweiflung aus. An den König von Ägypten, meinen Herrn, von den Menschen von Tunip, deinen treuen Untertanen. Möge es dir wohl ergehen, und wir verneigen uns vor deinen Füßen. Mein Herr, wir, die Menschen von Tunip, flehen dich an. In der Vergangenheit wagte es niemand, Tunip zu plündern, ohne die Vergeltung des mächtigen Thutmosis III. Zu fürchten. Die Götter Ägyptens verweilen noch immer hier, und unsere Stadt war lange deinem Reich treu. Frage deine Ältesten, ob dies nicht wahr ist. Doch nun sind wir verlassen. Wir gehören nicht mehr dir, unserem Herrn, dem König von Ägypten. Wenn deine Soldaten und Streitwagen nicht bald eintreffen, wird Aziru uns vernichten, so wie er die Stadt Ni zerstört hat. Wenn wir fallen, mein Herr, wirst du den Verlust deines Volkes betrauern, denn Aziru wird sich dann gegen dich wenden. Schon jetzt bereitet er sich darauf vor, Simyra einzunehmen. Und wenn ihm das gelingt, wird er tun, was immer ihm beliebt, in den Ländern, die dir, dem König von Ägypten, gehören. Dies sind dunkle Zeiten, und Tunip weint. Unsere Tränen fließen unaufhörlich, doch keine Hilfe kommt. Seit 20 Jahren senden wir Boten zu dir und flehen um Unterstützung, doch kein einziges Mal hat uns eine Antwort erreicht. Dieser Brief offenbart mehrere wichtige Aspekte. Erstens zeigt er, dass Echnatons religiöse Reformen in den fernen syrischen Städten entweder unbekannt waren oder nicht ernst genommen wurden. Der Gouverneur von Tunip sprach weiterhin von den alten ägyptischen Göttern, ohne zu wissen, dass Echnaton sie zugunsten des Aton abgeschafft hatte. Zweitens unterstreicht der Brief die anhaltende Ehrfurcht und Furcht vor dem legendären Thutmosis III., dessen Eroberungen Syrien einst unter ägyptische Herrschaft gebracht hatten. Sein Name allein hatte vermutlich über Jahrzehnte hinweg Frieden in der Region gewahrt. Schließlich deutet die Bemerkung des Gouverneurs, dass er seit 20 Jahren um Hilfe gebeten habe, darauf hin, dass die Krise in Syrien bereits vor Echnatons Herrschaft schwelte. Sein Vater, Amenhotep III., hatte Ägyptens ausländische Besitzungen weitgehend vernachlässigt, was bedeutete, dass der Zerfall des ägyptischen Reiches bereits vor Echnatons Regierungszeit begonnen hatte. Nun, da sich der Aufstand ausbreitete und Feinde näher rückten, stand Ägyptens einst mächtiges Imperium am Abgrund. Wie konnte Echnaton eine solch verzweifelte Bitte lesen und dennoch dem Befehl verweigern, eine Armee nach Syrien zu entsenden? Byblos und Simyra blieben weiterhin loyal und leisteten den vorrückenden Feinden Widerstand. Hätte Ägypten Truppen in diesen Häfen landen lassen, hätten sie schnell ins Landesinnere marschieren, Itakama in Kadesh besiegen und Aziru zwingen können, sich zu entscheiden.
was ihn wahrscheinlich dazu gebracht hätte, Duschratter und andere ägyptische Verbündete zu unterstützen und die Hethiter zurück über die Amanusberge zu drängen. Doch dies war Echnatons entscheidender Moment, seine schwerste Prüfung. Wie ein Friedensprophet, der Jahrhunderte seiner Zeit voraus war, stand er zwischen seinen Idealen und der harten Realität der Welt. So wie ein anderer großer Lehrer über 1000 Jahre später dieselbe Doktrin der Gewaltlosigkeit und des Opfers predigen würde, muss Echnaton tief gelitten haben, als er sah, wie seine wertvollsten Besitztümer, das Imperium, das seine Vorfahren aufgebaut hatten, vor seinen Augen zerfielen. Seine unruhigen Generäle in Ägypten müssen ihn unermüdlich bedrängt haben, ihm jeden nur denkbaren Grund vorgetragen haben, um ihn zum Handeln zu bewegen. Doch der junge Pharao blieb standhaft. Er würde seine Überzeugungen nicht aufgeben. Seine Weigerung zu kämpfen war keine Schwäche und keine Gleichgültigkeit. Es war ein tief verwurzelter Glaube an seine Prinzipien. In seinem Herzen mag er Worte vorweggenommen haben, die ein großer Anführer viele Jahrhunderte später aussprechen würde. Stecke dein Schwert zurück, denn wer das Schwert erhebt, wird durch das Schwert umkommen. Zu dieser Zeit kämpfte Ribadi, der treue König von Byblos, verzweifelt darum, seine Stadt zu verteidigen und flehte Echnaton an, Verstärkung zu senden, um die Garnison in Simyra zu entlasten. Er wusste, dass Byblos verloren war, wenn Simyra fiel. Unterdessen hatte sich Zimrida, der Herrscher von Sidon, von Ägypten abgewandt und sich mit Asiru verbündet, um gegen Tyrus zu marschieren. Abimilki, der König von Tyrus, sandte sofort eine Bitte um Hilfe an Echnaton. Doch als keine Antwort kam, schloss auch er sich Asiru an. Nun stand Ribadi allein. Umzingelt von Feinden, sandte er einen weiteren verzweifelten Brief an Echnaton. Simyra ist wie ein Vogel in einer Schlinge. Doch noch immer kam keine Antwort. Kurz darauf schrieb er erneut mit noch schlimmeren Nachrichten. Simyra, deine Festung, ist nun in den Händen der Kabiri. Die Kabiri waren beduinische Söldner aus der Wüste jenseits Palästinas, die nicht nur für Asiru kämpften, sondern auch begannen, sich eigenes Land zu nehmen. Ihre Überfälle dehnten sich weiter nach Süden aus, sodass die Städte Megiddo, Askalon, Geser und andere dringende Hilferufe nach Ägypten sandten. Doch Echnaton schwieg. Frustriert und sich selbst überlassen, rebellierten Askalon, Geser und Lachisch gegen Ägypten und griffen Jerusalem an, das weiterhin loyal geblieben war. Der Befehlshaber Jerusalems, Abd Kiba, sandte einen herzzerreißenden Hilferuf an den Pharao. Das gesamte Land des Königs, das sich gegen mich zu erheben begonnen hat, wird bald verloren sein. Von Ser bis zum Karmel sind alle Fürsten verschwunden. Feindschaft umgibt mich. Einst, als Ägypten über die Meere herrschte, beschützten deine mächtigen Armeen dieses Land. Doch jetzt nehmen die Kabiri die Städte des Königs ein. Kein einziger Fürst ist mehr treu. Möge der König Truppen senden, bevor es zu spät ist. Falls keine Verstärkung in diesem Jahr eintrifft, wird das gesamte Land des Königs verloren sein. Und wenn keine Armee kommt, so sende wenigstens einen Offizier, um mich und meine Brüder zu holen, damit wir mit unserem Herrn, dem König, sterben können. Als fürchtete er, dass seine Worte überhört würden, fügte Abd Kiba eine dringende Notiz für Echnatons Sekretär hinzu. Sorge dafür, dass diese Worte meinem Herrn, dem König, deutlich vorgetragen werden. Sein gesamtes Land wird zerstört. Die Briefe der letzten loyalen Fürsten zeichnen ein tragisches Bild, das bis heute berührt. Für Echnaton müssen sie sich wie Wunden ins Herz gebohrt haben. Man kann sich vorstellen, wie er mit diesen verzweifelten Bitten rang, betend um die Kraft, seinen Glauben an den Frieden zu bewahren. Schließlich scheinen seine Beamten aufgehört zu haben, ihm diese Briefe zu zeigen. Sie wurden still beiseite gelegt, wo sie für Jahrtausende verborgen bleiben sollten. Gelegentlich reagierte der Pharao, doch er bot keine Hoffnung. Er stellte lediglich Fragen zur Lage, ohne jemals Hilfe zu versprechen. Ein Vasall, Lapaya, der tief verletzt war durch Verdächtigungen,
Er könnte untreu sein, schrieb zurück: Wenn mein Herr es befiehlt, werde ich meine unerschütterliche Loyalität beweisen, indem ich mir selbst ein bronzenes Schwert ins Herz stoße. Denn ich würde lieber durch meine eigene Hand sterben, als mit der Schande zu leben, dass ich deinem erhabenen Namen untreu sei. Doch spätere Berichte enthüllten, dass er Ägypten tatsächlich verraten hatte, indem er Megiddo angriff, bevor er in einer Schlacht gegen Loyalisten fiel. Ein anderer Herrscher, Adudajan von Südjudäa, bestätigte den Erhalt eines Briefes von Echnaton, in dem dieser ihn zur Treue aufrief, beklagte jedoch den Verlust seines Landes. Dagantakala, ein weiterer Stadtfürst, flehte um Rettung vor den vorrückenden Kabiri. Eine Königin namens Ninur, die sich als Echnatons Magd bezeichnete, bat um Schutz und berichtete, dass eine ihrer Städte bereits gefallen sei. Brief um Brief erreichte Ägypten, jede Botschaft eine neue Hiobsbotschaft. Jede war ein verzweifelter Hilferuf von jenen, die noch an ihrer Loyalität festhielten, nur um im Stich gelassen zu werden. Und durch all das hielt Echnaton an seinen Idealen fest und weigerte sich, zu kämpfen. Er hatte eine Vision einer friedlichen, erleuchteten Welt ergriffen, doch er hatte sie zu früh gesehen. Und nun glitt sein Imperium dahin, geopfert auf dem Altar seiner Prinzipien. Während Ribadi seine verzweifelte Verteidigung von Byblos gegen Asirus Truppen fortsetzte, sandte er immer wieder dringende Botschaften an Echnaton und bat um Verstärkung. Die Lösung war einfach. Ein paar hundert ägyptische Soldaten über das Mittelmeer entsandt, hätten die Stadt retten können. Doch Echnaton weigerte sich, auch nur einen einzigen Soldaten zu schicken. Stattdessen verfasste er einen sanften Brief an Asiru und lud ihn ein, in die Stadt des Horizonts zu kommen und seine Handlungen zu erklären. Asiru, stets berechnend, schrieb umgehend an einen von Echnatons Beratern, um die Lage zu entschärfen. Er entschuldigte seine Abwesenheit mit der Behauptung, er sei zu sehr damit beschäftigt, Tunip gegen die Hethiter zu verteidigen, um nach Ägypten zu reisen. Die Ironie dabei war, dass der Gouverneur von Tunip bereits einen verzweifelten Hilferuf an Echnaton gesandt hatte, in dem er warnte, dass Asiru selbst die wahre Bedrohung sei. In Wahrheit bereitete Asiru sich wohl gerade darauf vor, Tunip wegen seines Reichtums an sich zu reißen, und sobald er dies getan hätte, hätte er dem Pharao sicherlich versichert, dass er die Stadt nur zum Schutz vor den Hethitern übernommen habe. Echnaton schrieb erneut und befahl Asiru, die Stadt Simyra, die er zerstört hatte, wieder aufzubauen. Doch Asiru antwortete, dass er zu sehr damit beschäftigt sei, die Interessen Ägyptens gegen die Hethiter zu verteidigen, um sich für mindestens ein weiteres Jahr mit dem Wiederaufbau zu befassen. Erneut akzeptierte Echnaton diese Ausrede ohne Widerstand. Schließlich gelang es Asiru sogar, den Empfang des nächsten Briefes des Pharaos ganz zu vermeiden, indem er stattdessen ausrichten ließ, dass die Städte unter seiner Kontrolle weiterhin wie zuvor Tribut an Ägypten entrichten würden. Für eine gewisse Zeit scheint dieser Tribut tatsächlich noch nach Ägypten geflossen zu sein, wenn auch vermutlich in reduzierter Menge. Trotz des Chaos, das Syrien verschlang, hielten viele Städte an einem Schein der Loyalität gegenüber dem Pharao fest, nicht aus Überzeugung, sondern als symbolische Geste. Diese Illusion der Treue hielt vermutlich bis in das 17. und letzte Jahr von Echnatons Herrschaft an, als schließlich alle Fassade ägyptischer Autorität vollständig zusammenbrach. Unterdessen unternahm Ribadi, der sich in höchster Not befand, eine gefährliche Reise zur nahegelegenen Stadt Berytus, um Verstärkung zu sammeln. In seiner Abwesenheit brach in Byblos eine Rebellion aus, und er verlor die Unterstützung seines eigenen Volkes. Seine unerschütterliche Treue zu Ägypten hatte ihn nun sogar sein eigenes Königreich gekostet. Kurz darauf fiel auch Berytus an Asiru, wodurch Ribadi gezwungen wurde, um sein Leben zu fliehen.
Nach vielen Entbehrungen gelang es dem unermüdlichen alten Krieger, Byblos zurückzuerobern und seine Verteidigung wieder aufzunehmen, doch seine Lage wurde zunehmend hoffnungslos. Zu diesem Zeitpunkt unternahm Asiru einen kurzen Besuch in Ägypten, teils um seine Handlungen vor Echnaton zu rechtfertigen, teils um die Lage am Nil selbst zu erkunden. Mit seinem typischen Scharfsinn überzeugte er den Pharao, dass er weiterhin loyal sei, und kehrte ohne jegliche Konsequenzen nach Libanon zurück. Als Ribadi davon erfuhr, sandte er sofort seinen eigenen Sohn nach Ägypten, um Asirus Täuschung aufzudecken und erneut um militärische Unterstützung zu bitten. Gleichzeitig verfasste er einen letzten Brief an Echnaton, in dem er die tiefste Not schilderte, die er erleiden musste. Seine Botschaft war herzzerreißend. 4 Mitglieder seiner Familie waren gefangen genommen worden. Sein eigener Bruder verschwörte sich gegen ihn. Alter und Krankheit lasteten auf ihm. Sein Land war verwüstet, sein Besitz geplündert und Jahre der Belagerung hatten ihn in den Hungertod getrieben. Verzweifelt gestand er, dass sogar die Götter von Byblos sich gegen ihn gewandt hatten. Ribadi schrieb: Sie sind zornig auf mich und sehr erzürnt, denn ich habe gegen sie gesündigt und erscheine daher nicht vor meinem Herrn, dem König. Man muss sich fragen, bestand seine Sünde vielleicht darin, dass er zeitweise Echnatons neuen Glauben angenommen hatte? Falls ja, hatte er für seine Loyalität einen schrecklichen Preis gezahlt. Echnatons Antwort? Schweigen. Keine Hilfe kam. Keine Botschaft des Trostes. Ribadis verzweifelte Bitten blieben unbeantwortet. Die Boten, die nach ihrer langen, beschwerlichen Reise erschöpft und mit Staub bedeckt in der Stadt des Horizonts ankamen, mussten an nichts anderes als an Verzweiflung gedacht haben, als sie sahen, wie ihre dringenden Hilfsgesuche empfangen wurden. Es waren Männer, die den Krieg kannten, Soldaten eines Imperiums, das auf Eroberung und Stärke erbaut war. Für sie waren die eleganten Hafenanlagen, an denen ihre Schiffe anlegten, abscheulich. Die prächtigen Villen und schattigen Straßen dieser traumhaften Stadt wirkten wie eine Illusion, losgelöst von der harten Realität. Und die endlosen Hymnen an Aton, die aus den Tempeln erklangen, waren wie ein grausamer Spott über ihr Leid. Als sie zum Palast eilten, verzweifelt darauf bedacht, ihre Botschaften zu überbringen, wurden sie mit Gleichgültigkeit empfangen. Die Bürger der Stadt belächelten ihre Dringlichkeit. Die Hofbeamten, eingehüllt in den Komfort ihres luxuriösen Lebens, verzögerten die Weitergabe ihrer Briefe und schüttelten den Kopf darüber, dass Ereignisse in Asien von solcher Bedeutung sein sollten. Und schließlich wurden diese verzweifelten Hilferufe, Briefe, geschrieben mit Blut und Tränen, still in den Archiven abgelegt, vergessen von allen außer Echnaton selbst. Statt des dumpfen Klanges von Kriegstrommeln und dem Klirren von Waffen, das sie zu hören gehofft hatten, erklangen in der Stadt nur die Gesänge der Priester und die sanften Melodien der Festlichkeiten im Palast. Der Kontrast war unerträglich. Diese Männer kamen aus belagerten Städten, aus dem Chaos des Krieges, von den verzweifelten Schreien sterbender Kameraden. Sie hatten die letzte Hoffnung ihres Volkes mitgebracht. Und nun, in dieser friedlichen Hauptstadt, hörten sie nur das leise Klimpern der Harfen und das Murmeln von Dichtern, die über Liebe und Blumen sprachen. Als sie schließlich vor den Pharao traten, sahen sie keinen Kriegerkönig, sondern einen schmalen, zerbrechlich wirkenden Mann mit schmalen Schultern, einem langen, feierlichen Gesicht und traurigen, suchenden Augen. Gekleidet in schlichtes Leinen, ohne ein einziges Juwel oder Zeichen der Macht, sprach er zu ihnen nur von seinem Gott Aton und von der Schönheit der Wahrheit und des Friedens. Doch was half der Frieden, wenn Städte brannten? Was nutzte die Wahrheit, wenn das Imperium zerfiel? Wer, so fragten sie sich, konnte ungerührt bleiben angesichts solch verzweifelter Hilferufe? Wie konnte jemand still dasitzen, während Ägyptens Reich, erbaut durch das Blut und den Schweiß des großen Thutmosis, ihm entrissen wurde? Welche Bedeutung hatte Philosophie, wenn Ägyptens stolze Besitztümer aus seinen Händen glitten?
die mächtigen Zedernwälder Libanons, die weißen Städte an der Küste, Askalon und Aschdod, Tyrus und Sidon, Simyra und Byblos, die Hügel von Jerusalem, die Festungen von Kadesh, der mächtige Orontes, das glänzende Wasser des Jordan, Tunip, Aleppo und der ferne Euphrat. Sollten all diese Namen für immer verloren gehen, im Namen eines Ideals? Echnaton begann schließlich zu begreifen, wie ernst seine Lage war und versuchte, die aufständischen Fürsten durch diplomatische Maßnahmen zu besänftigen. Doch es schien, als könne er die volle Tragweite der drohenden Katastrophe, den endgültigen Verlust Syriens, nicht ganz erfassen. Er konnte sich nicht dazu durchringen, zu glauben, dass die Herrscher dieser Länder ihn verraten würden, noch erkannte er, wie gründlich er von Männern wie Aziru getäuscht wurde. Doch als der Tribut aus den Vasallenstaaten immer spärlicher wurde, ließ sich die Wahrheit nicht länger leugnen. Das Unheil war da. Das Gewicht dieser Erkenntnis muss ihn in tiefe Verzweiflung gestürzt haben. Man kann sich vorstellen, wie er ausgestreckt vor dem großen Altar des Aton lag und verzweifelt göttlichen Trost suchte oder schlaflos auf seinem königlichen Bett lag, gequält von seinem Versagen. Er hatte großes Vertrauen in einen Beamten namens Bikuru gesetzt, der als ägyptischer Kommissar in Palästina diente. Doch nun musste ihn die Nachricht erreicht haben, dass Bikuru geflohen war und später, dass er getötet wurde. Dann kam die verheerende Nachricht, dass Byblos gefallen war und mit der Stadt vermutlich auch Ribadi, jener treue General, der so tapfer um ihre Verteidigung gekämpft hatte. Eine nach der anderen stürzten die letzten ägyptischen Festungen, während weiterhin verzweifelte Botschaften von jenen wenigen eintrafen, die noch Widerstand leisteten, flehende Rufe um Hilfe, die niemals kommen würde. Zu dieser Zeit war Echnaton etwa 28 Jahre alt, doch die Last, die auf seinen Schultern lag, ließ ihn weitaus älter erscheinen. Sein ohnehin schmaler, schwächlicher Körper war noch ausgezehrter geworden. Sein Gesicht war von Sorgen gezeichnet, und seine Augen trugen vermutlich den gehetzten Blick eines Mannes, den das Unglück unaufhörlich verfolgte. Seine Gesundheit war immer fragil gewesen, und der Druck dieser Ereignisse musste seinen Zustand weiter verschlechtert haben. Es gab sicherlich Momente, in denen er das Gefühl hatte, dass sein Verstand unter der erdrückenden Last zu zerbrechen drohte. Sein verlängertes Schädeldach, über das so viel spekuliert wurde, mag unter der Schwere seiner bedrückenden Gedanken geschmerzt haben. Das Versagen lastete auf ihm wie eine unerbittliche Kraft. Die Hymnen seiner Priester, die die Schönheit des Aton und die Freude des Lebens priesen, mussten in seinem Geist mit den Schreien aus Syrien, den Bitten seiner im Stich gelassenen Verbündeten und den Stimmen seiner Ahnen, die ihn zur Rechenschaft riefen, kollidiert sein. Wie konnte er noch Trost in seinen Gärten finden, im Rascheln der Bäume und im Duft der Blumen, wenn das Reich seiner Vorfahren vor seinen Augen zerfiel? Konnte er weiterhin von Frieden sprechen, während Krieg und Zerstörung in seinen Gedanken widerhallten? An diesem Punkt muss sein Verhalten selbst seine treuesten Anhänger beunruhigt haben. Seine launischen Reaktionen und seine extremen Maßnahmen ließen möglicherweise selbst seine ergebensten Unterstützer an seiner Führung zweifeln. In einem Anfall religiösen Eifers befahl er, die Namen aller Götter außer Aton aus jeder Inschrift in ganz Ägypten zu tilgen. Obwohl dieser Befehl nie vollständig ausgeführt wurde, sind seine Spuren noch heute in den Tempeln von Karnak, Medinet Habu und anderen Orten sichtbar, wo Meißelspuren die Namen von Göttern wie Ptah und Hathor teilweise entfernt haben und das Wort Götter gänzlich ausradiert wurde. Der Schock dieses Erlasses muss beinahe einen Aufstand in den Provinzen ausgelöst haben, wo die alten Götter noch immer tief verehrt wurden. Zuvor war sein Angriff auf Ammon ein direkter Schlag gegen eine bestimmte Priesterschaft in Theben gewesen. Dies hatte zwar Unruhen verursacht, aber nicht das religiöse Fundament des gesamten Landes erschüttert. Doch nun,
Mit seinem Versuch, die Verehrung aller traditionellen Götter zu unterdrücken, griff er das Herz unzähliger Städte an, von denen jede ihre eigene Schutzgottheit und eine mächtige Priesterschaft hatte. Seit Generationen hatten die Ägypter Trost in ihren Göttern gefunden. Sie waren vertraut, greifbar und untrennbar mit ihrem täglichen Leben verwoben. Konnte Ptah, der göttliche Handwerker, so einfach aus den Herzen der Handwerker verschwinden? Konnte die strahlende und liebevolle Hathor, Göttin der Freude und Fruchtbarkeit, einfach verschwinden? Wie konnte Chnum, der göttliche Töpfer von Elephantine, oder Webwawet, der Schakalgott von Abydos, oder gar Sobek, der Krokodilgott von Ombos, einfach aus den Traditionen ihres Volkes getilgt werden? Jede Stadt hatte ihre Schutzgottheit, und jeder Gott hatte eine eigene Kaste treuer Priester. Es musste Wahnsinn erscheinen, gegen sie alle Krieg zu führen. Aton, der Gott, den Echnaton ihnen zu verehren gebot, musste vielen Menschen fremd und unnahbar erscheinen. Im Gegensatz zu den alten Göttern, die vertraute Persönlichkeiten hatten und in heiligen Orten lebten, an Flussufern, in Höhlen oder im Schatten heiliger Bäume, existierte Aton hoch über ihnen, ungreifbar und abstrakt. Die Menschen konnten sich nicht vorstellen, dass er ihre Freuden und Sorgen teilte, dass er ihre Gebete am Feuer hörte oder ihre neugeborenen Kinder segnete. Wo war Atons heiliger Hain, in dem ein Gläubiger ihn ruhen sehen konnte? Wo war die bevorzugte Biegung des Nils, an der er badete? Wo konnte man ihm eine Schale mit Milch als Opfergabe hinterlassen? Echnaton sah den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang als die einzigen sichtbaren Zeichen von Atons Gegenwart, doch diese himmlischen Wunder berührten die Herzen der einfachen Ägypter nicht. Selbst in späteren Jahrhunderten, als das Christentum sich in Ägypten verbreitete, hielten die Menschen an Heiligen und Engeln fest, göttlichen Mittlern zwischen ihnen und einem allmächtigen Gott. Doch Echnaton duldete keine solchen Gestalten, keine Heiligen, keine kleineren Gottheiten, keine Geister, die die Kluft zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen überbrücken konnten. Seine Religion war eine von absoluter Reinheit, frei von jeglichen Kompromissen. Und in dieser Weigerung, seinem Volk auf halbem Wege entgegenzukommen, besiegelte er ihr Schicksal. Während Echnatons Probleme zunahmen, wurde sein Niedergang für jene Adligen, die Ägyptens einzige Hoffnung in seinem Scheitern sahen, zu einer Genugtuung. Haremhab, der Oberbefehlshaber des Heeres, konnte nun mit den Vorbereitungen für den Moment beginnen, in dem er mit einer Streitmacht nach Syrien ziehen würde, um Ägyptens verlorene Gebiete zurückzuerobern. Tutanchaton, der mit Echnatons dritter Tochter verlobt war, träumte wahrscheinlich bereits von dem Tag, an dem er den Thron besteigen und den Hof in seine frühere Pracht nach Theben zurückführen würde. Selbst Meryra, der Hohepriester des Aton, schien sich von der Stadt des Horizonts zu distanzieren, denn er nutzte niemals das Grab, das dort für ihn vorbereitet worden war. Diese letzten Jahre von Echnatons Herrschaft müssen von Zweifeln erfüllt gewesen sein, als ihm bewusst wurde, dass er es trotz all ihrer Loyalitätserklärungen nicht geschafft hatte, seine Überzeugungen tief in die Herzen seiner engsten Gefolgsleute einzupflanzen. Da er keinen Sohn hatte, der den Thron erben konnte, fehlte Echnaton ein direkter Nachfolger, der seine Vision weiterführen würde. Obwohl er persönlich noch von vielen an seinem Hof geliebt wurde, glaubten nur wenige daran, dass seine religiösen Reformen, die für Ägypten eine Katastrophe gewesen waren, ihn überleben würden. In seinem letzten Versuch, einen Nachfolger zu sichern, wandte er sich an einen Adligen, vermutlich nicht von königlichem Blut, der den Namen Semenchkara oder nach einigen Interpretationen möglicherweise Saqqara trug. Über Semenchkaras Vergangenheit ist wenig bekannt, doch es scheint, dass Echnaton ihn unter seinen verbliebenen Unterstützern als den vertrauenswürdigsten ansah.
Um seine Herrschaft zu legitimieren, arrangierte der Pharao die Heirat zwischen Semenchkara und seiner ältesten Tochter, der 12-jährigen Prinzessin Meritaton, wodurch er ihn zum rechtmäßigen Thronfolger machte. Da er spürte, dass seine eigenen Tage gezählt waren, ging Echnaton noch einen Schritt weiter und ernannte Semenchkara zu seinem Mitregenten, sodass er sich dem Volk als zukünftiger König präsentieren konnte. Nach Echnatons Tod unterschrieb Semenchkara seine Erlasse oft mit der Formel »der Geliebte Echnatons«, als wolle er betonen, dass sein Anspruch auf den Thron nicht nur auf seiner Heirat, sondern auch auf der persönlichen Gunst des Pharaos beruhte. Doch was bedeutete eine gesicherte Nachfolge, wenn die Fundamente des Thrones selbst ins Wanken geraten waren? Echnaton konnte den unvermeidlichen Zusammenbruch nicht mehr aufhalten. Seine Regierung befand sich im Chaos. Die Priester des Amon, die lange im Verborgenen ihre Rückkehr geplant hatten, standen kurz davor, ihre Macht zurückzuerlangen. Die Priesterschaften der vielen anderen ägyptischen Götter waren voller Groll. Ihr Zorn hing wie eine drohende Gewitterwolke über dem Palast. Währenddessen sehnten sich die ägyptischen Soldaten nach Jahren der Untätigkeit danach, ihre einstige Größe zurückzuerlangen. Rastlos und voller Unmut beobachteten sie, wie ihr Reich vor ihren Augen zerfiel. Nun eilten erschöpfte Boten aus Asien durch die Straßen der Stadt des Horizonts zum Palast, nicht mehr mit Hilferufen, sondern mit den endgültigen düsteren Nachrichten. Die letzten ägyptischen Festungen in Syrien waren gefallen, ihre Herrscher getötet, ihre Garnisonen vernichtet. Die wenigen Überlebenden flohen in Richtung Ägypten, verfolgt bis an die Grenze von siegreichen Feinden. Von Norden her strömten die Hethiter nach Syrien und erklärten das Land zu ihrem Besitz. Von Süden her überrannten die Kabiri die letzten verbliebenen ägyptischen Gebiete. Mit dem endgültigen Fall des Imperiums blieb ein letztes Bild zurück: Asiru, dessen Hände noch vom Blut Ribadis und anderer treuer Fürsten rot waren, wie er Stadt um Stadt an sich riss und nun offen die Herrschaft der Hethiter anerkannte, an die er den Tribut zahlte, den er einst Ägypten versprochen hatte. Mit dem Verlust Syriens versiegte der Tribut, der einst Ägyptens Schatzkammern gefüllt hatte. Die Staatskasse war leer. Die Regierung, völlig zerrüttet, konnte keine Steuern mehr einziehen und die Goldminen, die unbeaufsichtigt geblieben waren, brachten kaum noch Reichtum ein. Gewaltige Summen waren bereits für den Bau von Echnatons prächtiger Stadt ausgegeben worden, und nun gab es keine Ressourcen mehr, auf die man zurückgreifen konnte. Innerhalb weniger Jahre war Ägypten von einer dominierenden Weltmacht zu einem geschwächten Staat geworden, vom reichsten Land der Erde zu einer Nation am Rande des finanziellen Zusammenbruchs. Man kann sich nur vorstellen, wie Echnaton in seinen letzten Tagen aussah, sein einst strahlendes Gesicht nun ausgemergelt, seine eingefallenen Augen leer, während das volle Gewicht seines Scheiterns auf ihm lastete. Er hatte Syrien für seine Überzeugungen geopfert, doch am Ende hatte nicht einmal Ägypten seine Vision angenommen. Nun verstand er, dass sein großer Traum, die Verehrung eines einzigen wohlwollenden Gottes, ihn nicht überdauern würde. Die Psalmen des Aton hallten noch immer durch die Palasthallen, die Hymnen klangen in der Luft, vermischten sich mit dem Duft der Gärten. Die Vögel, die er einst voller Freude beobachtet hatte, sangen noch immer, genau wie damals, als sie ihn zu seiner Poesie inspiriert hatten. Doch jetzt hörte er nur noch Stille. Die Verzweiflung des Scheiterns erdrückte ihn, als hätte sich das Gewicht der westlichen Berge auf ihn gelegt. Sein geschwächter Körper, von Krankheit gezeichnet, konnte dem nicht mehr standhalten. Die Geschichtsschreibung vermerkt nur, dass Echnaton in diesem Moment starb, genau als sein Reich zusammenbrach. Moderne Untersuchungen seiner Überreste deuten darauf hin, dass er möglicherweise einen Schlaganfall oder Krampfanfall erlitt.
Doch man kann über die Jahrtausende hinweg fast den verzweifelten Schrei eines gebrochenen Mannes hören. Man kann sich vorstellen, wie er, das schöne Kind des Aton, auf den bemalten Boden seines Palastes sank, umgeben von den roten Mohnblumen und flatternden Schmetterlingen, die einst die Welt symbolisierten, die er erschaffen wollte. Kapitel 9 – Die Folgen von Echnatons Herrschaft. Echnaton wurde nach seinem Tod in der Stadt, die er erbaut hatte, einbalsamiert. Während dieser Prozess andauerte, unternahm sein Nachfolger, Pharao Semenchkara, einen schwachen Versuch, die religiösen Richtlinien seines Vorgängers fortzuführen. Doch seine Herrschaft war kurz, und es wurde schnell klar, dass er Echnatons Vision nicht aufrechterhalten konnte. Die Religion des Aton verlor bereits an Bedeutung, und der Wandel hatte begonnen. Da Semenchkara noch zu Lebzeiten Echnatons offiziell als Mitregent fungierte, wurde sein erstes Jahr als Alleinherrscher nicht gezählt, so dass Inschriften nur sein zweites Regierungsjahr erwähnen. Etwa 3 Monate nach Echnatons Tod bewegte sich die Trauerprozession feierlich durch die Straßen der Stadt des Horizonts und trug seinen Leichnam über die Wüste zu dem Grab, das er in den Felsen hatte ausheben lassen. Die Mumie war in mehreren Lagen Leinen gehüllt, nach traditioneller ägyptischer Sitte, und unter den Wicklungen lag eine goldene Halskette auf seiner Brust. Über sein Gesicht war ein Ornament in Form eines Geiers mit ausgebreiteten Flügeln gelegt. Ein Symbol göttlichen Schutzes, das auch in den Gräbern anderer Adliger dieser Zeit gefunden wurde. Dass Echnaton, der so viele alte Bräuche abgelehnt hatte, dennoch mit diesem königlichen Emblem bestattet wurde, überrascht. Dies deutet darauf hin, dass einige seiner strengen religiösen Reformen bereits unter seinem Nachfolger aufgeweicht worden waren. Echnaton hatte nur wenige traditionelle königliche Symbole beibehalten, darunter die Ureus-Schlange, die Sphinx und den Falken, die weiterhin in seinen Dekorationen auftauchten. Doch das Geiersymbol war aus seinen Inschriften verbannt worden, da es mit der Göttin Mut, der Gemahlin Amons, in Verbindung stand. Der Geier, der bei seiner Beisetzung verwendet wurde, hatte jedoch keine Verbindung zu Mut, sondern symbolisierte Oberägypten, ebenso wie die Ureus-Schlange Unterägypten repräsentierte. Während er das Geiersymbol aus den königlichen Darstellungen entfernt und durch die Sonnenscheibe des Aton ersetzt hatte, gibt es keine eindeutigen Hinweise darauf, dass er seine Nutzung vollständig untersagte. Es ist daher möglich, dass nicht Echnaton selbst, sondern Semenchkara dessen Verwendung in der Bestattung anordnete. Zusätzlich zu den traditionellen Wicklungen wurden goldene Folienbänder um Echnatons Körper gelegt, vermutlich an Schultern, Taille und Knien. Diese waren mit seinem Namen und seinen Titeln versehen, um seine Identität für die Ewigkeit zu bewahren. Trotz Ägyptens finanziellen Schwierigkeiten gelang es, goldene Platten für seine Mumie zu beschaffen, und er wurde in einen kunstvoll gestalteten Sarg gelegt, geformt als liegende Gestalt und mit seltenen Steinen sowie farbigem Glas verziert. Auf der Vorderseite des Sarges stand eine schlichte, aber bedeutungsvolle Inschrift: Der schöne Prinz, der Auserwählte des Era, der König von Ober- und Unterägypten, der in Wahrheit lebt, Herr der beiden Länder, Echnaton, das schöne Kind des lebenden Aton, dessen Name für immer und ewig leben wird. Ein bemerkenswertes Detail dieser Inschrift ist die Verwendung des Hieroglyphenzeichens für Maat, Wahrheit, das Echnaton zuvor vermieden hatte, da es die Göttin Maat darstellte. Dies legt nahe, dass der Sarg nach seinem Tod, wahrscheinlich unter Semenchkaras Herrschaft, angefertigt wurde und einige seiner religiösen Einschränkungen bereits rückgängig gemacht wurden. Dies könnte auch die Wiederverwendung des Geiersymbols erklären. Zum Zeitpunkt von Echnatons Beisetzung hatte sich der strenge Dogmatismus seiner Herrschaft bereits gelockert und Ägypten entfernte sich wieder von den Idealen, für die er so leidenschaftlich gekämpft hatte.
Die königliche Mumie wurde schließlich in das Grab getragen und an ihrem letzten Ruheort niedergelegt, begleitet von den rituellen Grabbeigaben, die für das Leben nach dem Tod als notwendig erachtet wurden. Dazu gehörten die traditionellen 4 Alabasterkanopen, ein wesentlicher Bestandteil jeder ägyptischen Bestattung. Die Stöpsel dieser Kanopen waren kunstvoll als das Gesicht Echnatons gestaltet, mit der für diese Zeit typischen männlichen Perücke und der Ureus-Schlange auf der Stirn. Doch selbst in diesen Details zeichnete sich bereits eine subtile Veränderung ab. Der einzigartige Kunststil, der unter Echnaton erblüht war, begann sich bereits zu wandeln. Die übertriebenen Gesichtszüge, die seine Epoche geprägt hatten, wurden gemildert, ein erstes Zeichen für die Rückkehr zu traditionelleren künstlerischen Konventionen. Dass sich diese Abkehr von Echnatons Stil so schnell vollzog, zeigt, wie stark seine religiösen und kulturellen Reformen von seiner persönlichen Präsenz abhingen. Ohne ihn begann seine Bewegung unverzüglich zu zerfallen. Noch bevor seine Bestattung abgeschlossen war, stand fest, dass seine religiöse Revolution nicht überdauern würde. Die Rückkehr zu alten Traditionen hatte bereits begonnen, und die Welt, die Echnaton so leidenschaftlich hatte umgestalten wollen, glitt unaufhaltsam in ihre gewohnte Ordnung zurück. Semenchkara starb oder wurde etwa ein Jahr nach Echnatons Tod abgesetzt. Ihm folgte ein weiterer Adliger auf den Thron, Tutanchaton, der seine Position durch die Heirat mit Echnatons zweiter Tochter, Anchesen-Paton, einer kaum 12-jährigen Prinzessin, sicherte. Dies bedeutete, dass Meritaton, die frühere Königin, mit nur 13 Jahren bereits eine Witwe war, während ihre jüngere Schwester ihren Platz auf dem Thron einnahm. Zu dieser Zeit gewannen die Priester des Amon ihre Macht zurück und arbeiteten unermüdlich daran, Echnatons religiöse Reformen rückgängig zu machen. Der Druck auf Tutanchaton wuchs schnell, und innerhalb eines Jahres wurde er dazu gedrängt, die Stadt des Horizonts zu verlassen und nach Theben zurückzukehren. Er versuchte einen Kompromiss, indem er sowohl die Verehrung Atons als auch die Wiederbelebung des Amon-Kultes zuließ, doch seine Position wurde zunehmend instabil. Eine Schlüsselrolle in diesem Wandel spielte Haremhab, der Oberbefehlshaber des ägyptischen Heeres. Im Gegensatz zu den Priestern lag sein Hauptanliegen nicht in religiösen Fragen. Für ihn war die größte Bedrohung für Ägypten der Zusammenbruch seiner Macht in Asien. Während Echnaton von universellem Frieden geträumt hatte, hielt Haremhab dies für eine gefährliche Schwäche. Er drängte auf militärische Maßnahmen und forderte den Pharao auf zu handeln, bevor Ägypten endgültig die Kontrolle über sein Reich verlor. Seine Bemühungen führten schließlich zur Mobilisierung einer Armee, mit Tutanchaton an ihrer Spitze. Überliefert ist, dass Haremhab, der Gefährte seines Herrn auf dem Schlachtfeld an jenem Tag der Erschlagung der Asiaten war. Dies stand in scharfem Kontrast zu Echnatons Vision, der in einer Epoche des Krieges den Frieden gepredigt hatte. Als endgültiges Zeichen für die vollständige Rückkehr zur alten Ordnung änderte der junge Pharao seinen Namen von Tutanchaton zu Tutanchamun und erklärte damit öffentlich seine Zugehörigkeit zur wiederhergestellten Amon-Religion. Begleitet vom Klang der Kriegstrommeln und von militärischen Erfolgen verließ er die Stadt des Horizonts und kehrte nach Theben zurück. Die einst glanzvolle Stadt, die Echnaton errichtet hatte, wurde dem Verfall überlassen. Ihre Paläste und Villen wurden von wilden Tieren bewohnt, während ihre Tempel abgerissen wurden, um das Baumaterial für neue Bauprojekte in anderen Teilen Ägyptens zu liefern. Trotz der Rückkehr zur alten Ordnung konnte Echnatons Leichnam nicht einfach in einer verlassenen und bald vergessenen Stadt zurückgelassen werden. Er war immer noch der Schwiegervater des amtierenden Pharaos, und sein Andenken wurde von denen, die ihm gefolgt waren, weiterhin respektiert. Um dieses Problem zu lösen, wurde sein Leichnam nach Theben überführt und im Grab seiner Mutter, Königin Thesje, beigesetzt,
das zu diesem Zweck erneut geöffnet wurde. Doch auch dies sollte nicht seine letzte Ruhestätte sein, denn spätere Ereignisse bestimmten erneut sein Schicksal. Tutanchamun machte seine Position deutlich, indem er versuchte, ein Gleichgewicht zwischen beiden religiösen Fraktionen zu wahren. Er ließ den Aton-Tempel in Karnak wiederherstellen, während er gleichzeitig die durch Echnaton verursachten Schäden an den Amon-Tempeln reparieren ließ. Sein Kunststil zeigte weiterhin den Einfluss Echnatons, wenn auch in gemäßigter Form. Doch seine Regierungszeit war kurz und er hatte nicht genügend Zeit, um bleibende Veränderungen herbeizuführen. Nach nur wenigen Jahren starb er und verschwand nahezu ohne Nachwirkung aus der Geschichte. Mit dem vakanten Thron musste ernsthaft über die Nachfolge nachgedacht werden. Haremhabs Anspruch auf die Herrschaft wurde sicherlich in Betracht gezogen, doch ein anderer Kandidat trat in den Vordergrund. Eye, Echnatons Schwiegervater. Eye war eine einflussreiche Persönlichkeit in der Stadt des Horizonts gewesen und tief in Echnatons Hof integriert. In seinem Grab war der große Hymnus an Aton eingraviert und er hatte einst zu den lautstärksten Befürwortern des Aton-Kults gehört. Trotz seiner früheren Loyalität gegenüber Echnaton zeigte er sich jedoch flexibel genug, um sich mit der wiedererstarkenden Amon-Priesterschaft zu arrangieren. Seine Fähigkeit, zwischen den beiden Lagern zu vermitteln, machte ihn zu einem attraktiven Kandidaten für den Thron. Doch Eyens Herrschaft sollte nicht lange währen. Während die Priesterschaft des Amon ihre Macht weiter festigte und die Erinnerung an Echnatons Reformen verblasste, wurde seine Verbindung zur vergangenen Epoche zunehmend zu einer Belastung. Obwohl er sich in seinen königlichen Titeln weiterhin stolz als Schwiegervater bezeichnete, wurde diese Verbindung bald mehr zum Nachteil als zum Vorteil. Innerhalb von 8 Jahren nach Echnatons Tod wurde Eye, wie seine Vorgänger, entmachtet und verschwand aus der Geschichte. Nun gab es keinen Zweifel mehr, wer den Thron übernehmen würde. Alle Blicke richteten sich auf Haremhab, der bereits nahezu so viel Macht besaß wie ein Pharao. Als er schließlich gekrönt wurde, wurde er vom Volk mit großen Feierlichkeiten empfangen. Zu dieser Zeit lebte Prinzessin Nezemut, die Schwester von Echnatons Gemahlin Nofretete, in Theben. Sie war die Tochter des Mitanni-Königs Duschrata und durch frühere Eheschließungen auch eine Nachfahrin der ägyptischen Königsfamilie der 18. Dynastie. Nezemut war früh während Echnatons Regierungszeit nach Ägypten gekommen und hatte möglicherweise später einen ägyptischen Adligen geheiratet. Nun, als Witwe, war sie vor kurzem zur göttlichen Gemahlin, also zur Hohepriesterin des Amon, ernannt worden. Während Echnatons Töchter aufgrund ihrer direkten Verbindung zum gestürzten Pharao politisch nicht mehr in Frage kamen, war Nezemut die ideale Wahl, um Haremhab sowohl mit dem alten Königshaus als auch mit der wiederhergestellten Amon-Verehrung zu verknüpfen. Kurz nach seiner Thronbesteigung heiratete er sie. Mit diesem Schritt verblasste die Religion des Aton endgültig. In einem Grab aus Haremhabs 3. Regierungsjahr findet sich eine letzte, beiläufige Erwähnung von Ra, dessen Körper Aton ist. Doch dies ist das letzte bekannte Zeugnis für Echnatons Gott. Amon-Ra dominierte nun wieder das religiöse Leben. Ein ehemaliger Anhänger Echnatons, Pa-Atonemheb, wurde zum Hohepriester von Ra-Harachte in Heliopolis ernannt. Ein Zeichen dafür, dass sich die Aton-Verehrung endgültig in den traditionellen Sonnenkult Ägyptens zurückverwandelte. Unter Haremhab erwachten Ägyptens lange vernachlässigte Tempel zu neuem Leben. Ihre Hallen erfüllten sich erneut mit den Gesängen der Priester. Inschriften berichten: Haremhab stellte die Tempel von den Sümpfen des Deltas bis nach Nubien wieder her. Er ließ 100 Statuen aus den feinsten und kostbarsten Steinen anfertigen. Er sicherte ihre tägliche Versorgung mit Opfergaben. Alle Gefäße ihrer Tempel wurden aus Silber und Gold gefertigt. Er stattete sie mit Priestern, Ritualisten und den stärksten Männern des Heeres aus.
Er übertrug ihnen Land und Vieh, um ihre vollständige Unterstützung sicherzustellen. Durch die Wiederherstellung der traditionellen Götter und ihrer Institutionen führte Haremhab Ägypten zurück in die Stabilität der Vergangenheit und fort von Echnatons utopischen Idealen. Er wurde zum Bewahrer der Ordnung, zum Herrscher, der Ägypten wieder in geordnete Bahnen lenkte. Haremhab richtete seinen Blick auch auf Ägyptens Militär. Er führte Feldzüge in den Sudan und kehrte triumphierend mit gefesselten Stammesfürsten zurück. Im Gegensatz zu Echnaton hatte er keine Skrupel, seine Macht durch Gewalt zu demonstrieren. Da das Land in zunehmende Gesetzlosigkeit versank, führte er eine Reihe strenger Gesetze ein und setzte sie mit harter, aber gerechter Hand durch. Er wusste, dass Ägypten sich nicht länger leisten konnte, seine Grenzen zu vernachlässigen, und reorganisierte das Heer. Nur wenige Jahre nach seinem Tod marschierten ägyptische Soldaten erneut in die Gebiete ein, die Echnaton verloren hatte, und stellten Ägyptens Vormachtstellung in der Region wieder her. Die Priesterschaft des Amon-Ra brandmarkte Echnaton nun offen als Ketzer und Verräter. Während sie den Namen ihres Gottes wiederherstellten, wo er entfernt worden war, zerstörten sie zugleich jede Spur von Echnaton. Sein Name und sein Abbild wurden aus den Inschriften herausgemeißelt, und bald ging man noch weiter. Der Aton-Tempel in Karnak wurde dem Erdboden gleichgemacht, seine Steine für den Bau neuer Monumente zu Ehren Amon-Ras wiederverwendet. Es dauerte nicht lange, bis auch Echnatons Körper in der Königsnekropole nicht mehr willkommen war. Sein Grab wurde erneut geöffnet, und sein Name wurde aus jeder Inschrift im Inneren getilgt. Selbst das Heiligtum von Königin Tege, in dem er einst geehrt worden war, wurde entweiht. Die Priester entfernten seine Mumie aus ihrem Sarg, schnitten seinen Namen aus den goldenen Bändern, die seinen Körper umhüllten, und legten ihn dann wieder hinein. Sie tilgten auch seinen Namen vom Sarg selbst, so dass nichts mehr übrig blieb, das ihn identifizierte. Trotz ihres Hasses hegten die Ägypter eine tiefe Ehrfurcht vor den Toten, und selbst Echnatons Feinde wagten es nicht, seinen Körper zu zerstören. Ein solcher Akt wäre selbst für einen als Ketzer betrachteten König ein undenkbares Sakrileg gewesen. Stattdessen verhängten sie die härteste Strafe, die ihnen möglich war. Sie löschten seinen Namen aus und verdammten damit seine Seele dazu, im Jenseits ohne Anerkennung umherzuirren, abgeschnitten von den Gebeten seiner Nachkommen. Ohne einen Namen wurde er zu einem ausgestoßenen Geist, für immer verloren in der unermesslichen Unterwelt. Nicht seine sterblichen Überreste waren es, die sie am meisten verachteten. Es war sein Vermächtnis. Das Grab, das nun durch Echnatons Anwesenheit als entweiht galt, war für Königin Tege nicht mehr geeignet. Ihr Leichnam wurde entfernt und möglicherweise an der Seite ihres Ehemannes Amenhotep III. Neu beigesetzt. Die Priester begannen, ihr Heiligtum zu demontieren, doch sie gaben das Vorhaben auf halbem Weg auf und hinterließen Teile davon verstreut in den Korridoren des Grabes. Einige ihrer persönlichen Besitztümer, darunter kleine Toilettenartikel, wurden versehentlich zurückgelassen. Als sie das Grab schließlich versiegelten, blieben nur Echnatons entweihte Überreste zurück. Sein Körper lag auf einer Bahre, sein Name aus der Geschichte getilgt, und einzig seine Kanopenkrüge standen in einer Nische über ihm. Die Priester verschlossen den Eingang mit Steinblöcken, versiegelten ihn mit dem Siegel der Nekropole und verbargen ihn unter Geröll. Von diesem Moment an war der Name Echnaton verboten. Als Haremhabs Regierungszeit endete, wurde er in offiziellen Dokumenten nur noch als »dieser Verbrecher« bezeichnet. Nicht einmal 40 Jahre waren seit seinem Tod vergangen, doch die Amon-Priesterschaft hatte ihre volle Macht zurückerlangt. Viele, die einst durch die prächtigen Alleen der Stadt des Horizonts geschritten waren, sahen sie nun in Trümmern liegen, zurückerobert von der Wüste. Die gleichen Menschen, die Echnaton einst gepriesen hatten, verfluchten nun sein Andenken.
Die Priester weigerten sich, seinen Namen auszusprechen, doch ihr Hass hallte über das ganze Land. Sie glaubten, dass ihre Verwünschungen selbst über das Grab hinausreichen und seine Seele im Jenseits verfolgen würden, so dass er niemals Frieden finden konnte. Im altägyptischen Glauben war Namenlosigkeit im Jenseits das schlimmste Schicksal. Ohne Namen, ohne Gebete oder Opfergaben war ein Geist dazu verdammt, einsam umherzuwandern, vergessen und verlassen. Die Priester stellten sich vor, wie Echnatons Geist als Ausgestoßener der Toten durch die Schatten irrte und verzweifelt nach den Opfergaben suchte, die für andere bestimmt waren. Dies war das Schicksal, das sie für den ersten Individuellen der Geschichte beschlossen hatten, für den Pharao, der es gewagt hatte, die Götter herauszufordern. Und so verschwand Echnaton aus Ägyptens Gedächtnis, sein großer Traum mit ihm begraben. Jahrhunderte vergingen, während Echnatons in Gold gehüllter Körper unberührt in seinem Grab lag. Ägyptens Schicksal stieg und fiel, neue Herrscher kamen und gingen. Ein Lehrer, größer als er, trat auf und verkündete eine Botschaft des Friedens, die Echnaton einst erträumt hatte, und bald erfüllte eine neue Religion das Land. Dann brach die Ära des Islam an, und mit ihr kehrte das Schwert zurück. Die Zeit verging, und viele weise Männer kamen und gingen. Doch der erste große Denker der Geschichte blieb in den Hügeln von Theben verborgen, vergessen von der Welt. Über die Jahrhunderte hinweg nahm die Natur das Grab in Besitz. Ein Riss im Fels ließ saisonale Regenfälle eindringen, und die Feuchtigkeit schwächte allmählich die hölzernen Stützen der Bahre, auf der Echnatons Sarg ruhte. Schließlich brachen die vorderen Stützen ein, und der Sarg kippte nach vorne, wodurch die Mumie zu Boden stürzte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Leinenbinden, die den Körper umhüllt hatten, bereits zu Staub zerfallen. Der goldene Geier, der einst sein Gesicht bedeckt hatte, rutschte auf seine Stirn, wobei sein Schwanz und seine Klauen über seinem linken Auge zum Liegen kamen. Später, als auch die letzten Stützen der Bahre nachgaben, stürzte der gesamte Sarg auf den Boden, wobei der Deckel teilweise abrutschte. Der Kopf und die Füße der Mumie lagen nun bloß. Beide waren längst zu bloßen Skelettresten geworden. In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts entdeckten Ausgrabungen im Tal der Könige unter der Leitung von Theodore Davis aus Newport, Rhode Island, im Auftrag der ägyptischen Regierung den Eingang zum Grab. Es war seit Jahrhunderten versiegelt gewesen. Eine schmale Treppe führte in den Hügel hinab und endete vor einer vermauerten Passage, eine der Barrieren, die von den Priestern errichtet worden waren, um Echnatons Namen für immer auszulöschen. Dahinter war der Korridor fast vollständig mit Schutt gefüllt, der von 3 älteren Verschlusswänden stammte. Die erste war errichtet worden, als Königin These hier bestattet worden war, die zweite, als Echnatons Beamte die Inschriften ihres Heiligtums betraten, um den Namen Amon zu tilgen, die dritte, als Echnatons eigener Leichnam neben seiner Mutter beigesetzt wurde. Auf diesem Trümmerhaufen lag ein Fragment von Königin Theses Totenschrein, das die Priester bei dem Versuch, es mit ihrer Mumie zu entfernen, zurückgelassen hatten. Weiter im Inneren, in der Grabkammer, fand sich der Rest des Schreins, auf dem Echnaton und seine Mutter unter den Strahlen der Sonne dargestellt waren. Die Inschriften waren geschändet worden, der Name von Amenhotep III. Entfernt und stattdessen in roter Tinte durch seinen alternativen Namen Nebmara ersetzt. Später waren weitere Hände zurückgekehrt, um Echnatons Namen und Abbild ebenfalls herauszumeißeln. In dieser zerstörten Grabstätte war das Urteil der Geschichte deutlich zu erkennen. Echnaton war aus dem Gedächtnis gelöscht, seine Glaubensvorstellungen verworfen und sein Erbe ausgelöscht worden. Doch trotz aller Bemühungen, ihn zu vergessen, lag sein Körper immer noch dort. Ein stummer Zeuge eines Traums, der seiner Zeit zu weit voraus gewesen war. An einer Seite des Grabes lag der umgestürzte Sarg Echnatons. Sein Name war von seiner Oberfläche entfernt worden,
Doch schwache Spuren der Inschrift waren noch erkennbar. Die goldenen Bänder, die einst seinen Namen trugen, umgaben weiterhin seinen Körper, obwohl der Name selbst sorgfältig herausgeschnitten worden war. Der goldene Geier, der einst sein Gesicht bedeckt hatte, lag nun auf seiner Stirn, während die Halskette noch immer auf seiner Brust ruhte. Der verwitterte Körper war in goldene Blätter gehüllt, die die letzten Spuren einer königlichen Bestattung bewahrten. Über dem Sarg standen in einer kleinen Nische die Kanopenkrüge und in einem anderen Teil des Grabes wurden persönliche Gegenstände von Königin Teje gefunden, darunter ein Toilettenbehälter, von dem der Name Amenhotep III. Entfernt worden war. Als die Knochen von Dr. Elliot Smith, einem Mitglied der Royal Society, untersucht wurden, identifizierte er sie als die Überreste eines jungen Mannes, der nicht älter als 28 Jahre war. Genau das Alter, in dem Echnaton vermutlich gestorben war. Der Schädel wies Anzeichen darauf auf, dass der Mann möglicherweise an epileptischen Anfällen und möglicherweise Halluzinationen gelitten hatte. Interessanterweise entsprach die ungewöhnliche Form des Schädels genau den Merkmalen, die Lombroso, ein bekannter Kriminologe und Anthropologe, mit religiösen Reformern in Verbindung brachte. Das Gesicht war im Laufe der Zeit zerfallen, aber der Unterkiefer war intakt geblieben. Als er in Position gebracht wurde, war die Ähnlichkeit mit den erhaltenen Porträts Echnatons unverkennbar. Es bestand kaum ein Zweifel daran, dass die lange verschollene Mumie von Echnaton gefunden worden war. Dennoch zweifelten einige an der Identität des Leichnams, da viele angenommen hatten, dass Echnaton länger gelebt hatte. Einige Gelehrte schlugen vor, dass es sich um seinen Nachfolger Smenchkare handeln könnte, der versehentlich in Echnatons Sarg gelegt worden sei. Doch wenn das wahr wäre, wie könnten dann die goldenen Bänder, die Echnatons Namen trugen, um diesen Körper gewickelt gewesen sein? Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Verwechslung wird noch unwahrscheinlicher, wenn man bedenkt, dass die körperlichen Merkmale der Mumie genau denen Echnatons in seinen Darstellungen entsprachen. Smenchkare, der nicht direkt mit ihm verwandt war, hätte diese charakteristischen Züge nicht geteilt. Einige haben argumentiert, dass die Anwesenheit des Geiers auf der Mumie gegen eine Identifizierung mit Echnaton spricht. Doch wie bereits erklärt, lässt sich dies problemlos erklären. Zudem ist es ebenso unwahrscheinlich, dass dieser Körper Smenchkare gehört, wenn nicht er selbst den Geier darauf gelegt hat. Es gibt schlicht keine andere bekannte königliche Persönlichkeit aus dieser Epoche, zu der diese Mumie gehören könnte. Tatsächlich wurde unter allen bisher entdeckten königlichen Mumien keine mit so großer Sicherheit identifiziert wie diese. Der Körper wurde in einem Sarg mit Echnatons Namen gefunden und war in goldene Bänder gehüllt, die ebenfalls seinen Namen trugen. Seine körperlichen Merkmale stimmen mit den Darstellungen des Pharaos überein. Der Schädel weist die einzigartigen Eigenschaften auf, die für religiöse Reformer typisch sind, was mit Echnatons bekannten Zügen übereinstimmt. Das geschätzte Alter der Mumie entspricht dem Alter, in dem Echnaton gemäß den historischen Aufzeichnungen starb. Sie wurde im Grab seiner Mutter, Königin Teje, gefunden. Diejenigen, die die Inschriften zerstörten, mussten davon überzeugt gewesen sein, dass es sich um seinen Körper handelte. Es sei denn, man nimmt eine völlig unwahrscheinliche Verwechslung an. Und vor allem gibt es niemanden aus dieser Epoche, zu dem der Körper realistischerweise gehören könnte. Daher besteht nicht der geringste Zweifel. Dies ist der Körper Echnatons, die außergewöhnlichste Figur der frühen orientalischen Geschichte. Diese Biografie wurde sowohl geschrieben, um die Bedeutung dieser Entdeckung zu erklären, als auch um den allgemeinen Leser mit einer der faszinierendsten Persönlichkeiten der Geschichte bekannt zu machen. Auch wenn dieser Bericht nur die wichtigsten Aspekte seines Lebens berührt, kann selbst ein oberflächlicher Leser in ihm eine Figur von unglaublicher Originalität und tiefgreifendem Einfluss erkennen.